Hallo, guten Abend, ihr Lieben. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt funktioniert. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, ich habe in den letzten Tagen wieder kräftig an meinem Videosetup rumgebaut. Ein bisschen unfreiwillig tatsächlich, weil es Dinge gab, die auf meinem Mac nicht funktioniert haben. Jetzt ist das alles wieder auf den Windows-PC umgezogen. Und es läuft noch nichts so, wie es laufen sollte. Ich war heute echt im Stress. Ich hoffe aber, dass ihr mich jetzt zumindest sehen und hören könnt und dass es jetzt hier mit ein bisschen Verzögerung doch noch geklappt hat mit dem Einstieg in den Stream. Ja, ich bin nicht sicher, ob ihr mich seht und hört. Ich warte einfach mal ganz kurz. Ich gucke auch selbst noch mal ganz kurz im YouTube-Studio rein. Denn es wäre ja Quatsch, wenn ich hier vor mich hin erzähle und noch alleine bin. Ich bin nicht sicher, ob ihr nicht immer noch gleich geht es los seht. Ei, 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 ei. Alles top, schreibt Claudia. Okay. Veronika sieht und hört. Perfekt. Danke, ihr Lieben. Ja, sorry für das Durcheinander. Ich hoffe, dass das in Zukunft alles irgendwie ein bisschen einfacher für mich wird und ein bisschen entspannter läuft und ich mich weniger um die Technik kümmern muss und wir mehr uns mit den Inhalten beschäftigen können. Ha, ihr seht und hört mich. Ich bin froh. Seht und hört ihr mich auch auf beiden Ohren? Ist jemand da, der einen Kopfhörer auf hat? Wir hatten nämlich auch neulich das Problem, dass wir nur hier Mono-Audio hatten und kein Stereo-Audio. Also es ist immer wieder interessant, aber heute sollte das hoffentlich auch funktionieren. Wäre ganz spannend, falls irgendeiner von euch da ist mit Kopfhörern, wäre es total interessant, ob ihr mich auf beiden Ohren hören könnt. Und ob meine Bewegungen und mein Ton synchron sind. Ich kann mal klatschen. Achtung, mein Test, den ich hier vorher gemacht habe, ist Klatschen. Wundert euch nicht, das klingt ein bisschen dumpf. Achtung. Und ihr könnt mir bitte nochmal sagen, ob das alles irgendwie zueinander passt. Ricarda schreibt, ja, nur der Chat ist langsam. Ja, Ricarda, das erleichtert mich tatsächlich, dass es nur der Chat ist, der langsam ist. Ist zwar auch doof und ich bin nicht ganz sicher, warum das heute so ist. Vielleicht sind wir auch manchmal hier zu einer ungünstigen Zeit, aber ich bin froh, dass alles andere funktioniert. Ihr glaubt es nicht. Eigentlich hat es wieder mit so Kleinigkeiten angefangen. Ich habe ja hier meine Plotter hinter mir stehen und meinen PC, an dem ich stehe, natürlich vor mir. Und die Verbindung, dieses USB-Kabel lag hier die ganze Zeit noch am Boden. Gleiches mit dem Netzwerkkabel. Der Netzwerkanschluss sitzt an dieser Wand. Und ich hatte ein bisschen Sorge, dass es mich da mal so richtig drüber ledert. Also ich bin die letzten Tage mehrfach über dieses Kabel gefallen und habe jetzt tatsächlich hier Kabel über die Decke verlegt. Mit meinem Mann heute zusammen. Einmal hier die Decke hoch, an der Decke lang, einmal hier rüber und hier wieder runter, damit ich nicht mehr hier im Zimmer rumfalle. Und alle Kabel abgeschlossen, alle Kabel wieder angeschlossen. Und ihr denkt's euch, also das Ganze zieht ja immer einen riesen Rattenschwanz hinter sich. Ja, Ricarda und Sabine schreiben, sie haben die Kopfhörer auf. Es ist Stereo. Ihr hört mich auf beiden Ohren. Sehr gut. Ja, auf die Frage wäre ich früher nie gekommen, aber nachdem wir das neulich hatten, dass es eben nicht Stereo war, sondern nur Mono und ich das auch im Nachhinein nicht beheben konnte, frage ich diesmal lieber gleich. Perfekt, Uschi sagt auch Stereo. Sehr gut, weil es ist ja dann am Ende schon doof, wenn man sonst nur auf einem Kopfhörer irgendwie Ton hat. Also auch das abgehakt, geklärt. Ich freue mich. Ja, ich würde sagen, dann können wir auch wirklich in die Inhalte reinstarten. Kein Live angezeigt. Das ist süß. Mein Mann guckt gerade um die Ecke. Ich schicke dir nochmal den Link. Der hat eigentlich die Aufgabe, den Stream zu administrieren und findet nicht zu uns. Ich mache das. Den Chat habe ich, aber Ja, Florian, einfach hier meine Seite und dann die Livestreams. Aber ich schicke dir den Link nochmal. Ich bin auf der YouTube-Seite und es zeigt keinen aktuellen Livestream. Es steht Ah, nichts da. das Ganze ist heute nicht auf Facebook Live, es ist nur auf YouTube Live. Du schickst da den Link Ja. und auf YouTube bin ich auch und da steht kein Live aktuell. Ach ja, also gut. Die anderen haben mich aber gefunden. Ja. So, ne? Ihr. Jetzt doch mal lachen. Mein Mann sagt, ich bin unsichtbar. Er findet unseren Stream nicht. Das muss ich gerade noch ganz kurz beheben. Ich schicke dem ganz kurz den Link. Und dann geht es direkt weiter im Text. So. Ah, jetzt sehe ich auch, warum er das nicht findet. Sorry. Also an alle, die direkt zu YouTube geklickt haben, danke, ihr seid die Besten. Ja.
Ich sehe nämlich gerade, dass ich das Ganze auf Facebook posten wollte, aber mal wieder einen Knopf zu wenig gedrückt habe. Ich habe es also nicht aktiv gepostet. Wundert euch nicht, so ist es manchmal. Ich versuche das jetzt gelassen zu nehmen. Ich war so im Stress, bevor jetzt der Stream losging, aber jetzt, wo ihr mich zumindest sehen und hören könnt, fällt der Stress so ein kleines bisschen ab. Und wir machen das jetzt ganz entspannt. Ich habe auch vorher jetzt nur mit einem Auge gesehen. Ich dachte eigentlich, die Suse sei heute direkt nach mir live, aber ich glaube, die hat ihren Stream verschoben. Das heißt, ich habe hinten raus nicht so unheimlich viel Stress, pünktlich fertig sein zu müssen. Sage ich jetzt einfach mal so. Sonst hätte ich wieder gesehen, dass ich irgendwie versuche, um 21 Uhr fertig zu sein. Aber wir starten heute ziemlich zeitig. Wunderbar, weil ich jetzt mit euch einmal durchgucken wollte. Dein Video ist nicht gelistet. Die sind wahrscheinlich über den E-Mail-Link drauf. Ah, Deswegen sieht man ihn nicht. danke. Mann kam mit der nächsten Info wieder. Ich bin aber nicht sicher, ob ich das jetzt beheben kann während des Livestreams. Mein Mann sagt mir gerade freundlicherweise, dass das Video nicht gelistet ist und deshalb finden das jetzt eigentlich nur die Leute, die den direkten Link zum Video haben. Mein Gott, das ist so fürchterlich, auf was man hier alles achten muss. Tut mir total leid, dass es heute so ein Durcheinander ist. So, öffentlich, speichern. Ob man mich jetzt zwischendurch dann öffentlich sehen kann, ich weiß es nicht, aber jetzt ist hoffentlich alles soweit. So, ihr Lieben, vielen Dank für eure Geduld. So ist es eben manchmal. Alles ziemlich chaotisch, aber es gibt auch die ein oder andere Verbesserung schon hier im Setup, die mir in Zukunft das Leben leichter macht. Und ihr kennt das Spielchen ja schon. Umso einfacher das für mich ist, hier mit euch irgendwie zusammen was zu machen und zu streamen, umso einfacher und öfter werde ich das auch machen. So. Ja, die meisten schreiben, sie sind über den Newsletter drin. Und ich wollte auch Annette noch freischalten. Annette, sehr guter Punkt. Sehr gut, dass du gerade da bist und schreibst. Wenn ich dich zufällig hier im YouTube-Chat direkt bekomme, was hier heute alles erledigt wird. Ich mache hier gerade noch die Annette zum Mod. Annette, für diejenigen von euch, die das nicht wissen, ist auch super, super, super aktiv in unserer Gruppe und unterstützt mich auch in der Gruppe. Und moderiert für mich auch mit die Facebook-Gruppe. Jawohl. Wir wurden gefunden, da bist du ja, sehr gut. Demnach hat es scheinbar jetzt doch noch geklappt, das Ganze irgendwie auf öffentlich umzustellen. So viele Kleinigkeiten, ihr wollt gar nicht wissen, was hier immer alles zusammenspielt. Ich war auch deshalb so im Stress, weil ich quasi eigentlich 10 Minuten vor Streamstart noch kein Audio hatte. Das Audio hat nicht funktioniert. Aber okay, diese Problemchen haben wir jetzt scheinbar aus dem Weg geräumt. Ja. Petra dachte schon, hier ist keiner. Doch, ich bin da, wir sind da, einige von euch sind da. Was machen? Live geht jetzt am TV? Oh Gott, oh Gott. Florian schreibt auch, er hat 30 Sekunden Delay. Also daran kann ich fürchte ich nichts ändern, weil da kann ich gerade noch einmal reingucken. Eigentlich ist das Ganze schon so eingestellt, dass ihr eine super kurze Verzögerung nur haben solltet. Wenn das trotzdem nicht funktioniert, dann haben wir wieder irgendwo eine Engstelle, die ich nicht beeinflussen kann wahrscheinlich, weil eigentlich ist es auf extrem niedrige Latenz gestellt. Okay, so, genug Technik-Schnickschnack. Danke, ihr Lieben, fürs Helfen, für eure Geduld, fürs Ausprobieren, fürs Aushalten. Ich freue mich immer total, dass ihr da seid. Ich habe heute Verschiedenes, was ich mit euch angucken will. Das eine, worauf ich super Bock habe, wo ich aber einfach nicht dazugekommen bin, ist das Testen von der Cameo 5. Die steht hier nebendran. Ich habe die inzwischen vor 3 Wochen, glaube ich, bekommen. Die ist vor 3 Wochen hier angekommen. Ich habe sie noch nicht ausgepackt. Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Machen wir gemeinsam. Das andere sind die neuesten Projekte, die in den Shop gewandert sind. Ich dachte, ich nehme euch mit. Ich zeige euch das ganz kurz. Erstens bin ich nicht der allergrößte Fotograf. Ich tue mir immer schwer, einigermaßen aussagekräftige Fotos zu machen. Und zweitens kann ich natürlich mit ein paar Worten drumherum dann doch ein bisschen besser erklären, was es mit den Projekten jeweils auf sich hat. Das heißt, ich würde sagen, wir fangen so rum an, dass ich erst ganz kurz die neuesten Projekte zeige. Und wenn ich mit den neuesten Projekten durch bin, keine Sorge, das wird nicht unheimlich lang dauern, dann will ich die Cameo 5 anschließen und will wissen, ob die tatsächlich kleine Kreise schneidet. Ja, Stefanie sagt, was? So lange hätte sie nicht durchgehalten.
Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Ich habe ja hier hinter mir auch immer noch die Juliette stehen und mit der Juliette habe ich unheimlich viel gemacht in letzter Zeit. Ich habe aber ja auch den ganzen Setup-Umbau gehabt. Ihr habt das zwischendurch mitbekommen mit den Deckenschienen. Hier hinter mir ist jetzt noch eine neue Kamera aufgehängt worden. Die habe ich auch heute erst wieder neu eingerichtet. Ich bin sehr gespannt, ob das dann nachher auch alles funktioniert. Wir spielen noch einmal, oder? So 2 Minuten Technikspielzeit habe ich noch, um das auszuprobieren, dass es mit den Kamerawechseln dann auch alles hinhaut. Das testen wir jetzt erst. Und dann gehen wir einmal in die Themen rein. Achtung. So, ja, ich teste jetzt einmal die Kameras der Reihe nach durch. Die hier, ne, ist klar. Dann haben wir hier nebendran diese hier, die ist einmal rechts daneben. Ich sehe gerade, dass die noch schief hängt. So. Das ist meine Bastelmattenkamera, wo wir nachher jetzt auch gleich die Cameo erstmal auspacken werden. Und dann haben wir hier hinter mir, keine Ahnung, was die gerade einfängt. Wir werden es gleich merken. Achtung, Achtung. Ich drücke mal hier auf diesen Knopf. Tada! Hier haben wir die neue Kamera. Und was an der neuen Kamera total lustig und cool ist, ist, dass ich jetzt auf Knöpfe drücken kann und die fährt an die richtige Stelle. Also was ihr jetzt gerade im Moment seht, hier hinten dran, hier ist meine Cameo 2, mit der ich jahrelang immer alles geplottet habe. Das ist meine gute alte Cameo 2. Ihr wisst, ich war jahrelang purer Silhouette-Anwender. Ja, hier hat die ihr festes Plätzchen. Achtung. Und jetzt drücke ich einfach einmal hier drüben auf diesen Knopf. Und die Kamera fährt zum anderen Plotter. Hier seht ihr meine Juliette, mit der ich neuerdings alles Mögliche plotte. Das scheint aber zu funktionieren. Zumindest, was ich hier sehen kann. Also der switcht da schön hin. Wir können dann auch immer genau an die richtige Stelle fahren. Also ich kann zum Beispiel sagen, wir gucken uns jetzt hier das Display gemeinsam an. Für diejenigen von euch, die viel bei meinen Streams dabei sind, Achtung, wir schalten wieder um. Ihr habt es mitbekommen, es hat mich zuletzt total aufgeregt, dass ich immer im Stream die Kamera da irgendwie rumfummeln musste und die dann losschrauben musste und wieder festschrauben musste. Und dann hatte ich sie doch irgendwie in der Hand, weil sie sich losgedreht hat. Und das hat mich so genervt, dass ich jetzt so happy bin über diese Lösung mit der Kamera. Die ist quasi schwenkbar. Und ich habe vorher so einzelne Positionen einprogrammiert und dann fährt die genau an diese Stelle. Das heißt, ich muss nicht mehr selber an dem Stativ rumrödeln und dann klappert's und donnert's, sondern ich kann jetzt auf Knöpfe drücken. Haha. Ja, ich weiß, ihr kennt mich, das sind Spielereien, das ist mir schon klar, aber so macht es mir viel mehr Spaß. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, mehr Spaß für mich heißt mehr Streams für euch. So einfach. Sehr schön. Das hat schon mal geklappt. Dann würde ich sagen, packen wir jetzt einfach gemeinsam aus. Ich habe wirklich die Cameo 5 noch nicht ausgepackt, weil ich die... Nein, falsch rum. Sorry, ich bin heute total konfus. Wir gucken uns erst die Projekte an und packen dann Cameo 5 aus. Ihr seht, ich bin total aufgekratzt heute. Keine Stream-Routine mehr, kein gar nichts. Wir gucken uns jetzt erst die Projekte an und ich sage nachher alles, was ihr wissen wollt zur Cameo 5. Ihr dürft gerne Fragen stellen. Erkläre auch, warum ich die überhaupt bestellt habe und so weiter und so fort. Wir gucken uns nur erst die Projekte an, die ich jetzt zuletzt fertig gemacht habe. Und dafür switche ich euch, Achtung, auf diese Kamera und hole einmal die Teile ran. Was ich euch jetzt gleich zeige, sind alles Kundenwünsche, die ich umgesetzt habe. Und zwar noch nicht aufgeklebt, seht es mir nach, es war heute einfach zu stressig, habe ich hier einmal für meinen Sternbogen, der Sternbogen, ich hole ihn euch hier nochmal ins Bild, eins meiner absoluten Lieblingsprojekte dieses Jahr. Und habe ich mich nicht gerade gefreut, dass ich keine Kameras mehr rumfahren muss. Ich lege den euch nur so hin. So, ich mag die hier nicht abhängen und hin und her schieben. Denkt's euch. Der Sternbogen, eins meiner absoluten Lieblingsprojekte dieses Jahr. Ein aufwendiges Projekt. Es ist meiner Meinung nach nicht schwierig, aber es ist aufwendig, weil es hat viele Teile. Aber ich liebe es und ich hau jetzt hier einfach nochmal Motivation an alle raus, falls ihr noch Bock habt, es zu basteln. Es ist noch locker schaffbar bis Weihnachten. Es ist noch früh genug. Ich zeige euch nachher auch den Sternbogen nochmal, der hier hinter mir steht. Dann seht ihr ihn nochmal komplett. Kann ich nochmal 3 Schritte zurückgehen. Was ich euch jetzt aber zeigen will, sind hier extra Deckseiten für den Sternbogen mit einem Zeichenmotiv. Das war ein Wunsch, den ich sehr gern umgesetzt habe. Es hat gedauert, es tut mir leid. Ihr musstet relativ lange darauf warten, dass es dieses Schnörkelmotiv perfekt angepasst für den Sternbogen gibt. Aber jetzt ist es soweit, es ist im Shop und ihr könnt einmal damit den Sternbogen verschönern. Ich habe das Ganze hier umgesetzt mit dem Vollquill.
Wenn ich das so ein bisschen hin und her wackel, seht ihr wahrscheinlich den metallischen Effekt, aber ich glaube, wenn ich das so nach vorne kippe, seht ihr die Zeichnung nicht so gut. Deshalb stelle ich es euch so ein bisschen nach oben, dass ihr wirklich auch hier schön, ne, die kleinen Schnörkel und Details erkennen könnt. Und die Besonderheit hier ist einfach, dass ich das Ganze so angeordnet habe, dass sich das Motiv wirklich schön um diese Aussparungen auch legt. Denn hier, wo diese kleinen kreisrunden Löcher sind, da sitzen eben die LEDs im Sternbogen. Das heißt, an diesen Stellen hat der Sternbogen jeweils seine eingebauten Lämpchen. Und genau dafür ist das Ganze gemacht. Ich wollte euch hier noch mit auf den Weg geben, für die, die das bei der Sternecke nicht mitbekommen haben. Wir haben schon Sternecke gebastelt dieses Jahr, dafür gab es ähnliche Deko-Elemente. Ihr könnt euch frei entscheiden. Es gibt quasi dieses Dekomotiv mit Zeichnung für beide Seiten, also hier für die rechte und für die linke Seite und für die Mitte. Man kann sich aber auch dafür entscheiden, das nicht auf alle 3 Sterne zu kleben, sondern vielleicht nur auf den mittleren oder nur auf die beiden an der Seite, je nachdem, wie man das möchte. Ich zeige euch hier auch nochmal die große Variante. Und da seht ihr schon, dass die kleine und die große Variante sich in den Spitzen und auch in der Mitte und so in den Details unterscheiden. Also es ist nicht einfach Copy und Paste, sondern ich habe das wirklich schön auf dieses Projekt mit diesen Leuchtausschnitten angepasst. Und das Einzige, was jetzt hier als letzter Schritt noch fehlt, ist das Ganze einmal hier außen auf meinen Sternbogen aufzukleben. Achtung, man muss aufpassen, das merke ich gerade selber wieder, dass man das Ganze richtig rum aufklebt, damit die Löcher auch wirklich genau zu dem darunter liegenden Lochmuster sozusagen passen. Ich würde das Ganze hier aufkleben mit Sprühkleber. Ich möchte mir aber hier im Zimmer heute das Nebeln ersparen. Ich wollte euch trotzdem unbedingt nochmal diese Schnörkelgeschichte aus der Nähe zeigen. Ich habe zwar versucht, euch ein Shop-Vorschaubild zu machen, aber ich finde, das ist doch immer nochmal was anderes, wenn man das dann auch kombiniert mit dem Projekt sieht, ne, für das das Ganze gedacht ist. Und hier ist eben, wie gesagt, die Grundidee, dass man hier einfach nochmal eine passende Zeichnung drauf bekommt. Vielleicht noch ein Hinweis, der ganz interessant oder wichtig ist, und zwar könnt ihr die Zeichnung natürlich nicht nur mit dem Vollquill umsetzen, sondern zum Beispiel auch mit einem Gelstift. Beim Gelstift wäre es so, dass ihr die Zeichnung wirklich komplett durchlaufen lassen könnt. Ne? Das kann man dann in einem Durchgang machen. Beim Vollquill ist es so, zumindest bei den Folien, die ich habe, die sind nicht breit genug, dass ich das in einem Durchgang folieren könnte. Das heißt, ich muss erst die eine Hälfte folieren und dann die andere Hälfte folieren. Und um euch das möglichst einfach zu machen, findet ihr in dem Download mit diesem Schnörkelmotiv 2 Varianten. In der einen Variante ist das ganze Motiv jeweils komplett drin. In der anderen Variante ist auch das ganze Motiv drin, aber die beiden Hälften sind separate verknüpfte Pfade. Das heißt, die eine Hälfte ist auch anders eingefärbt als die andere Hälfte, damit ihr die einfach der Reihe nach folieren könnt. Das heißt, ich foliere dann erst die eine Hälfte, die eben in der separaten Farbe eingefärbt ist, und dann foliere ich im zweiten Durchgang die zweite Hälfte. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, das ist einfach schon vorbereitet, damit man sich möglichst leicht tut, das auch mit dem Vollquill umsetzen zu können. Für meine innere Elster ist das ja genau das Richtige. Ich liebe diesen sehr glänzigen, super edlen Effekt, und ich finde, es ist trotzdem interessanterweise noch dezent genug. Ich habe erst überlegt, ob ich das wirklich gut finde, sowas Schnörkeliges auf einer sehr geometrischen, eckigen Form, aber ich finde es super gut. Diese Details verlocken einfach dazu, nochmal hinzugehen und sich das Ganze auch näher anzugucken. Und ansonsten, wenn es weit genug wegsteht, fällt dann eben doch wieder eher das große Ganze, ne, der Sternbogen als solches in seiner Form ins Auge. Ich hoffe, für diejenigen, die sich das gewünscht haben, ich habe euren Geschmack dann jetzt auch getroffen. Das hoffe ich sehr. Ich bin glücklich und zufrieden, dass es das Ganze jetzt wirklich auch endlich in den Shop geschafft hat. Also das ist in den Shop gewandert. Und für diejenigen von euch, die sagen, ja super cool, brauche ich unbedingt, Achtung, im Moment läuft noch die Rabattaktion zum ersten Advent. Bis einschließlich morgen, Mittwoch, 6.12., könnt ihr noch 15% sparen. Der Rabattcode wird, solange er gültig ist, auch im Shop angezeigt. So, das ist die Sache hier mit dem Schnörkelmotiv für den Sternbogen. Ich schaue gerade noch mal drüber, ob ihr noch Fragen dazu habt, ob ich jetzt da gerade noch mal irgendwie was dazu sagen soll, aber ich glaube, das sieht soweit eigentlich ganz gut aus, ne? Wenn doch noch irgendwas sein sollte, fragt auch gerne später an diejenigen, die nicht live zuschauen, sondern später in der Aufzeichnung. Ihr dürft auch gerne in die Kommentare schreiben, ich kriege das auch später noch mit. So, das ist das neue Projekt für den Sternbogen, damit ihr hier die Schnörkel einfach einmal gesehen habt. Und es geht direkt weiter mit dem nächsten Kundenwunsch. Ich muss hier mal sortieren. So. Achtung. Haha. Hier war es mir auch wichtig, noch was zu erklären. Und wie ihr seht,
Seht ihr noch nicht viel oder noch nichts? Hier drinnen versteckt sich das, was ihr euch gewünscht habt. Und zwar geht es bei diesem Wunsch um eine Aufhängung für die Pop-up-Kugeln. Die Pop-up-Kugeln haben wir schon früher im Jahr jetzt hier einmal gebastelt, gemeinsam gebastelt. Ich habe jetzt hier natürlich ausgerechnet eine nicht weihnachtliche Variante mit einem Blümchen. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Auch hier innen drin war wieder der Vollquill im Einsatz. Also ihr seht, ich Vollquill, ich zeichne sehr gerne. Und es gab bisher diese Kugel einfach nur einzeln mit verschiedenen Motiven, die man hier einmal in diese Kugel einhängen kann. Ich zeige euch einfach die Kugel als solche nochmal so ein bisschen aus der Nähe. Und was bisher noch gefehlt hat, war eine Möglichkeit, diese Kugeln schön zu verpacken, zu verschenken, zu verschicken. Und da ist mir schon die ganze Zeit so eine Art Kugelständer durch den Kopf gegeistert. Und diesen Kugelständer gibt es jetzt hier auch. Aber ihr habt bei dem Kugelständer mehrere Möglichkeiten. Und deshalb wollte ich ihn euch unbedingt auch nochmal zeigen und ganz kurz erklären, wie das Ganze funktioniert. Und zwar könnt ihr den Kugelständer, ich hole den hier einmal raus, einfach als freistehenden Kugelständer umsetzen. Das heißt, das Ganze besteht eigentlich nur aus diesen beiden Kreisteilen hier am oberen Teil. Die sind doppellagig, das macht das Ganze etwas stabiler und verleiht auch einen besseren Stand. Und das Ganze wird hier auf eine Grundplatte geklebt. Hier auf der Grundplatte sind schon so kleine Hilfslinien dann eingeschnitten, die einem genau anzeigen, wo diese Lasche hingeklebt wird. Und damit hat man einen super einfachen Kugelständer, den man einfach aufstellen kann, die Kugel einhängen kann und fertig. Also ich hatte das Ganze so testweise mehrere Wochen an der Fensterbank stehen als Deko und das ging prima. Ihr habt aber nicht nur die Möglichkeit, das Ganze frei aufzustellen, sondern ihr habt es hier anhand von dieser Karte eigentlich auch schon gesehen. Ihr könnt das mit Hilfe dieses Rings hier in jede beliebige Karte einsetzen. Das wollte ich hier auch nochmal explizit sagen. Wirklich jede beliebige Karte. Wichtig ist dabei nur, dass eure Karte größer ist als dieses flach gefaltete Teil. Wenn ich das Ganze hier einmal zusammenklappe und hier schön flach lege, dann muss es ja am Ende in meiner Karte verschwinden können. Ich sage das deshalb so ausdrücklich, weil die Karte nicht quadratisch sein muss. Ihr könnt euch auch für eine rechteckige Karte zum Beispiel entscheiden. Und dadurch, dass hier der Durchmesser von dem Teil in Originalgröße nur 10 cm ist, passt es auch wirklich in meine normalen rechteckigen Karten super rein. Meine normalen rechteckigen Karten sind 12 x 17 cm groß. Das heißt, da hätte ich links und rechts noch 1 cm Luft, damit hier nichts an keiner Ecke irgendwie rausschaut. Was ich euch als empfohlene Mindestkartengröße an die Hand geben will, sind 11 x 11 cm. Wie gesagt, das Teil hat einen Durchmesser von 10 cm. Das heißt, sobald die Karte wenigstens 11 cm breit und hoch ist, kann man das hier innen drin einsetzen. So, um das einzusetzen in die Karte, klebt man dann hier dieses Ringelement einmal mittig in der Karte auf. Das hat hier auch extra solche Aussparungen, damit man diese Faltlinie, die hier durch die Karte läuft, möglichst wenig blockiert. Natürlich hat man hier trotzdem eine Verdickung, die unterhalb der Faltlinie liegt, aber durch diese Aussparung hält sich das Ganze noch in Grenzen. Diese Form ist hier aufgedoppelt, das heißt, hier ist nochmal ein Rand drunter geklebt, der hier diese Stecklaschen an den Seiten etwas erhöht. Und da kann man jetzt das Ganze einfach einhängen. Das heißt, man nimmt es einmal, steckt es hier unter diese Nase auf beiden Seiten und achtet darauf, dass hier dieser Bogen vom Kreis, also diese Aufhängung, ganz gerade in der Karte steht, also direkt parallel zu der Faltlinie von der Karte in der Mitte. Und dann kann man das Ganze auch schon zuklappen. Ich lege die Kugel auch immer gerne so von Hand flach und kann das Ganze zumachen und kann die Karte entsprechend versenden. Falls ihr euch jetzt wundert, was das für ein komisches Format ist, es ist offensichtlich quadratisch, aber ich habe hier einfach mal 12 x 12 cm geschnitten. Die meisten meiner Karten sind 14 x 14 cm groß, die werden also etwas größer. Bei den größeren Karten schaut euch immer vorher am besten die Kombi an, welche Karte will ich mit diesem Kugelständer kombinieren. Könnt ihr auch hergehen und könnt das ganze Projekt hier innen drinne größer skalieren. Dadurch, dass wir eine Basisgröße haben von 10 cm im Durchmesser, kann man den Skalierungsfaktor sehr einfach berechnen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe eine 14 cm breite Karte und will, dass ringsherum auch wieder 1 cm Luft bleibt, dann könnte ich das Ganze auf 120% skalieren und hätte dann einen 12 cm breiten Ring und damit hier umlaufend 1 cm auf jeden Fall Platz. Ich würde sogar sagen, man kann auch auf 130% gehen, dann hat man halt nur einen halben Zentimeter umlaufend Platz. Wichtig nur, das wäre das, wie ich es machen würde, wenn ihr hier die Aufhängung, also diesen Kugelständer skaliert, dann skaliert die Pop-up-Kugel als solche am besten gleich mit. Also lasst die Projekte immer gleichmäßig wachsen. So, ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten gesehen, nämlich einmal hier diese Aufhängung separat.
mit der optionalen Einhängung in die Karte. Das ist Variante 2. Es gibt noch eine Variante 3. Und zwar, wartet, hier ist sie, könnt ihr, anstatt das Ganze hier mit dieser optionalen Einhängung umzusetzen, den Kugelständer auch fest in die Karte einkleben. Ich finde, es ist am Ende so ein bisschen Geschmackssache, je nachdem, wie ihr euch das vorstellt. Ob ihr sagt, ja, für den Beschenkten ist es einfach schön, wenn er sich die Kugel aushängen kann und die Kugel hängt man dann zum Beispiel in den Weihnachtsbaum, jetzt als Beispiel zu Weihnachten, dann könnt ihr das so machen, dass das Ganze hier unten drin festgeklebt ist. Der Aufbau ist sehr ähnlich, was hier aber ein bisschen anders ist bei der Variante, ist, dass wir hier bei dem festgeklebten Ständer, bei dem Kreisteil hier unten in der Mitte, ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen sehen, wieder diesen Schlitz haben, der hier einmal von links nach rechts durch das Kreisteil läuft, einfach um hier wieder möglichst wenig diese Faltlinie beim Zu- und Auffalten zu stören. Okay, ich habe hier mit einem Auge gesehen, dass mein Mann mir hier Kommentare markiert hat. Die schaue ich mir gerade einmal an. Genau, die Ricarda hat gefragt, ob es auch eine Deckseite für die Karte für außen gibt. Ricarda, du musst dir das so vorstellen, meine Grundidee war hier, also jein, hier bei diesem Projekt, bei dem Kugelständer-Projekt ist keine Karte dabei. Ihr kauft euch einfach die Karte, die ihr möchtet im Shop. Da habt ihr dann die freie Auswahl, was die Deckseiten außen angeht, weil ihr dieses Teil hier, ich zeige das hier gerade nochmal, weil ihr diesen zusätzlichen Ring hier in jede Karte einkleben könnt. Ich dachte, das macht es für euch flexibler, statt dass ich euch jetzt eine Karte oder 2 Karten wieder vorgebe und ihr dann an die Deckseiten gebunden seid, wenn ihr einfach quasi eine Art Baukastensystem habt. Das heißt, ihr habt die Pop-up-Kugel, die könnt ihr separat im Shop kaufen, die Motive, die in der Kugel drin sind, das war jetzt bei mir das Blümchen, die laufen separat. Dieser Kugelständer ist quasi auch ein eigenständiges Projekt. Ich kann mal aufräumen. Ich kann die Kugel mal aushängen, damit man vielleicht ein bisschen besser versteht, was im Kugelständerprojekt mit drin ist. Im Kugelständerprojekt ist eigentlich der Ständer als solcher mit der Basisplatte, die hier in der Mitte gefaltet wird und noch 2 Verstärkungslagen hier für die Unterseite. Außerdem ist drin hier dieser zusätzliche Ring, ne, um das Ganze in eine beliebige Karte einzusetzen, aber keine Karte in dem Sinne. Das heißt, ihr wählt die Karte, in die ihr das Ganze einsetzen wollt, einmal komplett frei. Und es ist mit drin diese angepasste Basisplatte, um das Teil einmal direkt in die Karte einzukleben. Aber die Karte als solche wählt ihr komplett frei im Shop und dadurch habt ihr bei den Deckseiten, bei den Motiven außen auf der Karte einfach eine viel größere Auswahl. Maren fragt gerade, dürfte man den Kugelständer auch mit der Kugel ohne Kleben kombinieren? Maren, von mir aus grundsätzlich sehr gerne. Ich habe da nur ein Aber. Ich muss dir dazu sagen, ich habe das noch nicht, wenn man die Pop-up-Kugel gekauft hat. Der Hintergedanke, den ich dabei aber hatte, war eigentlich nicht der, dass ihr da gar nichts anderes reinhängen dürft, sondern ich habe das eigentlich nur gemacht, dass nicht jemand aufgrund des Shop-Bildes jetzt den Kugelständer kauft und sich wundert, warum da keine Kugel drin ist. Deshalb habe ich das im Shop eigentlich so eingerichtet, dass der Kugelständer tatsächlich gezielt eine Erweiterung für die Pop-up-Kugel ist. Macht vom ganzen Aufbau her auch Sinn, weil ich hänge euch die Kugel nochmal da rein, dann könnt ihr das auch sehen. Der ist natürlich genauso angelegt, dass die Kugel jetzt hier bei diesem Kugelständer auch genau mittig hängt. Ne? So hat sich auch diese kleine Größe eigentlich von dem Projekt ergeben. Und wenn man jetzt eine andere Kugel mit einer anderen Aufhängung hier oben verwendet, dann haut es von den Maßen alles nicht mehr so perfekt hin. Da müsste man wieder ganz viel rechnen und dann bin ich nicht sicher, ob es wirklich funktioniert. Genau, Ricarda, deine Frage lese ich auch gerade. Du dürftest auch außen auf der Karte was selber gestalten, wenn du möchtest. Das ist der nächste große Vorteil an dieser Baukastenvariante. Es gibt keine vorgegebene Karte, die du zu diesem Kugelständer verwenden musst. Du kannst den Kugelständer in jede beliebige Karte einbauen. In eine gekaufte Karte, in eine komplett selbst freigestaltete Karte. Du hast mein Go, den Kugelständer in jede Karte einzubauen, die du selbst gestaltest. Okay, super. Ich gucke gerade noch mal durch. Ich weiß, das ist alles ein bisschen speziell wieder, zumal diese 2 neuen Kundenwunschprojekte eigentlich Erweiterungsprojekte zu schon bestehenden Projekten sind. Ich weiß, dass es bei mir im Shop auch so ein bisschen speziell ist, aber ich liebe das eigentlich mit den Erweiterungen, weil ich euch damit einfach zusätzliche Möglichkeiten geben kann und nicht an irgendeiner Stelle sagen muss, ach nö, das Projekt ist jetzt eigentlich für mich abgeschlossen, Haken dran, nächstes Ding, sondern weil man dadurch auch so ein bisschen an den Sachen weiterarbeiten kann, die eigentlich an und für sich schon irgendwann mal fertig waren. Ihr kennt es bestimmt auch. Oft kommen dann erst so richtig die Ideen. Und ich habe das dieses Jahr auch durch meinen Club total wieder lieben gelernt, weil das bei denen total cool ist.
die haben immer noch Ideen. Also wenn ich mit denen was bastel, wir basteln jetzt am Donnerstag zusammen einen neuen Ziehstern, dann haben die immer Wünsche und Eingebungen dazu und viele davon sind so cool, dass die mich direkt triggern und ich dann, und ich dann nochmal an das Projekt rangehe und immer noch irgendwelche zusätzlichen Sachen mache. Und das ist eben auch was über dieses Erweiterungssystem möglich ist, dass man sagt, ich habe hier ein Grundprojekt, wie in diesem Fall die Pop-up-Kugel. Zu diesem Grundprojekt gibt es zusätzliche Motive, es gibt jetzt einen zusätzlichen Ständer und man kann das noch in verschiedene Richtungen erweitern. Ja, genau, Ricarda, du hast dadurch zig Möglichkeiten. Du kannst einfach nochmal das Ganze auf dich wirken lassen. Du kannst vielleicht auch mit dem Kind zusammen gestalten, das ist ja auch immer ganz schön. Du kannst dafür wirklich einfach eine Blankokarte verwenden. Ich habe jetzt hier für diese Karten, die ich hier verwendet habe, auch wirklich einfach nur 12 x 24 cm Rechtecke aufgezogen und eine Faltlinie in die Mitte gepackt. Das ist die Basisform und da kannst du alles Mögliche draufpacken. Ihr könnt für die quadratischen Karten und die rechteckigen Karten im Shop auch mal gucken. Da habe ich Umschläge dafür für 0 € im Shop, die man sich auch passend runterladen kann. Ich glaube, nach Umschlag hat jetzt noch keiner gefragt, aber ich dachte, ich sage es einfach nochmal dazu, weil, wenn es dann schon in der Karte drin ist, muss die Karte natürlich auch noch irgendwie verpackt werden. Also hier, ihr wisst Bescheid, das hat es mit diesem Kugelständer-Projekt auf sich. Ich finde den so süß. Das Ganze ist so mini, aber das ist wirklich süß. Und wie gesagt, dadurch, dass es so mini ist, Durchmesser 10 cm, passt es auch in rechteckige Karten. Grüße gehen raus an die Annette, weil ich nämlich bei Annette zum Beispiel weiß, dass sie eigentlich rechteckige Karten lieber mag als quadratische Karten. Denn wenn man die Karten wirklich per Post versendet, dann kosten die quadratischen Karten einfach viel mehr Porto als die rechteckigen Karten. Also ein Pro-Punkt, warum es nicht unbedingt die quadratische Karte sein muss, sondern warum auch die rechteckige Karte für dieses Projekt wunderbar funktioniert. Okay. Wunderbar, ihr Lieben. Ich switche jetzt gerade erst noch mal ganz kurz zu euch zurück. Ha. Das hat geklappt. Ich habe heute alles neu einrichten müssen, deshalb freue ich mich bei jeder Kleinigkeit, die funktioniert. Okay. Das war es eigentlich auch schon zu den neuen Projekten. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Auch hier die gleiche Einladung. Ich zeige euch hier den Kugelständer noch einmal, ne, damit ihr auch noch mal im Vergleich zur kleinen Miriam den kleinen Kugelständer gesehen habt und euch von der Größe her noch mal ein bisschen besseres Bild machen könnt. Ich dachte, ich zeige ihn euch, wie gesagt, um so ein bisschen was zu den Möglichkeiten zu sagen und eben diesem, ihr könnt es in alle möglichen Karten einbauen, Thema. Ich habe versucht, das auch in den Text reinzuschreiben, aber fällt mir immer schwer, diese ganzen Hintergründe und Verknüpfungen da auch zu erklären. Ich lese gerade Sonjas Frage, gehen hier auch die Pop-up-Eier rein? Sonja, ich sage spontan nein. Ich müsste es ausprobieren. Es müsste wahrscheinlich größer sein. Es wurde aber auch schon gebeten, ob es sowas nicht auch für die Eier geben kann. Da du gerade da bist, Sonja, kannst du gleich mal noch raushauen, ob du dein Ei wirklich in so eine runde Form hängen möchtest oder ob wir für das Pop-up-Ei einfach die Form nochmal angepasst wirklich fürs Pop-up-Ei haben wollen. Weil ich bin da halt immer, das ist mein innerer Monk, der da durchkommt. Seht ihr das? Wenn ich euch das so hinhalte, ich weiß, bei der Ansicht von oben war das ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, wartet, vielleicht hier vors schwarze T-Shirt. Wenn man hier so außen rum guckt, kann man hoffentlich sehen, dass die Abstände ringsherum eigentlich überall gleich sind. Und das mag ich persönlich hier total gerne. Und so würde ich es beim Pop-up-Ei eigentlich auch halten wollen, dass man sagt, hier, na, ringsherum gleichmäßiger Abstand und eine gleichmäßig breite Eiform dann quasi. Ja, ich weiß, es ist kurz vor Weihnachten, aber ihr dürft mich gern schon dazu fragen. Dann, ja, steige ich da nämlich rechtzeitig ein. Petra fragt, ob es auch Weihnachtsmotive für die Kugeln gibt. Ja, gibt's, Petra. Es gibt einen Dreierpack mit Weihnachtsmotiven. Da müsste drin sein ein Weihnachtsbaum, ein Stern und ein Engelchen. Weihnachtsmotive gibt es für die Kugel schon. Kann die Annette gerade vielleicht nochmal so lieb sein und kann dir nochmal den Link raussuchen. Habe ich euch aber auch im Shop verlinkt bei diesem Projekt. Bei dem Kugelständer, wenn du im Shop zum Kugelständer klickst und nach unten scrollst, sind da nochmal Projekte, die dazu passen. Und da ist einmal natürlich die Pop-up-Kugel, die im Moment ja als Basisprojekt dafür gilt. Und auch die im Moment verfügbaren Motive sind da nochmal verlinkt. Ihr dürft auch als Aufgabe, bevor es hier losgeht mit der Cameo 5, euch sehr gerne nochmal Motive wünschen. Ich habe ganz kurz darüber nachgedacht, ob es nicht schön wäre, wenn es noch ein Schneeflocken-Schneemann-Motiv geben würde. Ich habe aber bisher immer Dreier-Sets gemacht. Das heißt, ihr könnt mal ganz kurz drüber nachdenken, was das dritte Wintermotiv sein könnte. Vielleicht einfach ein Häuschen, so ein Häuschen, wo Rauch aus dem Schornstein kommt. Es muss irgendwas ziemlich Kleines sein, weil ihr seht es ja hier.
Ne, die Motive, die Kugeln sind sehr klein. Ich drehe euch die mal so ein bisschen. Die muss ich auch drehen, damit man das Motiv entdeckt. Und entsprechend kann man da nicht so was unheimlich Großes reinmachen. Ja, Veronika schreibt die Krippe. Da müsste ich es größer machen. Oh, ich kann mal gucken. Wäre natürlich reizvoll. Das finde ich übrigens bei diesen Kugeln auch ganz süß. Ne? Die Kugeln haben ja das Motiv nur in eine Richtung. Das heißt aber auch, dass es was zu entdecken gibt. Weil wenn die Kugel sich dreht, seht ihr das? Von der einen Seite guckt man quasi eigentlich einfach durch. Da sieht man nichts. Und wenn die Kugel dann genau um 90 Grad gedreht ist, dann taucht das Motiv auf. Und ich finde das hier tatsächlich ganz nett, weil das so ein Auftauchen und Verschwinden dann einfach ist. Ich finde Glocke als Idee auch ganz süß. Ja, also es muss irgendwas sein, was relativ vom Umriss her leicht zu erkennen ist. Weil wenn man da was zu detailliertes, Kleines reinmacht, dann muss man zu nah dran, ne, um zu erkennen, was das genau ist. Johanna schreibt der Stern im Hintergrund. Ja, den Stern im Hintergrund ist nur noch einer. Den gibt es dann am Donnerstag. Wollt ihr den kurz sehen? Es ist kein weiterer Livestream für diese Woche geplant. Das sage ich euch gleich dazu, weil am Donnerstag ist Bastelabend mit dem Club. Mein letzter Bastelabend im Jahr 2023 mit dem diesjährigen Club. Ich freue mich mega drauf und wir basteln einen Ziehstern. Ihr seht den Ziehstern schon hier. Ich habe da hinten aber noch mehr davon. Ich zeige euch den noch. Dann habt ihr das schon gesehen. Für diejenigen, die nicht im Club sind, kommt am Donnerstag dann für alle in den Shop. Die Clubis haben die Datei immer schon. Die haben immer eine Woche Vorsprung, weil sie ja auch plotten müssen. Donnerstags abends basteln wir dann zusammen. Die Nicht-Clubis kommen da ab Donnerstag ran. Ich hol mal die Kiste. Ich hole mal die Kiste und zeige euch ganz kurz noch die Ziehsterne. Die mussten heute kurzerhand weichen, weil wir da oben an der Technik gearbeitet haben. Das Coole an den Ziehsternen ist, ich zeige euch als erstes, warum die Ziehsterne heißen. Für diejenigen von euch, die dieses Projekt von mir noch nicht kennen, Pam. Ja, das ist der Grund, warum die Ziehsterne heißen. Der kommt jetzt, Achtung. Also man kann die platt machen, das habt ihr jetzt hier schon gesehen. Und wenn ich jetzt hier an der Schnur ziehe, die auch als Aufhängen dient bei dem Stern, dann, zack, seht ihr das? Stellt sich der Stern in seiner 3D-Form und in seiner Tiefe wieder auf. Und wir haben letztes Jahr schon Ziehsterne gebastelt. Kleinere Ziehsterne, die von der Form her hier übrigens wieder perfekt dazu passen. Und ich habe die tatsächlich das komplette Jahr bei mir an meine Esszimmerlampe hängen lassen. Das darf man kaum einem sagen, aber es ist wirklich wahr. Das heißt, das ist auch der einzige Platz, der jetzt schon wirklich weihnachtlich dekoriert ist, die Esszimmerlampe, die noch seit letztem Jahr quasi weihnachtlich dekoriert ist. Ich liebe die Teile. Ich habe also den großen Vorteil, dass man die platzsparend wegräumen kann, im letzten Jahr tatsächlich nicht genutzt. Aber man kann die dadurch halt auch ganz toll verschicken und verpacken. Und wenn es euch so geht wie mir, dann geht einem ja so langsam aber sicher der Platz aus. Man muss ja immer gucken, wo man die ganze tolle Deko das Jahr über auch unterbringt. Wenn man sie nicht, wie ich, an der Lampe hängen lässt, dann müssen die ganzen Sterne ja irgendwo hin. Und was daran halt toll ist, ist, dass man überhaupt keine Angst haben muss bei der Aufbewahrung, dass man die versehentlich irgendwie platt macht, weil man sie wirklich einfach aktiv platt machen kann und einräumen kann. Ne? Ich zeige euch das mal von der Seite. Der ist dann wirklich, ja, so dünn. Eigentlich muss man den Messschieber holen und müssen messen, wie dünn er dann ist. Aber ihr seht, das sind wirklich einfach die Papierlagen, die man hier noch aufeinander hat. Wenn man ganz genau zählt, sind es am Ende 4 Papierlagen. Wir holen den Messschieber. Wir müssen das ja nicht theoretisch machen, wir machen das praktisch. Dann gibt es gleich Werte. So, das ist das Schöne daran, dass wir jetzt hier oben in meinem Bastelzimmer sind. Hier ist alles, was das Herz begehrt, auch ein digitaler Messschieber. Sorry, das muss jetzt gerade noch sein. So. Also ich messe hier, kann man das ablesen, könnt ihr das sehen? 1,3 mm im flach zusammengedrückten Zustand. Und das ist, finde ich, ultra cool, weil wenn wir ihn jetzt mal aufstellen, können wir auch gleich nochmal nachmessen. Hier messe ich jetzt 23, 22, ziemlich genau 23 mm. Wie muss ich es halten, dass ihr es auch sehen könnt? Moment, das ist jetzt wieder tricky. Stern halten. Schieber halten und so drehen, dass ihr das Display ablesen könnt. Könnt ihr das? Sorry, ich sehe selber nicht so gut, was ihr hier seht und ich habe hier 100 spiegelnde Quellen. Also ungefähr 23,1 mm. Ihr seht, der Faktor ist total cool. Ja? Von 1,3 platt zu
23 mm aufgestellt, mit einfach nur einmal, zack, an der Schnur ziehen. Es ist hervorragend für solche Spielkinder wie mich. Ich liebe das Projekt und ich werde diese Sterne bei mir einfach zusätzlich noch mit unten an meine Esszimmerlampe dekorieren, wenn ich noch ein Plätzchen finde. Aber ich finde bestimmt noch ein Plätzchen, weil ich weiß, dass da letztes Jahr noch die ein oder andere Lücke war. Ja, ich freue mich. Ich freue mich, dass euch der Stern gefällt. Sehr gut. Und lese direkt die Frage, bekommt der Stern auch noch Schnörkel? Petra, da ich meine allerliebsten ja inzwischen ganz gut kenne, muss ich gestehen, dass ich an den Schnörkeln schon gearbeitet habe, aber es ist noch nicht ganz fertig. Achtung, aber da ihr schon hier seid und mir eure Zeit schenkt, spoilere ich mal. Hier hat das Zeichnen nicht so gut geklappt, aber hier könnt ihr zumindest schon mal einen ganz schnellen Blick auf die Schnörkel erhaschen. Die sind noch nicht perfekt positioniert, zack. Deshalb auch direkt wieder weg. Aber ja, du siehst, es kommen auf jeden Fall wieder Schnörkel. Und ich versuche auch, ich will nichts versprechen, aber ich versuche, die morgen fertig zu machen, falls die Klubis dann nochmal irgendwie ran wollen. So, ich versuch's. So. Und ansonsten, der Ziehstern, das steht schon absolut fest, weil der ist fix und fertig, weil die Klubis haben ihn schon, wandert als solcher, als Basisprojekt, so wie ich ihn hier in der Hand habe, am Donnerstag in den Shop für alle. Donnerstagabend, das ist immer so die Zeit ungefähr. Und die Schnörkel-Variante, wenn sie bis dahin fertig sein sollte, wandert dann gleichzeitig mit in den Shop. Für die Klubis, wenn ich es vorher schaffe, bekommt ihr natürlich schon eher wieder die Möglichkeit, euch die Schnörkel-Variante noch zu kaufen. Gut. Ja, ihr seid einfach die Besten und ich bin froh, dass ihr da bei solchen Sachen immer nachfragt. Ihr wisst, ich liebe selbst Schnörkel. Diese Vorliebe teile ich einfach. Deshalb war klar, dass wir unbedingt für den Stern auch wieder Schnörkel brauchen. Genau, Petra schreibt, sie schneidet morgen erst. Genau. Ihr könnt euch an die Klubis, die da sind, ihr könnt euch auch wirklich noch einen Moment Zeit lassen, weil das andere, was einfach ultra cool ist an diesem Projekt ist, es ist auch nicht unheimlich viel Arbeit. Der Stern besteht aus 2 Teilen. Das eine Teil habt ihr gerade gesehen. Es gibt quasi eine Vorderseite und eine Rückseite. Und weil es eben nur 2 Teile sind, braucht er auch nicht lange zum Schneiden. Das geht ziemlich schnell. So, jetzt aber. Ricarda hat noch nicht geschnitten, die hat insgeheim auf Schnörkel gewartet. Ihr seid halt die Besten, ne? Wir kennen uns inzwischen ziemlich gut. Ihr kennt mich inzwischen ganz gut. Und ich kenne euch inzwischen auch schon einigermaßen gut. Ich wusste, dass dieser Wunsch kommt. Gut. Zu den Projekten war es das erste Mal. Ihr habt gesehen, was frisch in den Shop gewandert ist. Ihr habt gesehen, was am Donnerstag kommen wird. Und die Klubis haben auch schon einen Sneak Peek gesehen auf das, was hoffentlich morgen noch kommt. Jetzt gehen wir an die Cameo. Ich muss einmal ganz kurz abräumen. Ich räume hier die Projekte aus dem Weg, damit ich nichts platt mache in meiner Euphorie. Und dann packen wir gemeinsam einmal den Karton aus. Ihr werdet sehen, ich war noch nicht dran. Ich bin total happy, weil ich Luft hatte, jetzt mir den in Ruhe mit euch anzugucken. Ich war kurz davor, tatsächlich die Cameo 5 wieder zurückzuschicken, weil ich ihn nicht ungesehen behalten wollte, den Plotter. Ne? Ich wollte ihn unbedingt vorher getestet haben. Für euch vielleicht als kurze Hintergrundgeschichte, für die, die es nicht mitbekommen haben. Ich plotte seit 10 Jahren mit Silhouette-Plottern. Das Ganze fing tatsächlich an 2013. Für mich damals mit der Cameo 1. Ich habe seitdem die Cameo 2, die Cameo 3, die Cameo 4. Mit der Cameo 4 bin ich nie warm geworden. Die ganzen Vorgänger habe ich aber alle geliebt. Das heißt, die Cameo 1, 2 und 3 waren bei mir sehr, 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 sehr lange im Einsatz und sind es eigentlich auch immer noch. Also ich gestehe, ich schneide im Moment auch unheimlich viel mit meiner Juliette, die jetzt ja kürzlich hier eingezogen ist, die auch nie hier eingezogen wäre, wenn ich nicht von der Curio 2 von Silhouette so unheimlich enttäuscht gewesen wäre. Warum jetzt trotzdem die Cameo 5? Aus purer Neugier. So ist's. Ihr wolltet wissen, warum, wieso, weshalb. Nicht, weil ich irgendwas auszusetzen hätte an der Juliette. Ich liebe diesen Plotter. Der ist schnell. Er schneidet mir das Papier, das ich sonst in 2 Durchgängen schneide, einfach mit einem Durchgang in sagenhafter Geschwindigkeit. Trotzdem bin ich seit 10 Jahren Silhouette-Verwender und bei allem, was immer gekommen und gegangen ist, habe ich die Silhouette-Geräte immer geliebt. Ich war zwischenzeitlich einfach sehr geknickt über das, was wir bei der Cameo 4 gesehen haben und deshalb muss ich jetzt wissen, ob die Cameo 5 die bessere Cameo 3 ist oder leider nur der Nachfolger von der Cameo 4. So.
Ich lese gerade Ricarda. Sie hofft, dass das Cameo 5 Unboxing sie ihren Juliette-Kauf nicht bereuen lässt. Ricarda, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Es sind auch einfach 2 unterschiedliche Geräte. Es sind 2 komplett unterschiedliche Firmen, die hinten dran stehen. Ihr habt ja auch mitbekommen, dass ich hier bei der Juliette total begeistert bin, wie bei Sisa einfach die Dynamik ist. Daran hat sich auch absolut nichts geändert. Und lasst euch bitte nicht verrückt machen. Ich weiß, ich habe schon mit dem Juliette-Thema den einen oder anderen von euch irgendwie verrückt gemacht. Ihr braucht keine 5 Plotter. Es reicht ein Plotter, der gut funktioniert. Ich habe euch hier eigentlich nur mitgenommen, weil ich es einfach spannend finde, mal über den Tellerrand zu gucken oder da fand, ja, weil ich bisher ja sonst immer selbst nur Silhouette-Plotter verwendet habe. Stimmt nicht ganz. Ich habe auch einen Brother-Plotter oder besser gesagt 2 und ich habe auch mit dem Maker schon gearbeitet. Aber die Juliette hat als allererster Plotter mal den Silhouette-Plottern für eine Weile zumindest jetzt einen Urlaub verschafft. Weil bei den anderen war es immer so, ich habe zwar mal was damit gemacht, um mich auch damit ein bisschen auszukennen und zu probieren, ob man dies oder das damit auch machen kann. Aber ich bin immer sehr schnell zu meinen Silhouette-Geräten zurückgekehrt und das war jetzt hier tatsächlich nicht der Fall. Also ich, ja, sobald ich jetzt hier losgelegt hatte, habe ich eigentlich alles damit gemacht. Heide schreibt, sie hat den Cameo 4 Pro und ist total zufrieden damit. Heide, das freut mich sehr für dich. Ich weiß, es gibt auch einige da draußen, die eine Cameo 4 haben und mit der Cameo 4 glücklich und zufrieden sind. Ich will keinem seine Cameo 4 schlecht reden. Ich bin nur nie warm geworden mit dem Ding, weil ich bisher nicht eine in den Händen hatte, die vernünftige kleine Kreise schneiden konnte und die eine einigermaßen annehmbaren Betriebslautstärkepegel hat. Also es geht nicht mal nur um die Lautstärke, es geht um die Art der Geräusche. Ich habe von Anfang an bei meiner Cameo 4 immer das Gefühl gehabt, dass da irgendwas kaputt ist, weil die einfach im normalen Betrieb so Geräusche macht, die man von den Vorgängern nur kannte. Die Vorgänger haben nur so geklungen, wenn sich irgendwo was eingeklemmt hat. Und so klingt die Cameo 4 im normalen Betrieb. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Das habe ich nicht ausgehalten. Dirk schreibt, seine Cameo 5 in Weiß kommt morgen. Ja, also Dirk, ich bin gespannt. Ich hoffe, du hast Spaß mit deiner Cameo 5. Meine ist eine Cameo 5 in schwarz-matt, weil die einfach besser verfügbar war. So, gut, wir starten. Genug der Vorrede, ihr wisst jetzt warum und was soll das Ganze. Wir packen das Ding jetzt aus, sobald ich Platz gemacht habe. Vor allem den Sternbogen muss ich noch in Sicherheit bringen, um den wäre es sehr schade, wenn ich den platt machen würde. Und dann muss ich, glaube ich, den Tisch irgendwie runterfahren, damit wir den Plotter einigermaßen unter die Kamera kriegen. Uiuiui. Uiuiui. Mal gucken. Das elektrisch höhenverstellbare Tischgestell kommt jetzt hier zum Einsatz. Noch weiter runter geht nicht. So, aber Kamera kann man noch ein kleines Stück hochfahren. So. Oh. So. Los geht's. Ich bin gespannt, ich sag's euch. So, bestellt habe ich meinen Plotter tatsächlich bei Craft Plotter. Ehrlich gesagt einfach aufgrund der Verfügbarkeit. Ich habe auch keinen Werbedeal oder sowas mit denen. Ich habe einfach bei denen bestellt, weil die der eine Laden waren, bei dem es da keine Wartezeiten gab. Was die jetzt aber ganz Tolles für mich gemacht haben, ist, dass sie mir die Widerrufsfrist verlängert haben. Weil ich schon drauf und dran war, einfach meinen Kauf zu widerrufen, um halt nicht in die Falle zu tappen, dass ich das Gerät dann hier stehen habe und es nicht ausprobiert habe. Das wäre nämlich überhaupt nicht gut. Ui. So, wartet. Pappkarton einmal aus dem Weg. Plotter einmal ran. So. Ich hatte noch nie einen schwarzen Plotter. Ich weiß selber noch nicht so genau, was ich davon halte. Tatsächlich habe ich in den letzten Jahren immer gesagt, die Farbe ist mir eigentlich egal. Kommt mir mehr drauf an, was er kann. Und, also die alten Plotter hatte ich immer alle in weiß von Silhouette. Aber die weißen verfärben sich irgendwann gelb. Wer noch so eine richtig alte Maschine hat, der kann das wahrscheinlich bestätigen. Oh ja, hier sogar Netzteil. Netzteil auch in schwarz. Ich habe mich übrigens vorher jetzt nicht informiert. Ich mache das mit euch einfach so, wie es ist. Ich packe aus. Ich lasse mich überraschen, was da zum Vorschein kommt. Ihr kriegt also eine völlig
vorher unvorbereitete, ahnungslose, hoffentlich klappt alles Meinung von mir präsentiert. Ja. Erste Fragezeichen erscheinen über meinem Kopf. Dieses Ding hier habe ich jetzt zuerst ausgepackt. Sieht aus wie irgendwas, was ich vorne dran packen muss. Wahrscheinlich stellen wir einmal zur Seite. Ich bin auch sehr gespannt, wie viele Startinfos es gibt und ob man sich das als Anwender wieder alles selber zusammenreimen muss, was ja so ein bisschen silhouettypisch wäre. Hier einmal die Standardmatte 12×12 Zoll, die lassen wir gleich mal zu. Ich nehme eine von meinen Matten, die ich schon habe. So, und jetzt holen wir einmal hier die schwarze Maschine raus. Achtung, ich muss aufpassen, dass jetzt hier nicht die Kamera abhängt. Dachte, vielleicht so, ja, seitlich rausziehen. Achtung. Karton einmal aus dem Weg. Hui. Hui. Styropor einmal aus dem Weg. So, und jetzt können wir auch gleich den Tisch wieder ein kleines bisschen hochfahren. Ach, wie schön. Noch finde ich es schön. Für diejenigen von euch, die dabei waren bei diesem Curio 2 Debakel, ja, ich liebe euch dafür, dass ihr hier freiwillig wieder reinguckt. Ihr wisst aber auch, ich nehme kein Blatt von Mund. Ich sage euch einfach, was ich denke. Ja, egal, ob das jetzt positiv ausfällt oder nur so, naja. Aber es nützt ja auch nichts, wenn ich euch hier irgendeinen Quatsch erzähle. So. Ich bin sehr gespannt. Einmal auspacken. Ja, ja. Ich versuche dabei auch eure Kommentare im Blick zu behalten, aber ihr seid aktuell gebannt. Kann das sein? Ihr seid einfach beim Zugucken und Staunen. Oder die Kommentare sind mal wieder spät dran. Karin schreibt gerade, ihre Cameo 3 ist auch ganz schön laut. Ja, ich finde ja, laut ist das eine. Also ich finde auch die Juliette nicht so wirklich richtig leise, wenn ich ehrlich sein soll. Aber es gibt halt so Geräusche, da werde ich irgendwie nervös. Und solange sie die nicht macht, bin ich entspannt. Falls ihr euch fragt, was ich jetzt treibe, ich werde jetzt einfach mal hier in eigener Regie anfangen, diese ganzen Transportsicherungen zu entfernen. Was ich hier noch mit ausgepackt habe, ist ein standardautomatisches Messer. Sieht für mich jetzt erstmal aus, genau wie das automatische Messer von der Cameo 4 auch. So auf den ersten Blick. Ja, wie immer, keine wirkliche Anleitung, die einem jetzt irgendwie entgegenfällt. Aber da ich jetzt ja auch schon so unfassbar lang mit Silhouette-Plottern arbeite, bin ich jetzt einfach hier mal mutig und mach mal so ein bisschen vor mich hin. Soll heißen, ich entferne jetzt einfach mal die ganzen Klebebänder, die ganzen Transportsicherungen. Wir gucken uns das Teil einmal an. Und dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal, ob wir es vielleicht da hinstellen können, wo jetzt aktuell die Cameo 2 steht. Da habe ich ja heute die wunderbare USB-Verlängerung hingelegt, damit wir es wirklich auch an USB anschließen können. Außerdem eine kleine Mini-Vorbereitung habe ich schon gemacht. Ich habe die Software abgedatet auf die neueste Softwareversion. Musste aber gleich ein Wort der Warnung loswerden, weil ich schon mitbekommen habe, dass die neueste Softwareversion auf dem neuen macOS-Betriebssystem Probleme macht. Scheinbar. Ich bin jetzt ja wieder am Windows-Gerät. Schön, das gefällt mir schon mal. Habt ihr das mitgekriegt? Ha, sind die Kleinigkeiten. Achtung, wir machen es nochmal zu. Zack. Der neue Deckel. Den neuen Deckel finde ich ja gar nicht so schlecht. Die von euch, die mich schon länger begleiten, wissen, dass ich so ein Spezialist bin, der gerne aus seinen Plottern die Deckel ausbaut. Bei der Cameo 2, die heute hier hinter mir steht, habe ich das ausnahmsweise mal nicht gemacht, aber ansonsten bin ich ganz großartig da drin, immer überall die Deckel auszubauen, weil mir die Deckel bei den Plottern eigentlich immer nur im Weg stehen. Dass der sich jetzt einfach nur nach hinten schiebt, finde ich ehrlich gesagt ganz schick. Das heißt, der steht schon mal nicht irgendwo oben im Weg rum. Ich glaube auch diese 132.000 Transportsicherungen kriege ich eh nie mehr an die richtige Stelle rein. Kann ich nachher mein Video rückwärts gucken. Das andere, was mir gleich auffällt, ist, dass sich hier innen drinne auch was getan hat, hier vorne. Diese ganze Führung ist irgendwie anders geworden. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Erstens, ob ich zurechtkomme und zweitens, wie sie sich verhält, wie sie sich schlägt.
wie laut sie ist, wie schnell sie ist. Obwohl ich da echt sagen muss, ich bin da jetzt im Moment halt auch echt verwöhnt, weil die Juliet ist ja schon wirklich, wirklich schnell. Dirk schreibt gerade, das CB09 passt auch, so wie alles von der Cameo 4. Ja, bei der Cameo 4 musste man ja auch schon das CB09 in den Halter oder in den Adapter packen. Ne? Das wird man dann hier entsprechend auch müssen. In meinem Verständnis dürfte es so sein, dass die Werkzeugaufnahme hier das seht ihr halt jetzt in schwarz ganz schlecht, seht ihr? Das habe ich bei meiner Kaufentscheidung nicht bedacht, dass ich an weißen Geräten Sachen leichter zeigen lassen, weil nicht alles so dunkel ist in der Maschine. Ja, aber ansonsten, ich glaube hier dieser Werkzeughalter als solcher, der hat sich einfach nicht geändert. Das wundert mich persönlich jetzt aber auch nicht besonders, weil bis zur Cameo 4 die ganzen Vorgänger eigentlich auch immer eine unveränderte Werkzeugaufnahme hatten. So ein bisschen nach dem Motto, never change a running system. Außer du willst neues Zubehör verkaufen. Aber ich glaube, hier haben sich jetzt gedacht, wir haben ja gerade erst neues Zubehör verkauft. So. Diejenigen, die jetzt da sind, ihr könnt mir einfach mal in die Kommentare schreiben, womit ihr aktuell plottet. Das würde mich einfach so am Rande mal total interessieren, welches Gerät aktuell das Gerät eurer Wahl ist. Was ich hier übrigens gerade gemacht habe, ihr seht so wenig, ne, weil es so unfassbar dunkel ist. Soll ich das euch irgendwie hier noch ein bisschen heller machen? Wartet. Sagt mir bitte mal, ob das jetzt besser ist oder ob das nicht besser ist. Ich habe es jetzt mal ganz viel heller gemacht. Ich habe den Werkzeugschlitten bewegt. Das kann man bei allen Silhouette-Geräten eigentlich immer tun, wenn sie wirklich spannungsfrei sind. Wenn die ausgeschaltet sind, kann man den Werkzeugschlitten ohne Sorge bewegen. Die haben ja an der Seite so einen Punkt, wo sie an so einen Anstoßschalter quasi fahren. Das heißt, die fahren immer dann, wenn man sie anschaltet, sowieso erstmal in die Ausgangsposition. Wenn man das Ganze also spannungsfrei macht, kann man diesen Werkzeugkopf hin und her bewegen. Gucken, ob ich das von hinten rausbekomme. Ja, ist hinten noch angetaped. Übrigens auch ganz wichtiges Standard-Troubleshooting. Manchmal passiert einem das ja doch, dass sich irgendwo irgendwas festklemmt und dann ist wirklich einfach angesagt, ausschalten und zur Not Problematisches manuell entfernen. Ach, jetzt flattern auch die Kommentare wieder rein. Ja, ganz unterschiedlich seid ihr unterwegs. Total spannend. Elke schreibt, sie hat die Cameo 4 und ist zufrieden. Super. Sabine ist bei der Cameo 3. Ja, wie gesagt, also Hauptsache, man hat einen Plotter, der für einen funktioniert. Ja. Julietifiziert. Sehr gut. Ja, die Juliet ist auch wirklich, wirklich ein tolles Gerät. So, ihr Lieben, ich glaube, ich habe alle Transportsicherungen raus. Ich hoffe das zumindest. Wir werden es gleich merken. Ich bin noch nicht sicher, ob ich dieses Dings da für vorne wirklich brauche, aber auch das werden wir rausfinden. Und ich werde definitiv hier einmal das Netzteil verwenden, das bei diesem Plotter dabei ist. Bei den alten Maschinen bin ich da ehrlich gesagt nicht so wählerisch. Die schließe ich einfach untereinander gern mal mit dem Netzteil der jeweils anderen Maschine an. Aber hier habe ich mich noch nicht damit beschäftigt, ob sich hier irgendwas geändert hat beim Netzteil. Deshalb nehme ich das Originalnetzteil. So, und dafür switchen wir jetzt, glaube ich, einfach einmal rum. Ach schön, die Astrid schreibt auch nach wie vor Cameo 2. Ja, warum nicht? Wenn die funktioniert, ist es doch gut. Streifen vergessen lese ich von der Petra. Petra, ich hoffe nicht in meiner Maschine. Wir gucken gleich nochmal. Hier unten klebt noch was. Aber ich glaube, dieses hier unten bleibt, wenn ich das so richtig sehe. Und hier ist noch eine Display-Abdeckung drauf. Die lasse ich jetzt für den Moment auch noch kurz kleben. Sonst dürft ihr gerne nochmal schreien, wenn ihr irgendwo noch was entdeckt, was da nicht hingehört. Überhaupt wird mich jetzt hier das schon interessieren. Ich hoffe, ich mache nicht gleich was kaputt. Ah, lustig. Ich mache das ja gerne so, gell? Ich weiß nicht, ob ihr auch so seid. Intuitiv einfach mal selbst rausfinden, wie man solche Dinge hier bedient. Also ich glaube, hier Hebel hoch und dann versetzen. Die sich schon auseinandergesetzt haben, können wir jetzt sagen, ob das richtig ist oder falsch. Es ist für mich gerade wie bei einem Ü-Ei. Ich lese auch bei Ü-Eiern, habe ich noch nie früher irgendwelche Anleitungen gelesen. Das wird einfach immer ausprobiert. Ja, und ist auch einigermaßen intuitiv, würde ich sagen. Sehr schön. Okay, wir räumen einmal gemeinsam um, würde ich sagen. Ich switch euch einmal auf die andere Kamera. Der wir jetzt erst noch sagen müssen, Achtung, dass wir die Cameo komplett sehen wollen.
Huhu. An sowas habe ich Spaß. Ich sehe schon, das erste Problem, das ich haben könnte, ist das mit der Vertiefung. Das gucken wir uns aber gleich an. Schalten wir die einmal aus und räumen sie einmal zur Seite. Strom ab, USB ab. Und holen mal die Cameo 4 ran. Und ich habe jetzt gerade was von einem Problem erzählt, weil ich ehrlich gesagt glaube, auch das wieder ohne jede Vorbereitung, dass dieses Ding hier irgendwie hier vorne dran gehört. Oder gehört es ganz und gar hinten dran? Damit bin ich aktuell noch überfragt. Wartet. Jetzt kann ich gleich noch was machen. Achtung, wir bewegen die Kamera. Nein, ich bin kein Spielkind. Kein bisschen. So, ich bin jetzt eigentlich mehr oder minder auf euch angewiesen. Was mache ich mit diesem komischen Ding? Wartet mal, ich will mir mal den Plotter von hinten angucken. Irgendwo muss es ja einen sinnvollen Platz für dieses Teil geben. Und ich bin noch nicht so ganz sicher, was ich damit anfangen soll. Irgendwo, irgendwie dran. Weiß ich nicht. Bräuchte ich wahrscheinlich ein Foto für, dass ich das verstehe. Ich nehme an, kann das sein, dass es irgend so eine Art Rollenhalter ist? Ja, freilich. Hier. Haha. Ich bin gerade ganz zufrieden mit mir. Ich habe herausgefunden, um was es sich handelt. Ja, Dirk schreibt auch Rollenhalter und Doris schreibt vorne. Sehr gut. Ja, vorne ran, da ist der Rollenhalter drin. Super. Was mir daran sehr gut gefällt, ist, dass ich das Ding sofort wegräumen kann. Rollenhalter brauche ich nicht. Zumindest noch nicht heute. Okay, aber damit weiß ich zumindest, was es damit auf sich hat. Ich hatte jetzt irgendwie hier eigentlich nach sowas wie einer Arretierung gesucht. Also ich hätte jetzt gehofft, dass ich das hier einhängen kann. Kann man das einhängen, wenn man das hier unten irgendwie aufmacht? Weiß ich nicht. Oder wird das einfach nur davor gestellt? Ihr kennt euch ja scheinbar aus, dürft ihr mir gerne nochmal sagen. Einfach nur davor gestellt würde ich persönlich jetzt irgendwie lahm finden. Ich würde jetzt eigentlich hoffen, dass man das da irgendwo reinmachen kann. Wartet, hier sind irgendwelche Hebel zum Öffnen. Das muss ich mir jetzt gerade einmal angucken, einfach weil es mich interessiert. Auch neu, oder? Kenne ich von den alten Geräten auch gar nicht. Hier einmal auf, einmal auf. Und jetzt, wartet, machen wir hier die Klappe zu. Einfach mal hier intuitives. Und jetzt kann ich wahrscheinlich, ja, aha, aha, vor der Seite entfernen. Und jetzt kann man das Ganze auch einhängen. Wer sucht, der findet oder so. So, wo ist der richtige Punkt? Jetzt. Ja. Na also, ich bin gerade ganz zufrieden mit mir selbst. Abgesehen davon, dass ich euch die Kamera noch ein bisschen schöner einstellen könnte. Ich hab's geschafft. Es ist dran. Genau. Leiste entfernen und dann reinschieben. Seht ihr? Wunderbar. Ja, die Leiste ist weg. Yes. Gut. Ich sag's ja, bei den Silhouette-Geräten bin ich einfach immer so, dass ich sage, einfach ausprobieren, was soll schon schief gehen. Ja, dieses Ding ist montiert, offensichtlich Rollenhalter, einmal weg. Ich wollte nur wissen, wie es rangeht, jetzt darf es direkt wieder weg. Gut, haben wir dieses Mysterium auch gelüftet. Ihr kennt mich, ich bin nicht so der unheimlich große Folienplotter. Ich bin mehr so der viel mit Papier macht. Was nicht heißt, dass ich keine Verwendung für Folie habe, aber das heißt, dass ich da lieber mir jetzt wieder den Vorteil schaffe, dass ich das Ganze einmal hier in meine Vertiefung stelle. Achtung, wir schwenken wieder gemeinsam. Wir schwenken wieder gemeinsam die Kamera einmal auf die Cameo-Komplettposition. Und ich gucke mal, ob ich diese Kiste hier in die Vertiefung reinbringe, in der ich normalerweise die Cameo 2 stehen habe. Wir machen hier an der Seite mal ein bisschen Platz. Und stellen den Plotter mal hier ab. Ja, das wird gut, glaube ich. Wartet, muss mir gerade hier unten drunter mein Brett noch zurechtschieben. Muss mal gucken, wo hier die Füße sind. Ist natürlich ungünstig, wo der seine Füße hat. Weiß ich nicht. So, doch, geht, läuft. Okay, einmal wieder raus aus der Lücke, einmal USB anschließen. Jawohl, das sitzt nach wie vor rechts. USB-Kabel war jetzt übrigens keins dabei, wenn ich das richtig gesehen habe. Was seht ihr denn gerade? Ihr seht den Schrank. So viel dazu. Cameo komplett. Tada! Ja, Kamera, danke Heike. Ich muss gerade selber lachen. Ich mich so gefreut habe, dass es so gut funktioniert.
Ja, das sind die Schattenseiten einer beweglichen Kamera. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass ihr die Kamera steuern könnt. Petra schreibt, ich brauche das Teil noch für die Mattenführung. Ich brauche das für die Mattenführung wegen dem dass man das hochklappt und die Matte da durchläuft oder was? Ach nee, oder? Nee, nein. Ich bin da mal so frei und frech zu behaupten, dass das ohne geht. Sollen wir aber gleich merken. Vielleicht bin ich da auch wieder zu frei und zu frech, aber wir werden das gleich merken. Ich mache hier einmal noch den Strom dran. Den muss ich noch einmal hier hinter meinem Tisch runterwerfen und anschließen. Und dann kennt ihr mich ja. Ich liebe das ja, wenn mein Plotter so ein bisschen vertieft stehen kann, so wie hier. Ich weiß nicht, ob ihr das von oben so richtig gesehen habt, aber ich habe hier eine Erhöhung auf meiner Platte quasi drauf, sodass die Matte hier fast gerade rein und raus läuft. Und das passt bei dem Gerät von der Höhe her auch ganz gut. Wir gucken mal. Wir schauen mal. Ich schaffe jetzt hier noch einmal den Strom hinter den Tisch, damit ich das einmal anstöpseln kann. So, und ich muss jetzt ganz kurz gut überlegen, was ich abstöpseln kann, ohne dass ihr weg seid. Das hier, das dürfte hoffentlich nur die Juliette sein. Die stecken wir jetzt mal ab für den Moment und schließen das hier an. So, An- und Ausknopf wahrscheinlich auch wie immer rechts, ne? Eieiei. Wo ist er? Ja. Sag's ja. Geht schon gut los. Wahrscheinlich noch nicht richtig reingesteckt. Geht nicht an. Wartet. Wartet. Nö. Was ist da los? Was ist da los? Wir gucken noch mal richtig. Nicht, dass ich hier einfach zu dappig bin. Das ist jetzt gerade nicht so eine... Gut. Erleichterung. Plotter ist schon mal an. Aber Plotter steht noch nicht so gut. So. Jetzt steht er gut. Okay. Ja. Lange draufbleiben, hat die Doris gerade geschrieben. Genau, Doris, ich musste es gerade selbst auch feststellen. Finger drauf lassen auf dem Knopf. Jetzt bin ich von anderen Geräten, glaube ich, auch anders gewohnt, oder? Da ist wirklich nur schnell drücken. Wartet mal. Ha, jetzt seht ihr auch hier ein bisschen mehr, oder? Das ist wirklich ein Nachteil an der schwarzen Maschine, dass alles irgendwie dunkler ist. Aber sie ist auf jeden Fall an. Und ich gucke mal, was die Software dazu sagt. Wartet, ich schalte euch auch auf die Software um. Wenn das klappt, das hat, glaube ich, geklappt, oder? Wir schauen doch mal, ob wir das Gerät jetzt hier tatsächlich schon irgendwo auswählen können. Weil angeschlossen ist sie eigentlich an USB, aber gefunden ist sie, glaube ich, noch nicht. Wartet, wieder aus wahrscheinlich auch lang drücken, ne? Ja, aus. Und nochmal an. Ich bin sehr gespannt, wie schnell die Silhouette-Software das jetzt kapiert. Weil bei einer Verbindung per USB sollte das ja eigentlich sehr entspannt sein. Zumindest war das früher immer so. Ich habe nie gerne die Bluetooth-Verbindung bei den Silhouette-Geräten verwendet. Nach Geräten suchen. Noch hat er sie nicht gefunden. Na, dann machen wir das doch einfach so. Ich hole euch noch einmal zurück zu mir. Winke, winke. Und starte einfach Silhouette nochmal neu. Ich habe euch jetzt nur zurückgeholt, weil ihr hier nur eine Fensteraufnahme habt. Nicht, dass es da jetzt dann gleich wieder irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Wartet. Wir machen einfach Silhouette Studio nochmal neu auf. Sabine schreibt, sie hat im Live Werbung. Sabine, das ist für mich sehr interessant. Tatsächlich ist es heute der erste Livestream, bei dem die YouTube-Kommerzialisierung aktiviert ist. Das ist einfach mal ein Versuch. Wartet, ich schalte euch nochmal um auf die Fensteraufnahme. Hat direkt geklappt, hoffe ich.
Aber was immer noch nicht geklappt hat, ist, dass ich das Gerät hier per USB nicht finden kann. Und das ist nicht so schön. Ich könnte jetzt natürlich versuchen, eine Bluetooth-Verbindung herzustellen, aber dass das jetzt per USB nicht klappt, finde ich ehrlich gesagt ziemlich unlustig. Finde ich nicht so cool. Finde ich gerade gar nicht mal so nett. Wenn ich es denn schon extra per USB anschließe. Update auf die neueste Version ist eigentlich gemacht. Ich habe hier aber trotzdem aktuell noch gar nicht die Auswahl, wirklich eine Cameo 5 zum Beispiel auszuwählen. Zum zweiten Mal schon Werbung. Okay, das ist ein bisschen komisch. Maria schreibt, sie hat bald an allen Dateien im Shop blaue Herzchen. Maria, das freut mich sehr. Ihr Lieben, ich suche mir jetzt hier einfach noch mal kurz einen Wolf, weil ich mich einfach wundere, dass der mir hier die Maschine nicht anzeigt. Weil wenn er sie mir nicht anzeigt, kann ich auch nichts plotten. Und ich habe heute das Update installiert. Wir können, wartet, ich weiß nicht, ob er euch da jetzt den Lizenzschlüssel anzeigt, deshalb muss ich euch erst wieder zurückholen. Zack, ich mache euch einmal ganz kurz dunkel. Wir können einmal auf die Version gucken. Nee, das ist aber die neueste, das hat er brav gemacht. Dann bleibt nicht viel anderes. Ich probiere es jetzt einfach per Bluetooth, damit wir weitermachen können. Musste die Maschine nicht im Design finden. In den Seiteneinstellungen, das habe ich versucht, aber ich habe hier bei den Seiteneinstellungen nur automatisch, da erkennt er nach wie vor die Cameo 2, die nicht angeschlossen ist mehr, und Cameo 4, Cameo Plus, Cameo Pro, Portrait 3 und ältere Maschinen, aber keine Cameo 5. Deshalb suche ich jetzt tatsächlich einfach mal per Bluetooth nach dem Gerät. Die Bluetooth-Anzeige blinkt hier an der Cameo 5. Ja, und per Bluetooth hat er sie auch direkt gefunden. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Ich stelle jetzt erstmal bei Windows selbst einmal die Verbindung sozusagen mit dem Bluetooth-Gerät her, wenn das funktioniert. Man muss da auch immer dazu sagen, dass mein Windows-Gerät schon einigermaßen alt ist. In der Geräteliste war ich auch schon, schau mal hier. Und hier schreibt er nur nach Geräten suchen, aber hier hat er mir aktuell nur die Cameo 2 drin und keine weiteren Geräte gefunden. Das ist ein bisschen das Problem hier gerade. Ich kann die auch einmal rausschmeißen, die Cameo 2. Und er scannt und scannt. Ja, dass ihr jetzt eine Werbeeinblendung habt, das ist neu, das ist auch in Anführungszeichen normal. Das ist halt die klassische YouTube-Kommerzialisierung. Das heißt, ich kriege am Ende ein paar Cent dafür, dass ihr hier zuschaut, beziehungsweise weil es halt Werbetreibende gibt, die irgendwie Werbung schalten. Und es ist eigentlich auch relativ konservativ eingestellt. Wenn es aber nervig wird, wenn ihr jetzt quasi x-mal in einem Stream Werbung angezeigt bekommt, dann muss ich da nochmal in die Einstellungen reingehen. Das ist heute wieder der allererste Versuch. Ihr seid also wieder unfreiwillig zu meinen Versuchskaninchen geworden. Okay, aber es ist so ein bisschen, wie ich befürchtet habe. Das Herstellen der Verbindung per Bluetooth funktioniert leider nicht toll. Ich überlege gerade, was ich machen kann. Ich wandle einmal los und hole nochmal ein anderes USB-Kabel bei, um zu gucken, ob wir es mit einem anderen USB-Kabel vielleicht hinbekommen. Ist immer wieder spannend. Eigentlich, wie gesagt, die Cameo 2 hat er ja über dieses Kabel auch erkannt. Aber wir wollen ja nichts unversucht lassen. Wir wollen ja wenigstens irgendwie irgendwas plotten. Vor allem will ich wissen, ob dieses Gerät funktioniert. Und ohne Verbindung zum Gerät wird das schwierig. Aber hier auch langsam schwierig mit USB-Kabeln, weil mein ganzes Haus ja hier inzwischen verkabelt ist.
Das heißt, samt und sämtliche USB-Verlängerungen sind schon irgendwo im Einsatz. Machen wir wieder das, was ich heute extra weggeräumt habe, nämlich ich spanne jetzt einmal hier ein USB-Kabel quer durchs Zimmer, damit er nicht die lange Verlängerung dazwischen hat, sondern nur die kurze. Das heißt aber auch, dass ich für den Rest des Streams aufpassen muss, dass ich über kein Kabel falle. So. Ich weiß nicht, ob ihr diese typischen Windows, es meldet sich an, es meldet sich ab, Sounds immer hört. Eigentlich sagt er ja, hier ist ein neues Gerät irgendwie da. Das Einzige, was mir jetzt noch einfiele, ich könnte mal den PC neu starten, aber wenn ich den PC neu starte, seid ihr weg. Wir gehen nochmal hier raus ins Design. Und da hat er immer noch automatisch die Cameo 2. Und im Senden jetzt aktuell gar keinen Plotter mehr. Ich schalte ihn jetzt einfach nochmal aus und schalte ihn wieder an. Haben wir ganz dickes Standard-Troubleshooting jetzt dreimal durch. Anderes Kabel, anderer Steckplatz. Aus und an. Tatsächlich muss ich sagen, hatte ich solche Probleme selbst beim Verbinden mit einem Silhouette-Plotter noch nicht. Ja, Walter schreibt auch gerade, ich werde den Rechner neu starten müssen, damit es funktioniert. Boah, das wäre echt doof, weil wenn ich den Rechner neu starten muss, dann ist der Stream weg. Ja, Petra schreibt gerade, dann kommt ihr wieder zu Teil 2. Ja, ich glaube ehrlich gesagt, uns wird nicht viel anderes übrig bleiben. Das gefällt mir persönlich jetzt zwar gerade überhaupt gar nicht. Wartet mal, ich will gerade mal bei YouTube in die Stream-Einstellungen gucken, ob ich irgendwie den Stream so lange offen halten kann. Ich glaube es nicht. Das heißt, ihr werdet jetzt wahrscheinlich gleich weg sein. Falls ihr gleich weg seid, wartet, das machen wir jetzt erst noch. Ihr kriegt jetzt noch einmal den Link von mir zu meinem ganz normalen YouTube-Kanal, damit ihr mich gleich wiederfindet. Weil wenn ich jetzt gleich... Moment. Ich muss erst die Tastatur wieder aktivieren. Die Tastatur musste nämlich weichen, damit ich den Plotter hier vorne anschließen kann. Ihr kriegt jetzt nochmal den Link von mir, damit ihr mich gleich wiederfindet. Ich hoffe zwar eigentlich, dass es irgendwie geht, in den Stream wieder einzusteigen. Aber normalerweise, wenn ich jetzt hier einmal den PC neu starten muss, ist der Stream weg. Also davon gehe ich zumindest aus, dass der mir den Stream dann einmal beendet im Hintergrund. Und damit wir uns gleich wiederfinden, bekommt ihr einmal von mir einen Link. Wartet, ich suche ihn euch raus. Tastatur funktioniert wieder. Wir nehmen das ja inzwischen ganz gelassen, ne? Wir machen uns da gar nicht verrückt. Es dauert so lange, wie es dauert. Ich achte jetzt gleich beim Live-Gehen auf jeden Fall drauf, dass der Stream öffentlich ist, dass ihr mich wirklich wiederfindet. Ja, genau. @Miriam Kreativ ist schon ganz gut. Und wenn ihr hinten dran noch Streams hängt, Stefanie, wenn ihr noch Streams hinten dran hängt, dann seid ihr direkt in der... Sorry, ich sehe jetzt gerade, dass ihr gar kein Bild seht, dass alles schwarz ist. Ich komme nochmal zu euch zurück. Ich bin nämlich eigentlich noch da. Ich bin noch da. Aber das ganze Hin- und Herstöpseln hat nicht funktioniert. Ich lese gerade, ich muss die Cameo bei Silhouette anmelden. Ihr haltet gemeinsam durch. Ich würde meine Cameo bei Silhouette anmelden, wenn ich eine Aufforderung dazu gekriegt hätte, aber es ist ja einfach gar nichts passiert. Das heißt, er findet sie hier aktuell gar nicht. Ich starte jetzt wirklich neu. Ich fürchte, ihr fliegt dadurch raus. Ich renne zwischendurch zu meinem Mann und gucke, ob der Livestream noch online ist. Falls er das ist, wähle ich mich gleich wieder ein. Okay. Ja, genau. Ihr konntet jetzt hier hoffentlich auch einmal den Link sehen, den ich euch reingepackt habe. youtube.com/@miriamkreativ/stream. Ja, klar, Dirk, es muss ohne USB gehen. Es muss eigentlich ohne USB gehen. Aber was schon wieder nicht funktioniert hat, ist hier eine Bluetooth-Verbindung herzustellen. Das habe ich hier im Hintergrund gerade schon 3-mal versucht. Leider ohne Erfolg. Aber das ist nichts, was mich sehr wundert, weil Bluetooth für mich bei Silhouette noch nie toll funktioniert hat. Ja, ich glaube auch, dass er ein Firmware-Update haben will, aber wenn er ein Firmware-Update haben will, will er dafür meistens dann doch per USB angeschlossen sein. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin gleich wieder da. Ich starte jetzt den PC neu. Falls ihr rausfliegt aus dem Stream, wovon ich ausgehe,
danke, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt und kommt gleich wieder. Ich winke einfach mal. Ja, ich sehe schon. Bild und Chat steht. Und es hat, glaube ich, auch geklappt, dass ich mich einfach wieder bei euch jetzt in den stehenden, also in den vorher eingestellten Stream einwählen konnte. Oder ihr hattet mit Sicherheit eine ganz ordentliche Unterbrechung drinne, weil der PC einmal runtergefahren ist und wieder hoch. Aber so wie ich das hier gesehen habe, war es quasi möglich, das Ganze jetzt wieder fortzusetzen. Das ist ja schon mal ein Anfang. Okay. So, der Download ist durch. Ich habe Silhouette jetzt einmal geschlossen und werde jetzt gerade einmal die Beta installieren. Ich finde zwar eigentlich, dass es wahrscheinlich nicht erforderlich sein sollte. Ich will nicht hoffen, dass ich danach den PC wieder neu starten muss. Das wäre jetzt mein Horror, ehrlich gesagt. Sabine schreibt, ob ich die nicht im Store registrieren muss. Sabine, das wäre mir neu, aber das kann ich einfach mal versuchen. Eigentlich war das bisher bei den ganzen alten Geräten immer so, dass sich das einfach verbunden hat. Das heißt, man musste da nicht aktiv im Store irgendwie sich anmelden und erst noch das Gerät registrieren. Das war früher nicht nötig. Aber vielleicht war ich da auch einfach zu blauäugig. Ich bin davon ausgegangen, dass das immer noch so funktioniert. Wir gucken mal. So, ich installiere trotzdem die Beta. Ich rate da sonst immer davon ab, das muss ich jetzt auch gerade nochmal dazu sagen, mit den Beta-Versionen von Silhouette zu arbeiten, weil die in ihren stabilen Versionen manchmal schon echt hässliche Probleme haben und es deshalb eigentlich nicht so smart ist, mit einer Beta von Silhouette zu arbeiten. Aber ich versuche das jetzt trotzdem, weil Versuch ja bekanntlich klug macht. Und ich einfach sicher gehen will, dass ich hier nichts übersehe. Ich mache aber parallel mir auch im Hintergrund noch den Store auf und gucke, ob ich da auch irgendwas noch machen kann. Damit wir das zum Laufen kriegen. Mein Gott, es war noch nie so schwierig wie hier. Ja, ich lese hier auch, meine Cameo 5 läuft ohne Registrierung. Das war auch immer so. Deshalb würde mich persönlich das auch wundern. So, die Beta öffnet sich. Wir gucken, was passiert. Er zeigt wieder sein, was gibt. Oh, was gibt es Neues? Vielleicht musste ich wirklich in die Beta. Wartet, ich versuche euch nochmal die Fensteraufnahme anzumachen. So, ihr seht dieses Overlay jetzt aktuell nicht, aber ich klicke mich hier einfach mal durch. Neue Maschinenfeatures. Vielleicht klappt es jetzt. So. Cameo-Serie. Ja, ich check hier gleich noch was aus. Ihr wisst ja, ich lerne hier selbst immer noch dazu. Achtung, jetzt verschwindet vielleicht, nein, nicht mal ganz kurz der Chat. Ich will euch mal ganz kurz in der Fensteraufnahme rumpfuschen, weil er euch diese ganzen Overlays vom Fenster immer nicht anzeigt, was ich ein bisschen komisch finde. Ja, kriege ich aber jetzt auf die Schnelle scheinbar auch nicht hin. Sorry. Ansonsten Fenster desselben Programms finden. Ja, nee, tut mir leid. Ihr könnt dieses Bild jetzt gerade nicht sehen. Ich kann es sehen. Ich sehe jetzt die Cameo 5 zur Auswahl. Wie mache ich denn das? Ich versuche euch einfach mal meinen kompletten... Wir machen das nochmal anders. Es tut mir leid, ich muss hier ganz kurz rumprobieren, weil ich will, dass ihr sehen könnt, was ich sehe. Ich mache gerade mal ein neues Fenster auf im Hintergrund. Nicht wundern, ich werkel hier ein bisschen vor mich hin und schau mal, ob ich es hinbekomme, dass ihr wirklich das Komplette mit den Overlays sehen könnt. Weil dann würdet ihr jetzt sehen, was ich sehe, nämlich, dass ich hier die Cameo 5 auch als Auswahl tatsächlich bekomme. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Es dauert einfach einen Moment. Habt Geduld mit mir. Es funktioniert hier noch nicht so, wie ich das gerne hätte. Okay.
Nee, aus irgendeinem Grund, es sieht immer erst so aus, als würde es funktionieren. Ich bin nicht sicher, ob da jetzt irgendwas anderes noch dazwischen grätscht. Vielleicht die Firewall, die sagt, nö, Screencasting ist nicht. Dann nicht. Ich habe es zumindest versucht. Also wenn ihr sehen könntet, was ich sehe, dann würdet ihr genau hier, den Mauszeiger seht ihr auch nicht, ne? Ich wollte gerade sagen, dann würdet ihr genau hier sehen, dass die Cameo 5 jetzt angezeigt wird. Das heißt, ich habe jetzt eins gemacht, nämlich sorry, mich nervt es gerade total, dass es nicht funktioniert. Egal. Ich habe jetzt einfach einmal die Beta-Version installiert und jetzt kann ich die Cameo 5 auswählen. Und jetzt fragt er mich, ob ich einen Sheetfeeder verwende. Nein. Welche Schneidematte ich verwenden möchte. Cameo groß. So, loslegen. Und ich hoffe sehr, dass wir jetzt gleich die Cameo auch finden. Ich gehe jetzt nochmal ins Design. Hier müsste ich jetzt ja eigentlich in den Seiteneinstellungen die Cameo 5 auswählen können. Zumindest kann ich sie jetzt hier auswählen, das ist schon mal ein Anfang. Sie ist jetzt hier im Dropdown da. Das ist schon mal ein erstes sehr gutes Zeichen. Da hat sich die Geduld schon mal irgendwie bewährt gemacht. Achso, ich sehe gerade, dass ihr auch dieses Seiteneinstellungsbild gar nicht sehen könnt, oder? Oh. Werbung. Eieiei. Leute, heute geht es ja drunter und drüber. Nö. Tut mir leid, ihr seht immer noch, dass ihr nichts seht. Ich werde jetzt noch einen Anlauf machen, euch dieses Bild irgendwie anders reinzubringen. Die Bildschirmaufnahme, dass ihr wirklich einfach den Bildschirm sehen könnt. Ich versuch's. Ich tue mein Bestes. So, wartet. Weil es überhaupt keinen Sinn macht, wenn der euch die ganzen Sachen, die ich hier sehe, nicht anzeigt. So, das ist jetzt fast gut, ne? Fast. Jetzt passt nur der Bildausschnitt noch nicht, richtig? Oh Gott, ist das heute schlimm. Tut mir leid, dass ich hier ständig am Fluchen bin. Es hat nichts, aber auch rein gar nichts mit euch zu tun. Ich muss jetzt die Fensteraufnahme hier im Hintergrund einmal ausmachen und muss versuchen, euch das irgendwie richtig hinzuschieben. Dass das so funktioniert, dass ihr das wirklich auch ordentlich sehen könnt. Oh Gott, was bin ich erleichtert. Zumindest das scheint jetzt gleich irgendwie zu klappen. Achtung. Nicht perfekt, aber viel besser als vorher, weil ihr zumindest sehen könnt, was ihr sehen sollt. Eieiei, heute leide ich wieder so richtig. So. Okay. Ja, es ist nicht hübsch, aber es ist funktional. Ihr seht zumindest hier jetzt noch ein kleines bisschen breiter und dann haben wir es. Sorry, das ist mein innerer Monk. Das muss jetzt erst noch richtig hingetüdelt werden. Stopp, super. Ja, genau. Es tut mir leid. Gibt es so Tage, da ist einfach der Wurm drin. Ich habe vorhin schon vor dem Stream ganz kurz gedacht, ich glaube, das wird heute nichts. Wir verschieben das auf irgendwann. Aber irgendwann wird es auch nicht besser klappen, wenn man es nicht übt. Also, jetzt sehen wir zumindest mal unsere Fenster hoffentlich gemeinsam. Und ihr seht jetzt hoffentlich, dass ich hier beim Maschinen-Dropdown die Cameo 5 tatsächlich aktiv auswählen kann. Was mir jetzt immer noch fehlt, ist, dass meine Maschine auch tatsächlich erkannt wird. Sabine fragt, wie mache ich denn ein Update mit dem Studio? Sabine, ich habe jetzt tatsächlich einfach direkt auf der Silhouette-Seite in der Download-Sparte die Beta-Version heruntergeladen. Ich bin selbst noch ein bisschen verwirrt darüber, dass es jetzt hier erforderlich war und ich bin vor allem immer noch verwirrt darüber, dass die USB-Verbindung nicht funktioniert, weil die sollte eigentlich funktionieren. Ich mache mir jetzt einmal den Spaß und hole meine Cameo 2 wieder ran und stöpsel einfach Strom nochmal um auf die Cameo 2 und wette mit euch, dass er die sofort per USB finden wird, wie das immer so schön ist.
Aber es ist wirklich verhext, dass er die Cameo 5 nicht findet, obwohl sie an USB angeschlossen ist. Eigentlich habe ich die Probleme immer nur, wenn ich per Bluetooth unterwegs bin. Das ist jetzt auch nicht... Opala. Jetzt randaliere ich hier schon. Dass es auch nicht funktioniert, wenn ich das Ganze per USB anschließe, ist sehr ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlich. So. Und ihr ahnt es, ich habe nicht damit gerechnet, sonst wäre das hier was anderes. So, wir gucken mal, ob das jetzt mit der Cameo 2 zumindest funktionieren würde. Ja, und die schaltet er mir sofort auf verfügbar, was für mich eigentlich im Klartext heißt, dass es mir zumindest nicht am USB-Kabel liegen kann. Sehr, sehr, sehr sonderbar. So, wir switchen gerade nochmal das Kabel. Und ihr hört ja wahrscheinlich, wie ich auch, dieses Anmeldegeräusch, das eigentlich sagt, hey, ich bin wieder da. Ja, nochmal ein anderes Kabel. Ja, ich könnte jetzt nochmal ein anderes Kabel probieren, aber ich bin ehrlich gesagt nicht in gutem Glauben, dass das irgendwas bringt. Hilfe! Hilfe! Wir versuchen jetzt nochmal ein frisches Kabel, auch wenn das Kabel ja schließlich mit unserer Cameo 2 funktioniert. Und wenn auch das nicht funktioniert, bin ich langsam aber sicher ein klitzekleines bisschen am Ende mit meinem Latein. Ich kann natürlich jetzt nach der Installation von der neuen Beta noch einmal neu hochfahren. Und wenn er dann immer noch nicht läuft, dann schenke ich für heute ab. Dann mag ich nämlich nicht mehr. So. Neues Kabel, anderer USB-Port. Ach, ihr seht jetzt halt die ganze Zeit nur das hier, ne? Ich könnte wenigstens noch mal winken zwischendurch. Ja, und ihr hört immer dieses Anmeldegeräusch. Und er sagt auch immer hier unten, dass er nach Geräten sucht, aber er findet nichts. Also es ist mir ein wirkliches Rätsel. Wartet, ich mache den Plotter nochmal aus. Also ich weiß nicht, ob ihr den Windows-Sound hört. Vielleicht ist der zu leise, als dass ihr ihn durchs Mikro hört. Aus und an. Hat aber auch nicht dazu geführt, dass hier irgendwas in der Software passiert wäre. Ah, sorry, ihr habt jetzt wieder nur die Fensteraufnahme. Ich hau euch hier nochmal... Ja. Das hier rein. Die Szene 2, dass ihr wirklich die Overlays auch seht. Also, ich versuche jetzt nochmal Bluetooth. Aber ich gebe es dann tatsächlich, glaube ich, für heute auf. Da muss ich erst noch mal tiefer in die Recherche gehen, was ich jetzt genau hier noch tun könnte, um mein Gerät zu verbinden. Ah, hier, Magdalena hat mir noch was reinkopiert. Den USB Printing Support Driver soll ich aktualisieren. Warte. Ich soll mal die Matte einziehen lassen. Ich kann hier 100 Sachen machen. Auch hier sage ich euch ehrlich, wie es ist. Ich bin erstmal spontan überfragt damit, wie der mir hier überhaupt sowas wie eine Matte einzieht. Ich kann nämlich zwar auf diese Knöpfe drücken, die man da sieht. Also man sieht da irgendwie leuchtende Pfeile. Aber da tut sich nichts. Das ist so eine Sache, die bei Silhouette irgendwie nie gut gelöst ist. Und das scheint hier gerade wieder das Gleiche zu sein. Ah, okay. Matte ist drin. Wenn es das jetzt gewesen wäre, dann feiere ich dich, wirklich. So, ich habe jetzt natürlich gerade die USB-Verbindung gekappt. Ich mache die USB-Verbindung wieder dran.
Aber da müssten wir dann ja auch erstmal drauf kommen, dass man die Matte einlegen muss, um eine USB-Verbindung herstellen zu können. Ja, du hast einen bei mir gut. Das gibt's ja gar nicht. Wir haben jetzt ja alles, also ich habe gefühlt alles versucht. Seht ihr, was ich sehe? Ich sehe hier eine Cameo 5. Die Matte einziehen, damit der Plotter gefunden wird. Wer zur Hölle hat sich das ausgedacht? So, wird verbunden. Ich habe mich vielleicht auch zu früh gefreut. Wir warten jetzt mal ganz geduldig. Oh mein Gott, das ist heute echt wieder was für Menschen mit gesunden Nerven. Unglaublich. Unglaublich. Wird verbunden. Aktualisierung der Firmware erhältlich. Dann bitte jetzt aktualisieren. Wuhu! Wir machen jetzt einfach, solange der hier aktualisiert, ja, freuen wir uns einfach ganz kurz gemeinsam. Wir freuen uns einfach. Das ist alles, was mir einfällt, was wir so lange machen können. Dass wir uns einfach mal ganz kurz freuen. So, Achtung. Und ich ziehe mir einmal die Stream Deck Software zur Seite und ändere das hier mal, dass ich euch hier, wenn ich auf den Knopf drücke, die richtige Aufnahme zeige. Ha! So. Aktualisierung der Firmware, bitte Cameo 5 nicht ausschalten. Wir warten jetzt ganz geduldig und ich komme einfach nochmal zu euch zurück. So. Also ein dickes Danke an Sheltie-Zucht. Ohne dich wäre das heute nichts geworden. Wirklich gar nichts. Weil auf die Idee, dass ich jetzt hier erstmal eine Matte einlegen muss, wäre ich nicht gekommen. Achtung, ihr wollt die Meldung auch sehen. Cameo 5 wurde erkannt. Möchten Sie dies als aktuelles Gerät einstellen? Als aktives? Oh, ja, bitte. Unbedingt. Das versuchen wir ungefähr seit einer halben oder dreiviertel Stunde. Material laden. Das heißt ja für mich, wir könnten jetzt theoretisch tatsächlich plotten. Ich gucke jetzt gerade noch so komisch hin und her, weil ich jetzt sehr viel Lust habe. Achtung, ich wechsle jetzt nochmal das USB-Kabel, weil nur dann kann ich die Maschine zurück an ihren Platz stellen. Das ist jetzt natürlich aberwitzig und vielleicht übermutig, aber ich mache es trotzdem. Ja, und sie wird direkt wieder erkannt, habt ihr es gesehen? Ist hier unten direkt wieder auf Materialladen gesprungen. Also es lag nicht am Kabel und es lag nicht am USB-Port. Es lag daran, dass keine Matte eingelegt war. Was auch immer das mit der USB-Verbindung zu tun hat. So. Jetzt räume ich den Plotter erstmal zurück in seine Nische. Wartet, das hättet ihr natürlich auch sehen dürfen, wenn ich so weit gedacht hätte. Achtung, wir fahren hier nochmal so. So. Plotter steht an seinem Platz. Das ist hier noch nicht so ideal mit dem Unterbau, aber das regle ich dann irgendwann mal in Ruhe. Wenn er denn bleiben darf. Wir gucken erstmal, ob er bleiben darf. Und dann gucke ich mal hier, wie ich mit meiner Matte zurechtkomme. Ich habe auch keine Ahnung, weil jetzt hier ja nichts mehr von Matte laden steht. Ich lasse die jetzt einfach mal einziehen. Das hat schon mal geklappt. Und würde sagen, wir packen mal ein Messer rein. Und weil wir keine Lust auf verrückte Experimente mehr haben heute, nehmen wir einfach mal ein Automatikmesser. Und zwar bin ich jetzt gerade versucht, einfach mein schon ausgepacktes Automatikmesser zu nehmen, weil wir uns ja, glaube ich, einig waren, dass sich da zwischen Cameo 4 und Cameo 5 nichts getan hat. Ne? Ich bin jetzt einmal hier gerade am Auspacken. Das hier ist noch das Messer von der 4. Und das ist das Messer von der 5. Es sieht für mich komplett identisch aus. Sieht für mich komplett identisch aus, ist aber in dem Fall dann auch egal. Dann können wir auch das 5er Messer einsetzen. Bisschen stylischer würde ich es jetzt natürlich finden, wenn das Messer auch schwarz wäre. Sagt die, der kürzlich noch die Farbe ihres Plotters komplett egal war. So. Okay. Messer ist drin. Jetzt brauchen wir Papier. Muss erstmal der riesen Karton hier aus dem Weg. Und ich muss einmal den Schrank aufmachen. Ja, das hat geklappt. Ah, hier ist alles noch im Chaos von der Rumräumerei heute. Wir holen jetzt einfach mal A4 Tonkarton. Und ich hoffe, dass ich es hinbekomme, einen Schnitt da zu positionieren, wo er dann am Ende auch landen soll. Sind wir jetzt gleich mal ganz mutig. Ja, Gott sei Dank meine alte Matte. Was soll da schon passieren? Ach, dass ich einmal direkt ins Gerät schneiden muss.
Wäre eigentlich das Einzige, was heute im Stream noch fehlt, ne? Wäre so ungefähr das Einzige. Warte, die Matte ist nicht sauber. Hier heute eine Vorbereitung. Schlecht. Abzüge in der B-Note. Mein Spachtel ist übrigens vorhin hinter den Schrank gefallen, den ich sonst immer benutze. Und da liegt er auch noch. Ihr merkt, es war wieder ein harter Tag. Ich freue mich, wenn ich morgen einfach nur plotten kann und nichts umräumen muss. So. So. Papier liegt schon mal drin. Und das Ganze startet hier unterhalb der 4. Sorry, dass das auch heute mit diesen Werbeeinblendungen so nervig ist. Das fehlt jetzt heute gerade noch. Ich gucke mir das in YouTube nochmal an und gucke, dass ich das irgendwie umstellen kann. Okay, wir switchen wieder gemeinsam hier in unsere Software. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit was ganz Einfachem an. Ne? Also ich will jetzt einfach erstmal nur eine Testform hier auf die Matte schmeißen. Was machen wir hier? 50 mal 50 vielleicht einfach von der Größe her. Und nur gucken, dass mir die an der richtigen Stelle landet. Das wäre jetzt mal die allererste Maßnahme, weil ich habe ihm jetzt ja nicht gesagt, dass er irgendwie die Matte laden soll. Ich habe ja einfach nur eingelegt und habe hier durchgezählt, liegt jetzt hier unter dem Raster bei der 4 und werde, glaube ich, auch, sind wir gleich so mutig, dass ich meine Standardeinstellungen verwende. Die muss ich anpassen, das seht ihr gleich. Ne? Ich habe hier meine Bastelkarton 220 Einstellungen, können wir direkt nochmal durchklicken. Einstellungen für die Cameo 5, 26. Total spannend, jetzt geht die Geschwindigkeit viel weiter. Also ihr seht auch da übernommen von der Cameo 2, dass ich immer noch alles mit Geschwindigkeit 10 schneide. 2 Durchgänge. Für unseren ersten Test nehmen wir mal nur einen Durchgang und nehmen auch den Anpressdruck mal ein bisschen nach unten. Und dann lassen wir den Überschnitt trotzdem gleich mal drin. Speichern das Ganze. So. Machen hier den Mehrdialog mal zu. Ja, und senden das Ganze einfach. Ne? Wir sind jetzt ja mal von der ganz trockenen Sorte, würde ich sagen. Ich stelle euch zuerst einmal rüber auf den Plotter. Ja, Kreise wird das nächste sein, auf jeden Fall. So. Platz machen hinten. Ihr seid süß. Wundert euch bitte nicht. Hier hinten kann, glaube ich, nichts passieren, weil hier hinten dran so eine Erhöhung ist. Hier so, hier so. Also ja, hier liegt alles voll. Ich weiß, es sieht schlimm aus. Das sind die ganzen Projekte, die darauf warten, dass ich mich ihnen nochmal widme. Aber da unten drunter, unter diesem Brett ist Luft. Also da sollte die Matte einfach durchlaufen können. Und meine Kamera macht sich schon wieder selbstständig. Zurück zum Plotter. Die Technik macht heute noch, was sie will. Okay. Ich ahne, was das ist. Die versucht dann meine Hand zu tracken und dann läuft sie hier einmal durch die Bude. Ich sende das jetzt einfach. Und es kann sein, dass ich gleich hysterisch losrenne und irgendwelche Kabel rausreiße. Das werden wir jetzt gleich merken. Also Abfahrt. Oh, er fragt mich noch was. Wartet, ich schalte euch wieder in die Fensteraufnahme. Bitte stellen Sie sich sicher, dass Sie folgende Schritte befolgt haben. Ich soll hier das Material auf die Matte laden und die automatische Klinge laden. Habe ich getan. Also es ist nur noch mal so ein bisschen sicher Schritt quasi. Und jetzt sage ich wieder, ja, ich bin sicher, wir wollen senden. Oh ja, Einstellen des automatischen Messers. Okay, interessant. Das war jetzt der erste Schnitt. Oh, das ist tatsächlich interessant. Erster Schnitt. Hier schon durch. Und ich check gerade nochmal meine Einstellungen. Die dürft ihr auch gerade nochmal sehen. Anpressdruck 20, Geschwindigkeit 10. Und das ist mein Standard-Foliatonkarton. Ich sag euch mal, wie ich den sonst mit meiner Cameo 2 schneide. Anpressdruck 26, Durchgänge 2. Das ist also erstmal schon interessant. Die Positionierung passt genau. Dieses komische Rollenhalter-Ding brauche ich offensichtlich auch nicht für das, was ich hier plotten will. Ich würde ja sagen, das nächste ist jetzt sofort eine Mini-Tunnelkarte. Ab jetzt, Leute, ab jetzt macht's Spaß. Ich weiß, wir sind jetzt einfach schon wieder 2 Stunden live.
Es tut mir ein bisschen leid, dass es jetzt so viel Vorlaufzeit gebraucht hat, bis wir wirklich so weit waren, dass wir jetzt hier irgendwie auch in die Thematik reinstarten. Aber ich glaube und hoffe, dass jetzt der spaßige Teil beginnt. Ich gucke gerade mal. Ich will eine Mini-Tunnelkarte schneiden. Und ich glaube, welche nehme ich? Die Frohes Fest. Weil es weihnachtet ja schließlich sehr. Ne? Das heißt, ich ziehe mir die einmal hier in die Software. Und wir starten natürlich mit der Lage mit den vielen kleinen Kreisen. So, packen wir uns einmal hier auf die Matte. Einmal hier hin. Viele kleine Kreise. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich an den Einstellungen so unheimlich viel verändern möchte. Ich glaube, wir könnten den Anpressdruck noch ein ganz kleines bisschen anheben. Wir gehen zum Senden. Das Eck lasse ich hier übrigens liegen und stelle es nur auf nicht schneiden, weil dann weiß ich, dass ich hier oben schon eine Form liegen habe und kann einfach auf meinem A4-Papier weiterarbeiten. Ich hebe den Druck ein kleines bisschen an. Ich mache jetzt aus den 20 mal wieder 24. Und ja, ich würde sagen, ne? Abfahrt. Ich stelle euch einfach wieder um und sende das Ganze mal los. Wie können wir das machen? Wartet, ich zoome euch noch ein bisschen rein. So, das ist schön, oder? Sorry, das ist wieder meine typische Spielerei. Ich will jetzt hier unbedingt nochmal die Knöpfe bedienen. Oh, noch näher, so. So seid ihr unmittelbar am Geschehen, oder? So müsstet ihr genau sehen hier, was er jetzt gleich ausschneidet. Und wie schnell es geht. Achtung, ich klicke auf Senden, bestätige das Senden. Er stellt erst wieder die Klinge ein, Tiefe 3. Los geht's. Die Geräusche sind interessant. Es sind ganz Cameo-untypische Geräusche für mich. Das ist einfach ein ganz anderer Sound als die anderen Plotter. Ich bin so gespannt. Jetzt kann man die Kreise natürlich gerade gar nicht sehen, ne? Ist der laut? Das hört man nicht. Warte mal. Nee, ihr habt keine Chance, das zu hören, aber ich kann in den Audioeinstellungen trotzdem was mal machen. Ich kann mal ganz schnell die Rauschunterdrückung ausschalten. Und ich halte euch das Mikro mal an den Plotter. Achtung. Entschuldigung. Ich stelle einfach gerade fest, dass die Kamera mich wieder verfolgt. Nein. Zurück. Ihr kriegt beste Einblicke in mein Chaos hier. Also ihr seht, ich liebe die neue Kamera, aber ich muss dieses Tracking unbedingt mal abschalten, damit er nicht immer mich verfolgt, sondern einfach da bleibt, wo er ist. Also das wieder rausfahren war ja wirklich sehr zügig. So. Ja, legt euch bitte nicht, was die Lautstärke angeht, legt euch bitte nicht zu sehr nur anhand von dem fest, was ihr jetzt gerade vom Mikro gehört habt. Ich fahre euch nochmal näher dran bei Gelegenheit. Ja, es sind ganz andere Geräusche. Also ich finde die Cameo 4 viel, viel lauter. Aber das ist jetzt kein wissenschaftlicher Test, dafür ist es einfach nicht akribisch genug. Wir gucken jetzt erst einmal ganz kurz das Ergebnis an. Und ich überlege gerade, wie ich das mache. Ich kann gleich versuchen, euch mein Handy als Mikrofon zu verbinden. Wir sind ja heute sowieso im totalen Technikwahnsinn hier unterwegs. Aber jetzt gucken wir uns erstmal das Ergebnis an. Also ihr seht, was noch nicht ganz gut geht, ist, es geht noch nicht alles ab. Hätte mich aber bei dem wenigen Druck und der Geschwindigkeit auch gewundert. Aber was mich jetzt schon ganz glücklich stimmt, Leute, ich glaube wirklich, die Kreise sind Kreise. Ich spanne euch jetzt noch einen Moment auf die Folter und wir machen einfach das, was man immer macht, wenn ein Schnitt nicht ganz durch ist. Wir senden nochmal. Hier unten seht ihr übrigens auch Frodos Hundespielzeug. Das ist wirklich heute zu lustig mit dieser Kamera. Ich lache mich schlapp. Es tut mir leid, das ist heute der totale Chaos-Stream. Aber ich habe trotzdem Spaß. Und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß.
So, ich habe euch hier zwischenzeitlich einfach ganz kurz das Mikrofon hingelegt. Ich hoffe, es hat was gebracht und ihr habt mal kurz den Sound wirklich live in Action erlebt. Ich glaube, es war jetzt schon noch mal lauter, als ich es euch einfach nur hingehalten habe. Wir gucken uns jetzt noch mal gemeinsam das Ergebnis an, würde ich sagen. Wartet, dafür stelle ich wieder um. Ich stelle wieder um, damit wir wirklich gleich möglichst genau sehen können, was die Kreise machen. Ja, ich mach euch die Geräuschunterdrückung jetzt wieder rein, oder? Ich hatte die bewusst rausgenommen gerade. So, jetzt müsste mein Audio wieder besser sein, damit ihr das mal live in Action erlebt. So, okay. Was ich auf den ersten Blick sehen kann, wenn ich jetzt hier auf den Schnitt gucke, ich gebe euch einfach mal meine schonungslos ehrliche Meinung. Die Wiederholungsgenauigkeit scheint gut zu sein. Was heißt das? Ich habe jetzt ja den Schnitt nochmal gestartet. Und wenn es hier irgendwie Probleme gegeben hätte, dann hätte ich jetzt hier irgendwo eine versetzte Schnittlinie. Aber das sieht jetzt auf den ersten Blick gut aus. Und ich löse das Ganze jetzt mal ab. Ein Kreisteil ist hängen geblieben, 2 sind hängen geblieben. Die hängen auch relativ gut noch dran. Wir machen das gleich nochmal und zwar diesmal direkt mit einem Doppelschnitt. Und dann möchte ich wetten, dass die Kreise auch raus sind. Und ich switche mit euch, Achtung, wir switchen mal zur besseren Kamera. Zack, da seht ihr noch das ganze Gerümpel. Die ganzen Klebesicherungen, Kabel und Gedöns. Aber hier zeige ich euch jetzt gleich auch das Ergebnis. Und also solche Kreise, meine Lieben, hat meine Cameo 4 nie geschnitten. Absolut, definitiv nie. Kann ich euch aus inbrünstigster Überzeugung sagen. Es ist nicht perfekt. Ich bin da ja immer ein sehr, sehr kritischer Betrachter. Also ich würde hier schon sagen, die sind auch nicht ganz rund, aber sie sind viel, viel, viel besser als alles, was ich von meiner Cameo 4 kenne. Ich will mal gerade versuchen, ob ich den Kreis hier noch ein bisschen rausfuddeln kann. Ich habe jetzt halt auch mit Geschwindigkeit 10 geschnitten. Aber ich sag's euch, wie es ist. Bei meiner Cameo 2 würde ich auch mit Geschwindigkeit 10 schneiden. Da würde ich auch in der Geschwindigkeit nicht zurückgehen, nur weil ich Kreise schneide. Und hier oben sehe ich noch so eine kleine Ungenauigkeit bei Start und Ende von dem großen Kreis. Wir machen das jetzt nochmal mit direkt einem Doppelschnitt, in der Hoffnung, dass direkt alle kleinen Futzelteile dann auch auf der Matte bleiben. Also erstmal positiver als befürchtet. Total überzeugt noch nicht. So. Ah ja, Dirk sagt auch, ich hätte einfach nochmal drücken können, um den Vorgang zu wiederholen. Dirk, das ist ein guter Punkt. Das ging bei den alten Plottern tatsächlich auch immer. Ich habe mich aber hier mit dem Bedienfeld von der Cameo 5 noch überhaupt nicht vertraut gemacht. Habe aber im Vorfeld, das ist die eine Sache, die ich mitbekommen habe, ist, dass das wohl funktionieren soll, dass es jetzt endlich einen Job-Wiederholen-Knopf gibt. Was nicht so das tolle Novum ist, weil die alten Plotter von Silhouette hatten das quasi alle. Aber ist ja trotzdem schön, ne, wenn das jetzt wieder funktioniert. Gut, ich werde den ersten hier auf Nicht-Schneiden stellen und werde bei dem zweiten nochmal sagen, ich möchte den schneiden. Ich glaube, ich erhöhe den Anpressdruck auch wieder zurück auf meine 26. Oder wir sind mutig und nehmen ein kleines bisschen mehr und nur einen Durchgang. Oh nee, ich will mal einen belastbaren Vergleich zu meiner Cameo 2 machen. Also nehmen wir die 26, 2 Durchgänge. Auch wenn man natürlich für später eigentlich hofft, dass man sich den zweiten sparen kann. Aber wir machen es jetzt trotzdem einfach mal. Und würde sagen, wir senden das Ganze einfach mal. Ich klicke einmal hier auf Senden. Ich fahre euch dann auch gleich mit der Kamera, wenn es geht, wieder an die richtige Stelle. Wartet. Einmal hier, senden und hallo Steffi, sorry, ich lese gerade die Steffi Petermann. Die Steffi Petermann ist übrigens schuld, das habe ich euch vorhin so ein bisschen verschwiegen, dass ich die Cameo 5 doch bestellt habe. Weil die liebe Steffi sich die Arbeit gemacht hat. Sie hatte für mich gefilmt und hatte auch eine Tunnelkarte geschnitten, meine Mini-Tunnelkarte mit dem Gnom. Und hat mir das wirklich mit dem Handy mitgefilmt und hat mir irgendwie ein Video geschickt. Und sie war tatsächlich der Auslöser, warum ich dann auf die Suche gegangen bin und auch bestellt habe.
weil ich gesagt habe, ja, also bei ihr sah das so rund aus, was ich vorher nicht glauben konnte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, dass es insgesamt um diese Maschinen sehr, sehr, sehr leise war. Also es gab sehr wenig zu diesen neuen Maschinen eigentlich zu hören und zu lesen. Guck mal, ich habe gerade festgestellt, dass ich jetzt hier ganz fancy dekorieren kann, während der noch plottet. Hier hinten dran liegen nämlich noch meine schwarzen Kränze. Nicht wundern, die sind ein bisschen eingestaubt, die sind schon ein paar Jahre alt, aber guck mal, der passt doch perfekt hier neben den schwarzen Plotter. Also Steffi, danke dafür. Ohne dich hätte ich die Cameo 5 wahrscheinlich nicht bestellt. Und dabei bin ich Silhouette ja Fan eigentlich seit 10 Jahren. Aber ja, dieser Fanliebe wurde ein sehr ordentlicher Dämpfer durch die Cameo 4 verpasst. Steffi, wenn du schon da bist, schneidest du aktuell alles mit Überschnitt, mit 2 Durchgängen oder schneidest du den Tonkarton mit einem Durchgang? Das wäre der nächste Versuch, nochmal mehr Anpressdruck drauf, einen Durchgang. Aber ich glaube, dass wir bei den Kreisen schönere Ergebnisse eigentlich kriegen mit 2 Durchgängen, weil dann dieses Start-Endpunkt-Thema ein bisschen entschärfter ist. Ja, jetzt schneidet er schon wieder den großen Kreis in Anführungszeichen in der Mitte. Das heißt, mit den kleinen Kreisen ist er durch. Was mich jetzt natürlich auch noch total in den Fingern juckt, das ist jetzt noch Geschwindigkeit 10. Ich hätte jetzt einfach gut Lust, die Geschwindigkeit mal hochzustellen, mal zu gucken, was passiert. Und Sabine fragt, wo ich ihn bestellt hatte. Ich hatte ihn bei Craftplotter bestellt, Sabine. Einfach weil er da verfügbar war, habe ich ihn bei Craftplotter bestellt. Tada! Ja. Durchgang durch. Ich löse vorsichtig das Ganze hier einmal ab. Ja, perfekt. So habe ich mir das ungefähr gedacht. Achtung, wir switchen wieder die Kamera. Wenn ich jetzt hier einen zweiten Durchgang direkt noch mitlaufen lasse, dass ich wirklich einfach abziehen kann und alle kleinen Kreise auf der Matte bleiben. Tatsächlich ist meine Meinung, dass da 2 Durchgänge echt nach wie vor einen Unterschied machen, weil wenn der 2 Durchgänge schneidet, schneidet er die am Stück. Das heißt, er schneidet halt auch bei runden Formen keinen klassischen Überschnitt, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Es gibt nicht diesen Zipfel an Anfang und Ende, weil der einfach noch ein zweites Mal über das Kreisteil drüber fährt. Ja, dauert länger, aber ja, ich muss jetzt hier halt auch keinen Kreis mehr rauspulen. Okay, den einen Test, den ich jetzt unbedingt noch machen will, ist mehr Geschwindigkeit. Mag bescheuert sein, ich will aber einfach mal sehen, ob er die tatsächlich dann jetzt auch in die Umsetzung bringt. Oder ob es nicht wirklich schneller geht, obwohl ich ihn auf schneller stelle. Das interessiert mich jetzt einfach. So, das heißt, wir werden den hier auf Nicht-Schneiden stellen und den hier unten auf Schneiden. Und werden die Geschwindigkeit jetzt einfach mal auf was? 20 wäre doppelt so viel erhöhen. Ja, ne? Wir gucken, was passiert, würde ich sagen. Ich streiche hier im Hintergrund, bevor ich das Ganze losschicke, noch einmal kurz mein Papier fest. Drücke hier einmal auf Senden. Senden und stell euch rüber. Ja, ich lese gerade mit 2 Durchgängen, aber mit einem wäre schon cool. Ja, ich würde mit einem auch cool finden, weil ich schneide tatsächlich bei der Juliet halt alles echt mit einem Durchgang. Ich schneide da wirklich alles mit einem Durchgang, aber gut, ne? Ich meine, Kategorie versucht macht klug und so. Ist jetzt natürlich, jetzt wäre natürlich noch total spannend, die 2 einfach mal nebeneinander laufen zu lassen. Aber das machen wir nicht mehr heute, glaube ich. Ich habe euch jetzt heute schon wieder sehr lange strapaziert. Und ihr glaubt nicht, wie glücklich ich bin, dass der Plotter jetzt schneidet. Ich dachte am Ende, wir kriegen ihn nicht verbunden und ja, keine Ahnung, das war's dann. Also mein erster Eindruck ist, Geschwindigkeit 20 hat hier nicht viel verändert. Oder habt ihr das Gefühl, dass der jetzt doppelt so schnell unterwegs ist? Also den Eindruck habe ich jetzt nicht, aber das wäre bei so kleinen, runden Formen auch absurd. Um es wirklich zu wissen, müsste man mal mitstoppen. Ne? Das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Was ich hier ganz interessant finde, weil das ist wieder so ein gutes altes Silhouette-Problem. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier zwischendrin mitbekommt, aber tatsächlich hebt er mir an den kleinen Kreisen
immer wieder die Klinge ab, was er nicht müsste, weil es gibt keinen Grund, an diesen runden Formen einen Überschnitt auszuführen. Das ist aber ein Problem, das bei Silhouette schon vor wie vielen Versionen in die Software eingezogen ist und das irgendwie, das ich nicht zum ersten Mal beobachte. Das können wir vielleicht auch gleich einfach nochmal machen, dass wir mal den Überschnitt rausnehmen bei den runden Formen. Vielleicht wird das Ergebnis dann nochmal besser. Ja, ich lese hier auch gerade Grit, die vorher scheinbar auch die Cameo 4 hatte, die sie so genervt hat. Und jetzt hat sie, glaube ich, auch hier die Cameo 5 und plottet wieder viel öfter. Wenn man einen Plotter hat, der nicht tut, was er soll, dann ist es natürlich super nervig und man hat keinen Bock irgendwie. Yay. Also das Rausfahren ging schnell und das Drumrumfahren, aber ich finde jetzt nicht, dass die Geschwindigkeit 20 so den Unterschied gemacht hat. Ablösen ging hier auch wieder prima. Ich zeige es euch wieder einmal. Zack. Aus der Nähe. Das Ergebnis ist gut geworden. Also es ist wirklich völlig okay. Es ist kein Vergleich zu den Ostereiern, die meine Cameo 4 immer geschnitten hat. Heike schreibt, es war auch die Beta-Version. Ja, Heike, ich weiß, dass ich gerade die Beta aktiv habe. Wartet, ich switch euch nochmal in die Software. Wir machen jetzt einfach mal eins. Da können wir auch mal so ein bisschen advanced, hier ein bisschen fortgeschrittene Sachen machen für die Leute, die so lange durchgehalten haben. Wir machen nochmal eine Kopie zur Seite und schieben die so ein bisschen zur Seite. So, das war jetzt alles noch klar soweit. Und gehen hier einmal ins Senden und wollen nur den unteren hier schneiden. Und jetzt gehen wir mal in den Schneidemodus nach Linienfarbe. Sehr spannend, dass er hier so viele unterschiedliche Schwarztöne findet. Ja, verstanden. Ja. Okay. Wenn ich jetzt wirklich den nach Linienfarbe verwenden will, dann muss ich mir eben doch die Teile, die ich nicht mitplotten möchte, einmal von der Matte ziehen. Das machen wir jetzt auch. Ich zeige euch nämlich warum. Weil man nämlich, wenn man den Schneidemodus nach Linienfarbe verwendet, so, wir könnten natürlich auch hergehen, können die Linienfarbe hier einfach umfärben. Wollen wir das? Machen wir einfach mal. Machen wir jetzt einfach noch ein bisschen Spielerei in der Software. Wir machen mal hier die Linien alle orange. Ha, und machen den Haken bei orange weg und können damit die Formen hier oben alle auslassen und nur die Form hier unten schneiden. Beim Schneidemodus nach Linienfarbe ist ganz wichtig zu wissen, dass die Linien jetzt in der Reihenfolge abgearbeitet werden, in der sie hier in dieser Tabelle drin stehen. Das heißt, ich kann hier durch Anklicken sehen, dieser erste Grauton ist mein innerer Kreis, dann ist dieser schwarze, der Konturschnitt hier einmal ringsherum und der grüne, das sind die kleinen Kreise. Ich fahre euch nochmal näher ran, dann könnt ihr das auch ein bisschen besser sehen. Ne, hier einmal Mitte, außen kleine Kreise. Und das ist jetzt eigentlich ganz interessant, weil ihr erstens die Reihenfolge händisch steuern könnt und zweitens kann ich jetzt hergehen und kann zum Beispiel meinen grünen Linien eine andere Schneidenaktion bzw. Materialeinstellung zuordnen als den anderen Linienfarben. Und genau das will ich jetzt hier tun. Dafür gehe ich hier unten nochmal auf Mehr und kopiere mir hier einmal meine Bastelkarton-Einstellung. Wartet, das hat jetzt hier nicht funktioniert. Einmal duplizieren. Rechtsklick duplizieren, damit habe ich eine zweite davon. Und sage, ich bin hier bei der Cameo 5 und nehme jetzt bei der Kopie den Überschnitt einfach raus und speichere das. Machen wir nochmal einen Rechtsklick und machen hier umbenennen. Und dann lasse ich als Bezeichnung den Bastelkarton und schreibe mir aber dazu ohne Überschnitt. Daran seht ihr schon, dass ich Bastelkarton eigentlich immer mit Überschnitt schneide. Und jetzt habe ich hier die Kopie ohne Überschnitt. So, jetzt gehe ich hier wieder raus und wähle für die grüne Linienfarbe nochmal diese Einstellung aus. Bastelkarton 220 ohne Überschnitt. Und jetzt kann ich das Ganze einmal an den Plotter senden und er wird es der Reihe nach abarbeiten. Er wird erst die grünen Linien schneiden, dann wird er hier den großen Kreis in der Mitte schneiden, dann wird er die schwarze Kontur schneiden. Das mit der Reihenfolge im Hinterkopf zu haben, ist wichtig, damit es auch wirklich hübsch funktioniert, weil es nicht schlau wäre, jetzt erst den Konturschnitt ringsherum zu machen, weil ihr dann eure Form ja schon von dem restlichen Material trennt, das noch auf der Matte klebt. So, nach dieser Vorbereitung senden wir das Ganze. Ich schalte euch wieder auf den Plotter und wir beobachten einfach mal, ob er das tatsächlich gerafft hat und ob er die Kreise jetzt schneidet, ohne diesen Überschnitt auszuführen. Ich werde jetzt auch einfach, um noch gleich was mitzutesten, einfach mir das YouTube-Fenster nochmal aufmachen. Ich bin viel leiser geworden.
Ich lese gerade, Grit, was bei ihr nicht funktioniert, ist Bluetooth in Print and Cut. Also bei mir funktioniert Bluetooth auch nicht, aber da muss ich auch noch mal dazu sagen, dass es bei mir daran liegen könnte, dass ich einfach einen alten Windows-PC habe. Standbild, mein Mann schreibt gerade, bei ihm steht dauernd das Bild. Wie ist es denn bei euch? Heide hört mich noch gut. Bei Silvi schreibt, es ist alles gut. Danke, dass ihr zwischendurch immer wieder Feedback zu dem Stream-Thema gebt. Das ist auch immer so ein Ding. Ich hoffe, dass ihr nicht weiterhin zu sehr mit Werbung beballert werdet. Das ist was, ich verspreche, ist hoch und heilig, was ich mir angucken werde. Das muss ich ja irgendwie einstellen lassen. So. Heide hat auch dreimal Standbild. Ja, irgendwas ist halt immer. Aber wir grooven uns gemeinsam ein. Und es ist fertig. Ah, von wegen. Was ihr jetzt gerade beobachten könnt, ist, dass er sich jetzt für die neue Farbe wieder einmal neu eingestellt hat. Das ist was, was ich jetzt gar nicht im Hinterkopf hatte, aber das ist auch einer der Vorteile, wenn man mit dem Schneidemodus nach Linienfarbe arbeitet, dass man einfach den Plotter zwischendurch das Messer auf frisch einstellen lassen kann. Und ich hoffe, ihr habt aufgepasst, weil ich habe nicht aufgepasst, aber ich würde vom Geräusch her sagen, dass er die Kreise jetzt ohne dieses Überschnittproblem geschnitten hat. Ich muss jetzt gleich nochmal 3 schneiden. Es tut mir leid, vor lauter Kommentare lesen und so habe ich das total verpennt. Okay. Wir sind einmal durch. Wir lösen das Ganze wieder ab. Das hat soweit geklappt. Wir gucken uns wieder das Ergebnis zusammen an, aber ihr werdet sehen, dass ihr keinen großen Unterschied seht. Schaut mal. Na, auch hier ist das Ergebnis wieder gut geworden. Ich habe jetzt nur die Kontur drumherum mit nur einem Durchgang und mehr Anpressdruck geschnitten. Wollen wir mal mutig sein? Ich würde gerne die anderen Lagen der Tunnelkarte jetzt auch noch schneiden. Wir schneiden jetzt mal noch andere Lagen, dass kleine Kreise echt völlig in Ordnung werden, haben wir jetzt hier gesehen. Die sind nicht perfekt, ich sage es nochmal dazu. Hier sieht man schon so ein kleines bisschen, aber es ist wirklich kein Vergleich zu dem, was die Cameo 4 gemacht hat. Überhaupt gar kein Vergleich. Und dabei könnten wir jetzt auch gleich nochmal, wenn wir die restlichen Formen auch noch schneiden, können wir nochmal ein bisschen mit den Einstellungen spielen. Ich zoome mal ein bisschen aus. So, räume das einmal hier von der Matte. Und überlege gerade, wie wir es machen. Ich hole mal Goldpapier. Ich hole mal ganz kurz Goldpapier. Ja, das ist wirklich was, was ich daran liebe, dass ich jetzt mit euch hier in meinem anderen Zimmer bin. Ich habe hier jetzt einfach alles da. Und was ich hier nicht habe, habe ich nirgendwo. Ein bisschen das Thema dabei. Ich fahre euch mal vor zur Matte. Ja, genau. Pausen könnte man auch noch machen, wenn man mit Linienfarbe arbeitet. Habe ich aber persönlich noch nie wirklich für irgendwas so richtig gebraucht. Weiß nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Pausen wirklich nutzt und wofür ihr die Pausen nutzt. Wir machen einmal sauber. Eigentlich, wartet, ich krabbel einmal unter den Tisch und hole den Spachtel vor, der da vorhin beim Umbau runtergestürzt ist. Weil mit dem mache ich wesentlich lieber sauber als mit dem Geodreieck. Früher immer ein Geodreieck benutzt, aber inzwischen habe ich mich so an den Trapezspachtel gewöhnt. Und ihr seht noch was, an was ich mich gewöhnt habe, dank der Juliette. Ich lasse jetzt ganz gerne die Schneidematte im Plotter liegen. Das habe ich mir irgendwie bei der Juliette angewöhnt und finde es eigentlich ganz praktisch, die nicht jedes Mal zu laden und zu entladen. Wundert euch nicht, das ist bei mir normal, dass hier das Konfetti überall rumfliegt. Hauptsache, es fliegt nicht im Plotter rum. So. Ich bin allerdings gerade ein bisschen skeptisch, ob meine Matte noch gut genug klebt, weil ihr werdet gleich sehen, das Goldpapier, diese Metallic-Papiere, die kleben durch die Beschichtung gerne mal nicht so fest auf der Matte. Muss man mal merken, wo ich es hinklebe, hier unter die 7. Heute mal anderes Handling, nicht immer alles links oben in die Ecke, sondern einmal hier hin. Und wir switchen wieder in die Software. Ja, oder zu mir und dann in die Software. Und ich muss hier einmal näher ran. Richtung 7 haben wir gesagt, ne? Unterhalb der 7 habe ich das Ganze aufgeklebt. Ich will jetzt, glaube ich, die zweite Lage, das müsste diese hier sein, und die letzte Lage. Wir fangen mal mit der zweiten Lage an.
Die schneiden wir mal zuerst. So. Liegt unmittelbar unter der 7. Ich rücke noch ein kleines bisschen hier vom Rand ab und gehe zum Senden. Gehe jetzt hier wieder tatsächlich auf einfach. Gucke nochmal, was ich bei meinem Bastelkarton wirklich eingestellt habe. Da hat er immer noch meine 26 drin. Der Überschnitt ist aktiv. Ich gehe jetzt einfach mal hoch auf 32. Ich habe keine Ahnung, ob das ein brauchbares Ergebnis wird. Ein Durchgang. Geschwindigkeit lassen wir bei 20. So. Okay. Und das senden wir so und gucken einfach, was rauskommt. Ich gucke nochmal, dass die 7 auch wirklich gestimmt hat. Müsste stimmen. Wenn es an der falschen Stelle ist, werde ich es gleich einfach hysterisch abbrechen. So. Antonia schreibt, sie kommt gerade vom Aquarellkurs und freut sich, dass wir noch da sind. Ja, Antonia, wir haben heute Durchhaltevermögen. Wir haben lange gekämpft, bis das hier geklappt hat, dass der Plotter sich überhaupt verbunden hat. Aber wir haben dann einfach noch einen Anlauf gemacht. Ich bin sehr gespannt, ob mir hier der eine Durchgang reicht für ein ausreichend gutes Ergebnis. Wundert euch nicht, dass wir in den Streams immer Tunnelkarten plotten. Das liegt einfach daran, dass sie so schnell zusammengeklebt sind. Und dass wir kleine Kreise testen wollten. Kleine Kreise, da sind meine Tunnelkarten einfach für prädestiniert. Und falls ihr euch wundert, warum das denn sein muss mit diesen kleinen Kreisen, weil ich einfach schon kleine Kreise geschnitten habe, bevor es die Cameo 4 gab. Annette fragt, warum der Druck bei mir bis 20 geht und bei ihr nur bis 10. Annette, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hast du auch die Beta installiert? So. Erster Blick würde ich sagen, schaut gut aus. Wir gucken mal. Löst das Ganze vorsichtig. Hier ist es jetzt wieder gut, dass die Matte nicht so stark klebt. Das ist gut. Leute, das ist ein Durchgang. Achtung, wir switchen die Kamera und ich zeige euch das Ergebnis. Ein Durchgang. Das ist ziemlich gut geworden, würde ich sagen. Das ist ziemlich gut geworden. Das flasht mich persönlich jetzt gerade so ein kleines bisschen. Auch hier sind wieder kleine Kreise dabei. Wie gesagt, es ist nicht perfekt, aber es ist gut. Und ich glaube, die meisten würden wirklich sagen, es ist gut. Ne, damit ihr hier das Ergebnis, ich hoffe, ihr seht es so. Ihr seht es ganz gut, mal aus der Nähe. Ich bin ganz zufrieden. Sieht gut aus. Das heißt, dass die Cameo 5 jetzt auch öfter benutzt wird, wenn das so gut funktioniert mit einem Durchgang. Ein Durchgang ist ein Gamechanger, glaubt's mir. Gut. Nächste Lage. Ich muss mich ganz kurz orientieren. Die Hintergrundlage ist dann die nächste, die wir noch bräuchten. Die geht ja dann auch ganz schnell. Diese hier, gehen wir wieder zum Senden. Sagen bei der oberen, die wollen wir nicht schneiden, die untere wollen wir schneiden. Ich drücke noch mal ganz kurz hier mein Papier fest. Gehe auf Senden. Und los geht's. Nein, die Juliet kann nicht ausziehen. Die bleibt. Die Juliet bleibt auf jeden Fall. Zack. Wieder einmal hier runter. Jawohl. Und ich komme einmal wieder zur anderen Kamera. Ignoriert bitte das Chaos im Hintergrund. Ihr habt ja mitgekriegt, dass es hier heute ziemlich verrückt zuging. Kleine Sterne, check. Kreise, check. Ein Durchgang. Sieht gut aus. So. Es fehlt noch eine Form. Wieder ab in die Software. Das macht mir gerade Spaß. Also für alle, die sagen, es reicht Ihnen jetzt, es ist schon spät genug. Ich danke euch, dass ihr so lange durchgehalten habt. Der Stream bleibt als Aufzeichnung verfügbar. Das heißt, auch alle, die sagen, sie müssen jetzt irgendwie langsam mal ins Bett. Morgen ist schließlich wieder Werktag. Bitte macht es ruhig. Die Aufzeichnung bleibt online. Das heißt, ihr könnt auch später ganz in Ruhe noch in den Stream reingucken. Sorry, ich habe euch gerade nicht mitgenommen. Ich habe zwischendurch einmal die Matte geputzt.
Mehr habe ich jetzt hier nicht gemacht und ich räume jetzt hier in der Software einmal auf. Ich räume einmal meine Form, die ich geschnitten habe, zur Seite, hole die letzte Motivlage einmal hier auf die Matte, wieder unterhalb der 7 und packe jetzt einmal wieder normales Papier auf die Matte, weil ich die Lage jetzt wieder gerne aus weißem Papier schneiden möchte. Einmal feststreichen und noch einmal an den Plotter senden. Ich klicke jetzt hier einfach auf Senden, ohne euch umzuschalten. So, und eigentlich könnte ich ja schon mal Kopierpapier noch beisuchen. Ne? Kopierpapier ist nämlich das eine, was wir jetzt noch brauchen, um die seitlichen Lagen noch zu schneiden. Okay. Ihr braucht doch noch so eine Kamera, die mich verfolgt. Dann könnt ihr auch zwischendurch mal noch über mich lachen. So. Es steht auch noch eine Kamera bereit. Wie wild ist es eigentlich für euch, wenn ich hier immer so schlimm an der ganzen Technik schraube? Ihr haltet mich wahrscheinlich inzwischen schon für relativ verrückt. Weil man könnte ja auch meinen, wenn man mal ein Setup hat, das funktioniert, dann lässt man das so. Ne? Dann lässt man da dann mal die Finger weg und lässt es einfach so, wie es ist. Aber ich bin halt so ein Daueroptimierer und das bin ich auch in dem Bereich. Das führt dann manchmal dazu, dass wie heute gar nichts klappt. Aber man lernt ja im Prozess, ne? So. Noch eine Lage geschafft. Ich bin gespannt. Hier haben wir nämlich jetzt Text und auch so ein bisschen wirklich filigrane Schnörkelteile. Wie gut wir das abbekommen. Hier habe ich übrigens einen Tipp für euch. Wartet mal. Bevor ich das jetzt einfach wieder heimlich, still und leise abziehe. Geht's noch näher? So. Sorry. Ich verspreche, in zukünftigen Streams werdet ihr nicht immer so wild hier mit der Kamera bewegt. Aber jetzt ist es noch neu. Da muss das Spielkind auch noch spielen. So, was ich hier ganz kurz zeigen wollte, ist Folgendes. Wenn ihr hier Formen abzieht, eigentlich predige ich immer Folgendes. Normalerweise, wenn ich jetzt nicht mehrere Schnitte machen will, ziehe ich erstmal die Hintergrundlage ab. Hier seht ihr auch, tada, direkt, dass es gut war, weil hier doch tatsächlich noch eine Stelle war, die nicht so ganz perfekt durchgeschnitten ist. Und wenn das so ist, dann bekommt ihr den Ausriss an der Hintergrundlage und nicht an der Form selbst. So, deshalb ist es eigentlich immer gut, erst den Rand abzuziehen. Und wenn ich dann meine Hauptform ablöse, dann versuche ich auch immer so ein bisschen dem Motiv zu folgen. Ihr seht es jetzt noch nicht, aber ihr seht es gleich. Hier steht jetzt Frohes und hier Fest. Und die Buchstaben sind hier in dieser Richtung miteinander verbunden. Und ich versuche beim Ablösen meiner Formen auch dieser Verbindung zu folgen. Und das Teil nicht zu rund zu ziehen. Ich könnte jetzt die Matte natürlich auch auswerfen, die ganze Matte biegen. Man muss es aber auch nicht übertreiben. Ich ziehe das Ganze einfach hier vorsichtig von der Seite leicht nach oben. Und wenn man dabei so ein bisschen die Formen mitliest und den Formen folgt, dann geht es ganz gut. Das Einzige, was jetzt hier noch gut hängt, ist das E. Und wenn ich merke, ich muss zu sehr ziehen, kann ich immer noch unter die Matte greifen und das hier punktuell so ein bisschen rund machen. Dann löst sich das nämlich nochmal leichter. Wenn man da einfach so ein bisschen vorsichtig vorgeht, dann verzieht man sich diese feinen Formen auch nicht so. So. Ich zeige euch das Ganze wieder hier einmal aus der Nähe. Ihr seht hier im F von Frohes Fest steckt noch was drin. Und hier oben, der obere Rand ist nicht ganz perfekt geschnitten, da hängt noch ein Futzelchen dran. Das kann jetzt aber auch an meiner Matte gelegen haben, weil die auch nicht ganz perfekt sauber ist. Ansonsten gutes Ergebnis. Okay, einmal wieder zurück in die Software. Ich übe mit euch, das hier alles adäquat zu bedienen. Und hole mir einmal noch meine Faltteile für die Seite in die Software rein. Das geht hier ja passenderweise einfach per Drag and Drop. Wartet, ich will jetzt hier gerade wieder aufpassen, dass ich es von der Höhe her richtig positioniere. Das ist das Einzige, was jetzt für mich auch noch ungewohnt ist. Dadurch, dass ich euch das so ein bisschen zusammengeschoben habe, dass ihr wirklich auch alles sehen könnt,
habe ich hier meine Symbole hier oben in der Werkzeugleiste so ein bisschen komprimiert. Normalerweise kann ich hier die Lupe zum Beispiel immer direkt anklicken und muss nicht erst über das Dropdown-Menü gehen. So. Deshalb dauert das auch alles einen kleinen Tacken länger. So. Hier habe ich übrigens noch einen Tipp. Dieses Verbindungsteil könnte ich natürlich so plotten, aber ich persönlich habe in den letzten Jahren den Eindruck gewonnen, dass Silhouette schneller ist, wenn solche Faltlinien von links nach rechts verlaufen. Ich habe keine Ahnung, ob das für die Cameo 5 auch immer noch gilt, aber bei meiner Cameo 2 habe ich diese Teile immer gerne umgedreht. Wir suchen uns hier gleich noch eine passende Einstellung. Kopierpapier Medium ist eigentlich das, was ich ganz gerne da nehme, wenn ich wirklich Kopierpapier schneide. Hier brauche ich auch nicht wirklich einen Überschnitt. Anpressdruck 15 sieht soweit gut aus. Jetzt klebe ich einmal wieder mein Papier hier drüben auf die Matte. Muss die Matte noch sauber machen. Einmal Matte putzen. Kann da euch wirklich so einen Spachtel total empfehlen, weil ihr seht, wie schnell da einfach diese ganzen Mini-Reste runter sind von der Matte. So, Kopierpapier drauf. Und einmal senden. Ja, hier so, senden, senden. Tatsächlich die Klingentiefe eigentlich jetzt zu tief eingestellt. Mit 3. Das habe ich jetzt erst zu spät gesehen, aber ich glaube, das klappt trotzdem. Ich gucke gerade mal, was ihr seht. Vielleicht kann ich euch die Kamera noch ein bisschen umstellen wieder. Ja, ihr seht ja gar nicht, wie der Plotter arbeitet. So. Eigentlich muss ich irgendeinen von euch zum Chef-Kamera-Controller ernennen. Ja, Dirk schreibt gerade, ja, Heat-Vollstift mit direktem Anschluss am Gerät kann Juliette nicht. Naja, bei der Juliette kann man kannst du den USB-Anschluss quasi mehr oder minder an die USB-Schnittstelle von der Juliette stecken. Das funktioniert bei mir sehr gut. Aber du hast halt immer das Kabel. Aber ich habe halt auch diesen Vollquill schon. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich mir diesen anderen Original-Volltool für ein Silhouette noch bestellen werde. So. Ich gucke hier nochmal bei euch durch. Ach ja. Ich räume jetzt hier mal ein bisschen auf. Es war mir ja hier schon so ein bisschen peinlich eigentlich mit der zweiten Kamera, unter der ihr hier immer das Kabelchaos und die Reste vom Plotter-Verpackungsmaterial gesehen habt. Während der Plotter läuft, mache ich hier einmal den Platz frei. Dann können wir nämlich gleich noch die Tunnelkarte zusammen kleben. Und dann haben wir sogar was geschafft. Ein fertiges Projekt. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Der Plotter läuft. Dank eurer Hilfe. Ansonsten würde ich jetzt noch dastehen wahrscheinlich und darauf warten, dass was passiert. So. Dieses Rausfahren gefällt mir schon. Das muss ich schon sagen. Also, wie der da rausdonnert, das hat mir ja auch bei der Juliette sehr gefallen. Ne? Die Geschwindigkeit ist schon schön. So. Petra fragt, welche Größe hat der Spachtel? Petra, ich messe für dich. Der Spachtel hat eine Breite von 18 cm. 18. Das heißt, mit zweimal drüber fahren, wenn man sehr geschickt ist, kann man die ganze Matte einmal bereinigen. So. Auch hier beim Kopierpapier einmal Hintergrund. Das hat super geklappt. Einmal Kopierpapier selbst. Hat auch super geklappt. Seht ihr auch gleich nochmal hier auf der Kamera. Ha, Leute, jetzt ist es wirklich nur noch zusammenbasteln. Und ich muss aufpassen, dass ich es richtig zusammenbastel. Wartet. Mach mir hier die Software nochmal auf. Weil ich mich hier kann ich spicken.
Hier kann ich spicken, wie rum meine Lagen gehören. Also, als erstes klebe ich jetzt hier noch meine seitlichen Verbindungsteile. Dafür werden die vorgefaltet. Ziehharmonika-Faltung, einfach immer abwechselnd Berg- und Talfalten falten. Beginnend mit einer Bergfalte. Gerne, Petra, sehr gerne. Nichts zu danken. Ah ja, ist auch schön, dass ich gemessen habe. Guck mal, nur weil ich es gerade neben mir liegen sehe. Hier hinten auf meinem Spachtel steht es auch drauf. 180 mm. Hauptsache, ich habe gemessen. Immerhin habe ich nicht den Messschieber rausgeholt. Ich glaube, der Mini-Messschieber kann gar keine 18 cm messen. So, Verbindungsteil Nummer 1. Es folgt Verbindungsteil Nummer 2. Immer schön im Wechsel. So. Jetzt müssen wir hier jeweils noch 2 Segmente zusammenkleben. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu sehr husch-husch mache, dass es dann auch passt. Ich lasse 1, 2, 3 Segmente frei und 4 und 5 vom Rand weggezählt klebe ich jetzt hier zusammen. So, und das kann ich eigentlich hier, das kann ich bei dem anderen gleich noch mitmachen. 1, 2, 3 bleibt frei. Auf der 4 trage ich Kleber auf. So, 4 und 5 wird jeweils zusammengeklebt. Einmal auf der einen Seite, einmal auf der anderen Seite. So, bei dem weichen Papier und dem nassen Kleber muss man immer so ein bisschen gucken, dass man sich das hier nicht zu sehr verschiebt beim Feststreichen. Ich habe es fast ein bisschen zu gut gemeint mit meinem Kleber hier. Ja, ihr seht, was ich meine. Oh, wir machen jetzt ein was. Ich benutze ja diesen Glue Pen eigentlich immer nur für die Tunnelkarten, aber ich nehme jetzt hier einfach mal anstelle des Glue Pens meinen Ponal, weil ich ja in letzter Zeit Papier auch ganz gerne klebe mit dem Ponal Classic Holzleim eigentlich. Trage den hier auch dünn auf. Gut, hier habe ich auch die Nadelflasche, ne? Das ist vielleicht ein bisschen gemeiner Vergleich. 1, 2, 3, 4 wird zusammengeklebt mit der 5. Ja, das gefällt mir jetzt hier tatsächlich fast besser. Ich habe mir das eigentlich irgendwann mal angewöhnt, hier den Klebepen für diese Tunnelkarten zu verwenden, weil ich es bei den Tunnelkarten ganz gerne mag, wenn man die Motivlage so ein bisschen schieben kann. Ihr seht gleich, was ich meine. Ich habe jetzt hier erstmal dieses zusätzliche Segment zusammengeklebt, streiche das so ein bisschen aus und ich habe jetzt wahrscheinlich beim zweiten Durchgang auch ein bisschen vorsichtiger dosiert. Ich habe aber auch grundsätzlich den Eindruck, dass der Ponal Classic Holzleim, guck mal, ihr seht das jetzt im Vergleich wahrscheinlich relativ gut, ne? Dass das sich hier so richtig gewellt hat. Das ist bei dem Ponal nicht ganz so ausgeprägt. Der wellt das Papier meiner Meinung nach nicht so sehr. Ah ja, das schiebt sich hier so sehr. Achtung, der Perfektionist in mir muss jetzt erst nochmal frische Seitenteile schneiden. Es tut mir leid. Ich gucke mal, ob ich das hier mit dem Knopf am Plotter hinbekomme. Achtung, ich sage euch ja, ich bin nicht vorbereitet. Ich habe das vorher nicht geübt. Ich habe keine Ahnung, welche Knöpfe hier am Plotter was machen. Ich probiere jetzt einfach was aus. Wartet, ich hole euch mal zurück. Hole euch mal hier dazu. Ich klebe jetzt gerade einfach nur mein Papier andersrum wieder auf die Matte drauf. So wie ich es im Kopf habe, dass die Positionierung stimmen müsste. Und wir gucken mal kurz. Wartet, ich stelle euch um. Ha, bumm, zum Display. Das hat ja funktioniert. Ich rate einfach, weil so viele Knöpfe gibt es ja nicht. Ob das hier wohl... Ja, das war wohl der erneut Senden-Knopf, würde ich sagen. So. Ach, danke, Annette. Ich sehe gerade, du hast den Link für den Spachtel auch noch mal reingemacht. Super, vielen Dank. Ich lese gerade die Frage, lassen sich die Berg- und Talfalten besser mit Prägen oder mit den Strichschnitten falten? Meine Meinung, ganz ehrlich, von dem her, wie leicht es sich falten lässt, die Strichschnitte sind viel einfacher zu falten. Beim Prägen ist die Schwierigkeit immer eine ausreichende Prägeintensität auch zu bekommen, dass sich das Ganze dann am Ende auch wirklich schön falten lässt.
So, wir können eigentlich trotzdem weitermachen, wenn ihr mir sagt, dass der Plotter nicht zu laut ist im Hintergrund. Wartet mal. Ha, ich finde den Knopf. Irgendeiner davon ist es, der hier. Ich kann schon mal das Teil, mit dem ich weiterarbeiten will, an eine meiner Motivlagen ankleben. Das, was ich hier nicht gewählt habe, benutze ich jetzt dafür. Und ich sortiere jetzt zuerst einmal meine Motivlagen durch. Und zwar ist diese hier mit den Sternen, das ist die, die ganz in den Hintergrund kommt. So, das müsste so stimmen. Dann kommt die Frohes Festlage. Dann kommen hier diese zusätzlichen, diese hier, die Schnörkelsterne. Und ganz vorne kommt die Kreislage. So, ich sortiere mir das immer ganz gern und dann fange ich tatsächlich meistens mit der Lage 3 an, weil die Lage 3 hier bei meinem gefalteten Teil auf diese zusammengeklebte Lasche geklebt wird. Das heißt, ich nehme diese Lage 3 und klebe die jetzt einmal hier auf dieser Lasche an. Dafür trage ich auf der Lasche Kleber auf. Einmal dünn und lege meine Lage hier einmal auf. Ah, und hier fällt mir direkt schon was auf, was mir gar nicht gefällt. Das zeige ich euch auch gleich. Wir haben hier ein Thema, Freunde. Wir haben noch was gefunden, glaube ich. Was näherer Untersuchung bedarf. Nee, ich klebe das jetzt, klebe ich es trotzdem fest, ich klebe es trotzdem fest. Ich muss aber gleich schneiden. Ich zeige euch, was mir nicht gefällt. Seht ihr, was ich sehe? Die seitlichen Faltteile sind größer als meine geschnittene Motivlage. Das dürfte nicht so sein. Das ist in meiner Vorlage anders. Und das führt nachher dazu, dass es nicht schön steht. Ich habe jetzt die Vermutung, dass der Plotter nicht größengetreu geschnitten hat. Das heißt, als nächstes geht es ans Messen, meine Lieben. So, er ist hinter mir auch durch. Das heißt, ihr habt nicht mehr so eine schreckliche Geräuschkulisse hinten dran. Jetzt wird als erstes nochmal verglichen. Wir gucken einmal zusammen in die Software und sehen, dass eine solche Motivlage 92 mm genau groß sein sollte. Und wir gucken uns auch die Verbindungsteile nochmal an in der Software. Nicht, dass es da irgendwo einen Hiccup schon gab. Ne, hier seht ihr, dass die Höhe von dem Teil eigentlich 91 mm ist. Ne? Könnt ihr das sehen? Also 91 mm ist das Verbindungsteil hoch. Und diese quadratischen Formen sind 92 mal 92. So, und jetzt messen wir gemeinsam und ich bin ziemlich sicher, dass wir hier eine Abweichung feststellen werden. Da können wir jetzt eigentlich fast den Messschieber wieder bemühen. Ich kann euch jetzt schon definitiv sagen, kann ich euch das irgendwie so ranzoomen, dass ihr das auch seht, damit man sieht, dass ich hier keinen Mist erzähle. Das sind in der Höhe definitiv keine 92. Das sind, wenn es gut geht, vielleicht 90, aber mit Sicherheit keine 92. Das heißt, ich habe hier eine Abweichung auf der Y-Achse. Die Y-Achse wird im Plotter umgesetzt durch die Schneidematte. Das heißt, man könnte jetzt sagen, okay, vielleicht ist da eine selbstgebaute Schneidematte hier das Problem. Auf jeden Fall muss ich da näher auf die Suche gehen. Das ist nicht zufriedenstellend. Da muss auch wieder Hand angelegt werden. Eigentlich wäre jetzt das, was ich klassisch machen würde, die Streckeneinstellung. Müssen wir eigentlich gleich mal gucken. Eieiei, heute geht es gleich richtig rund. Ich messe auch hier mit dem Messschieber nochmal nach. Wir messen mal die Höhe. Wartet, wir setzen den Messschieber natürlich auch auf 0. So. Und wundern uns dann auch nicht, dass da komische Werte bei rauskommen. Und hier messe ich jetzt tatsächlich, ihr seht es genau nicht, 90,3. Oder doch das Rollending, geil. Naja, ich glaube eigentlich, dass das keine Rolle spielen darf, weil es wird ja an und für sich einfach nur die Matte vor und zurück bewegt. Ich messe mal die Breite, ob die genau stimmt. Ja, also bei der Breite stimmt es auch nicht genau, es sind 92,6. Also es ist auch zu viel. Es ist mehr, als es sein darf. Das heißt, die Maßhaltigkeit stimmt jetzt hier noch nicht. Und das ist schlecht. Also ich könnte mir jetzt hier natürlich erstmal Abhilfe schaffen, indem wir diese Seitenteile, die ich gerade um 90 Grad gedreht habe, wieder zurückdrehen, damit oben und unten zumindest zusammenpasst. Wartet, ich will das gerade mal verifizieren. Das müsste ich jetzt ja eigentlich auch merken, wenn ich die Lagen aufeinander lege und sie gegeneinander verdrehe. Dann muss man ja an irgendeiner Drehstelle eigentlich merken, oh ja, ja, das sieht man hier auch, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich sehe es, wenn ich die auf der einen Seite kantenbündig habe,
dass wir auf der anderen Seite eine ganz deutliche Abweichung haben. Das gefällt mir gar nicht. Was machen wir denn da? Nix mehr heute. Nein, nichts mehr heute. Ich schneide jetzt, ich drehe dieses Verbindungsteil und wir machen jetzt schnelles Troubleshooting. Ich will unbedingt eine fertige Tunnelkarte haben. Und dann gehe ich da selbst nochmal in die Details rein. Sind wir noch auf eine Sache gestoßen, die wirklich nicht so witzig ist. Also die ich zumindest nicht so witzig finde. Ich lege mir hier eine Kopie an. Das seht ihr gerade gar nicht. Ich schalte euch wieder um. Ich drehe das Teil einmal auf die Seite. Es müsste auf meinem A4-Papier eigentlich gerade noch unten drunter passen. Ja. Dirk schreibt, es kann auch noch an der Beta-Version liegen. Oh, Dirk, ich will es nicht hoffen. Eigentlich glaube ich es ehrlich gesagt nicht. Wenn man solche Probleme hat, dann hat man oft irgendwie ein Thema mit der Kalibrierung. Ich muss es mir aber tatsächlich im Detail angucken. Ich will da jetzt keinen Quatsch erzählen. Ich sende jetzt den Auftrag einfach nochmal. Ja, genau, die Frage wäre jetzt nächster Test ohne die Beta. Aber Fakt ist, dass ich ohne die Beta ja die Cameo 5 überhaupt nicht angezeigt bekommen habe. Das habt ihr vorhin ja auch gesehen. Oder nicht gesehen. Ich bin nicht sicher, ob ihr es gesehen habt. Wir schneiden jetzt diese Fallteile einfach nochmal. Und ich schaue mal so lange, ob ich dieses andere Teil retten kann. Oh, das klang gerade irgendwie sportlich. Als wäre irgendwas irgendwo dagegen gestoßen. Ja. Ich bin nur nicht so ganz sicher, was da wo dagegen stößt. Das muss ich mal noch rausfinden. Ah, hier. Das kriegen wir ja weg. Da ist meine Matte zu schön, zu nah dran und blieb hier unten hängen, wenn ich das hier jetzt richtig gesehen habe. Ja. Ach ja. Das ist übrigens was ja bei meiner Juliet einigermaßen gut funktioniert hat von Anfang an. Da ist die Maßhaltigkeit sehr gut. Okay, ich habe gerade versucht, ob ich diese Frohes Festlage retten kann, aber der habe ich jetzt leider gerade schon eine Ecke abgeschnitten. Und ich habe euch auch wieder nicht umgeschaltet, gell? Das heißt, ihr habt es gar nicht gesehen. Boah. Schneiden wir die auch nochmal neu? Ich weiß ja auch nicht. Es ist schon spät, ne? Aber ihr seid ja geduldig mit mir. Ja, Dirk schreibt gerade, da war die Matte ja auch nicht drin. Jetzt sollte sie aber auch in der anderen Version angezeigt werden. Ja, ich muss mal überlegen. Ich weiß noch nicht. Vielleicht mache ich, also bei Windows habe ich ja, wenn ich das richtig weiß, keine andere Wahl, als dann im Zweifelsfall nochmal diese neue Version komplett zu deinstallieren. Walter verabschiedet sich. Walter, gute Nacht. Schön, dass du es bisher spannend fandest. Maria sagt, sie hat noch eine Stunde. Ihr seid die Coolsten. Ja, dann schneiden wir die Form nochmal neu. Ich will wenigstens eine brauchbare Tunnelkarte hier rausholen. Vor allem habe ich diese Woche nicht noch einen Termin für noch einen Stream. Das heißt, was wir diese Woche noch rausfinden wollen, müssen wir einfach heute rausfinden. Okay. So. Schnitt ist durch. Wir nehmen jetzt entsprechend die unteren Teile. Ich räume die Matte einmal komplett ab. Ich muss gerade mal gucken, was ihr seht. Ob ihr die Matte seht. Ja, ne? Ihr seht die Matte. Ich glaube schon. Ich habe hier so viel Software offen, das ist wirklich, wirklich immer sportlich. Also hier unten, die Teile habt ihr jetzt nicht gesehen. Ich habe die hier am unteren Ende abgelöst. Ich mache die Matte noch einmal frei. So. Zack. Und schmeiß mir wieder eine frische Form auf die Matte. Einmal nochmal Tonkarton. Hier oben diesmal an die 5.
Ich kontrolliere jetzt auch gerade noch mal, wo die Rollen sitzen. Ich glaube, diese Rolle hier sitzt fest. Kann das sein oder kann ich die auch bewegen? Die hier kann ich bewegen, das habe ich rausgekriegt. Bei der bin ich nicht sicher. Wir fahren die Matte einmal raus. Jawohl, einmal auswerfen. Haben ja hier eigentlich auch eine Anlegelinie an der Seite, wie wir das so von Silhouette so schön kennen. Und setzen vielleicht diese Rolle, ja, hier wäre so ein Einrastpunkt, nochmal hier rüber. Gut. Wechseln zusammen in die Software und müssen jetzt die eine Lage, die ich jetzt hier angeklebt habe, bevor ich festgestellt habe, dass die Maße nicht passen, noch einmal neu schneiden. Oh, meine Augen sind zu schlecht. Ich muss mir das einmal etwas größer machen. Hört ihr mich eigentlich auch, wenn ich so leise bin? Ich bemühe mich immer in den Streams nicht so zu schreien. Ich hoffe, das geht trotzdem. Ist für mich alles noch ganz ungewohnt mit diesem Ansteckmikrofon. Wir werden aktuell noch Freunde. Also hoffe ich. Es sei denn, es verabschiedet sich jetzt demnächst und sagt, ja, Akku leer, vergiss es mal anders weiter. So, wir senden. Grit schneidet auch noch fleißig meine Christbaumkugeln. Hervorragend, Grit. Was gibt's Besseres? Stream und nebenbei basteln. Das klingt doch gut. Veronika schreibt, das Mikro ist klasse, ich bin immer gut zu verstehen. Dann bin ich froh. Wir kleben jetzt diese Tunnelkarte und danach gucke ich mal, ob ich noch den total übermotivierten habe, weil wenn ich noch den total übermotivierten habe, dann würde ich spontan noch versuchen, ob die Streckeneinstellung funktioniert. Das wäre jetzt mein normales Standard-Troubleshooting, wäre mal die Streckeneinstellung anzupassen. Wir gucken mal. Eigentlich ist es schon zu spät für alles. Wir sind jetzt gleich schon 3 Stunden live. Das ist bald schon so ein Halbtagesstream. Die Frage, ob der Rollenhalter das Ergebnis noch beeinflusst, die kann ich leider noch nicht beantworten, weil ich den Rollenhalter einfach selbst gerade erst entdeckt habe und noch gar nichts damit gemacht habe. Das heißt, ich werde es versuchen, ich werde mir das nochmal angucken, aber an und für sich führt ja der Plotter schon so wie die anderen auch hier mit den Rollen und mit dieser Antriebswelle unter den Rollen die Matte durchs Gerät. Das heißt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es wirklich erforderlich sein sollte, den Rollenhalter hier zum Einsatz zu bringen, obwohl ich eigentlich nur auf einer ganz normalen Schneidematte schneide. Also ich glaube nicht, dass das Problem löst. Ich kann falsch liegen. Man weiß es ja immer erst, wenn man es wirklich ausprobiert hat. Es kann schon sein, dass ich da daneben liege. Aber ich glaube es eigentlich nicht. So. Ich komme wieder rüber zur anderen Kamera. Hat das geklappt? Ja, ich glaube, es hat geklappt. Irgendwie habe ich hier im Moment ständig das YouTube-Bild im Vordergrund. Wenn ihr jetzt hier was leise knödeln hört, dann ist es mein allerliebster Dackel, der jetzt der Meinung ist, dass es langsam reichen würde. So, hier habe ich jetzt Teile, die ich rausnehmen muss. Also hier hat es mit dem Durchschneiden diesmal nicht perfekt funktioniert. Ich überlege aber gerade, die Einstellung hatte ich aber angepasst, oder? Die Bastelkarton-Einstellung. Sehen wir gleich, wenn wir wieder in die Software gehen. So. Gut. Ja, neuer Anlauf, neues Glück, würde ich sagen. Hier hinter mir habe ich einmal die Teile und ich habe sie jetzt beide einmal hochkant, einmal quer und ich halte es diesmal vorher nebendran. So, das sind die jetzt passen. Ich habe da einen Tipp für euch. Ihr habt es jetzt ja hier an meinen Problemen gesehen. Ich hatte jetzt hier einfach ein Thema damit, dass der mir in der Höhe und in der Breite die Form etwas anders umgesetzt hat. Und das ist was man beherzigen muss. Das passiert bei Plottern häufiger, als man denkt. Oftmals fällt es den Leuten gar nicht so richtig auf. Aber wenn ihr hier, wie ich, das Ganze feststellt, dann prüft mal bei eurem Plotter, ob quasi auf der X- und der Y-Achse 10 cm, die ihr in der Software als Vorgabe habt, auch wirklich als 10 cm
im Ergebnis geschnitten werden. Das ist nämlich leider öfter nicht der Fall, als man denkt. Und ihr könnt das Problem so ein bisschen umgehen, indem ihr die Formen immer alle gleich ausrichtet auf der Matte. Das heißt, ich habe jetzt einfach meine Faltteile wieder hochkant gedreht, damit die genauso orientiert waren wie die Motivlagen. Die habe ich nämlich auch hochkant auf der Matte geschnitten. Und wenn man das dann bei den Formen durchweg so macht, dann hat man den Versatz wenigstens immer in der gleichen Richtung. Oh ja, und ich habe jetzt hier meinen Kleber antrocknen lassen. Dann hat man den Versatz immer in der gleichen Richtung und das Problem habe ich jetzt hier bei der Tunnelkarte so ein bisschen aus dem Weg geräumt. Das heißt, die werde ich jetzt kleben können und werde sie verwenden können, auch wenn das Resultat natürlich nicht perfekt ist, weil sie wird nicht genau quadratisch sein. Das Einzige, was mich da tröstet, ist, wer das nicht weiß, der wird es nicht merken wahrscheinlich, ne? Weil die Abweichung ja nicht so absurd riesig war. Ich bleibe bis zum Schluss, wie süß. Ja, ich darf ganz gelassen weitermachen, das ist doch schön. Heike, schau dir den Rest ganz in Ruhe an. Es ist schon wirklich spät. Ich nehme das keinem übel, wenn der jetzt sagt, er geht jetzt ins Bett, es reicht jetzt. Die Aufzeichnung bleibt online, wenn nicht noch irgendwelche technischen Krisen passieren, was sich nie ganz ausschließen lässt. Gerade heute sind wir uns da sicher einig. Aber ansonsten kann man sich das Ganze nachher ganz in Ruhe angucken. So. Meine Verbindungsteile sind frisch geklebt. Wir machen da weiter, wo wir vorhin stehen geblieben sind, nämlich ich klebe meine Lage 3 ein. Dafür trage ich jetzt hier auf dieser einen zusammengeklebten Lasche auf der hinteren von vorne auch wieder Kleber auf. Auch einfach wieder dünn. Und dann wird der Rand hier eingeklebt und schon habe ich auch das Problem nicht mehr, dass hier mein Verbindungsteil zu groß wäre. Aber ich bin gerade eigentlich froh tatsächlich, dass wir auf das Problem gestoßen sind, weil diese Maßhaltigkeitsthemen, das ist was mir persönlich total wichtig ist, weil ich halt nun mal die Plotter verwende, um meine Dateien für euch zu erstellen. Und ganz ehrlich, ich optimiere oft im Bereich irgendwie, da geht es um 0,2 mm. Und wenn der mir jetzt hier einen Versatz in den Formen schneidet, links, rechts, oben, unten, dann kann ich keine Dateien erstellen, die so genau sind. Ja, ich lese gerade Steffi, die auch sagt, es würde sie jetzt auch interessieren mit der Streckeneinstellung, ne, mit der Testung. Ja, wir gucken. Ich glaube, wir gucken wirklich noch, weil ich weiß wirklich nicht, wann ich zunächst das nächste Mal die Gelegenheit habe, das zu machen. Es wäre frühestens nächste Woche irgendwann und dann sind wir wieder alle nicht mehr im Thema drin. Und eigentlich mit den Projekten auch schon wieder bei was ganz anderem. Vielleicht machen wir es jetzt wirklich einfach noch. Ich bin ein Nachtmensch. Einige von euch wissen das ja schon von mir, dass ich sowieso jemand bin, der nachts immer rumschafft. Und selbst wenn ich den Stream jetzt ausschalten würde, würde ich natürlich sowieso versuchen, dem Problem auf den Grund zu gehen. Das heißt, ich würde so oder so versuchen, hier zu troubleshooten. Hier versuche ich jetzt übrigens gerade auch rauszufinden, was hier oben und unten war beim Schneiden. So passt es, glaube ich. Passt es so? Insofern können wir es auch einfach gemeinsam machen. Ich kann keinen Erfolg versprechen, aber ich habe das Thema mit der Streckeneinstellung schon bei anderen Plottern erfolgreich bekämpft, behoben, durchgeführt. Bei den Silhouette-Plottern ist das was man standardmäßig prüfen und ja, gegebenenfalls auch korrigieren muss. Das ist auch übrigens was bei den neueren Geräten in den letzten Jahren sehr schlecht funktioniert hat. Wäre also tatsächlich interessant zu sehen, ob das bei der Cameo 5 auf Anhieb funktioniert oder ob man da auch so einen Kampf und Krampf hat, dass dieser Korrekturwert dann letzten Endes auch umgesetzt wird. So, ich habe jetzt die Lage 1 vorne aufgeklebt. Jetzt gucke ich gerade nochmal, wie die Lage 4 hinten dran gehört. Klebt die hinten an und dann gibt ihr mir noch so ungefähr 3 Minuten und dann ist die Tunnelkarte fertig. Eigentlich wäre es Zeit für eine Trinkpause, aber vor lauter Technikstress vor meinem Stream habe ich nicht mal daran gedacht, hier irgendwas zu trinken mit hochzubringen. Aber ich werde schon nicht verdursten in den paar Minuten. So. Uah, ich hoffe, ich habe den Kleber jetzt nicht überall auf die Vorderseite geschmiert.
Hi, vielleicht ist es doch schon ein kleines bisschen spät. Aber nur vielleicht. Okay. Was noch passieren könnte, ist, dass das Mikro sich irgendwann abmeldet und sagt, so, du warst jetzt 3 Stunden auf dem Akku und vorher schon eine Stunde zum Ausprobieren. So. Passt das? Passt das? Hier oben hängt schon noch was zusammen. Das passiert, wenn man unsauber klebt. So, jetzt. Jetzt passt's. Jetzt noch schnell die zweite Seite und dann bin ich glücklich. Dann habe ich nämlich wenigstens auch ein fertiges Projekt nach heute Abend. Und es ist ja langsam Zeit, dass man die Weihnachtsgeschenke so ein bisschen zusammenbekommt. Und da ist ja so ein Kärtchen vielleicht schon mal ein ganz guter Anfang. Solange ihr keinem verratet, dass es eigentlich quadratisch sein soll. Das darf man einfach nicht dazu sagen. So. Eigentlich, was mir jetzt noch fehlt, ist Ton. Ich brauche jetzt in Zukunft noch einen Knopf im Ohr, wo mir irgendwie eine Stimme eure Nachrichten vorliest. Dann hätte ich noch irgendwie den noch besseren Draht zu euren Kommentaren. Ja, ich habe bescheuerte Ideen, aber ihr könnt mir glauben, ich google das nachher noch. Ja, dir gute Nacht. Gute Nacht an alle, die sich jetzt verabschieden. Ich kann euch so gut verstehen. Es ist wirklich schon spät. Und es hat nicht jeder das Privileg, morgen früh so wie ich auszuschlafen. Das werde ich mir einfach gönnen nach dem Stream heute Abend. Ihr könnt ganz in Ruhe in die Aufzeichnung schauen, wenn es euch interessiert, wie das Ganze ausgeht. Wir schauen uns wirklich, glaube ich, die Streckeneinstellung anschließend noch an. Es wird spät und später, aber es ist jetzt dann einfach so. Ziehen wir heute in dem einen Stream einfach wieder durch. Tatsächlich bin ich das so ein bisschen gewohnt. Ich will euch ja nicht verschrecken, aber ich kenne das eigentlich aus meinem Club. Liebe Grüße gehen raus. Am Donnerstagabend basteln wir wieder zusammen. Das ist der letzte Clubabend dieses Jahr. Es wird bestimmt auch ein langer Abend. Und die kennen das von mir. Wir finden immer noch irgendwas, was uns interessiert und worüber wir uns unterhalten. Und ja, dadurch, dass ich so ein Nachtmensch bin, macht mir das auch gar nichts aus. So. So. Ja, wunderbar. Das tut mir gerade gut nach dem ganzen Technikstress heute. Die ist jetzt nicht perfekt geklebt. Das ist alles ein bisschen schnell und husch husch. Aber ich zeige euch trotzdem das Ergebnis. Wartet, noch einmal schön platt machen. So. Einmal schön auffächern, dass die Tiefe wirklich auch schön zur Geltung kommt. So. Und? Schön, oder? Ich bin glücklich. Und es ist wirklich ein einfaches Projekt, wenn man nicht zwischendurch noch so verrückte Sachen macht wie ich. Gefällt mir sehr gut. Also ja, Eigenlob stinkt, ich weiß. Aber eigentlich braucht es mal wieder mehr Tunnelkarten, weil das so schön ist, dass die so schnell gemacht sind. Ne? Ja, Florian müsste bei mir sitzen, da wäre ich auch wirklich sehr dafür. Ja. So. Gut, meine Lieben. Schaka. Geschafft. Astrid ist auch eine Nachteule, macht nebenher die Buchhaltung. Sehr gut, Astrid. Ja? Wir schalten jetzt noch einmal um. Wir bringen dem Plotter jetzt nach Möglichkeit noch bei, dass Quadrate sein sollen. Wartet. Ich übe. Ja, nein. Shit. Irgendeiner von den Knöpfen, oder sind es alles die Kameraknöpfe? Das sind alles die Kameraknöpfe. Vergesst es. So, Fensteraufnahme. Bumm. Ich zeige euch erstmal ganz grundsätzlich, wo sich dieser Dialog versteckt. Und zwar, wenn ihr hier im Sendendialog seid, jetzt hat er es schon offen, man sieht schon, dass ich schon drin war. Ich gehe nochmal zurück, dass ihr es wirklich auch seht. Also ihr seid hier im Senden, macht einen Rechtsklick hier unten auf die Maschine und klickt dann auf Streckeneinstellung. Dann öffnet sich dieses Fenster. Und eigentlich möchte der, dass ihr diese Testseite ausdruckt. Aber tatsächlich wird er nichts anderes machen, als hier auf der Strecke AB 20 cm zu schneiden und auf der Strecke 1,2 20 cm zu schneiden. Und ich persönlich finde das so ein bisschen Quatsch oder Verschwendung, dafür extra irgendwelche Seiten auszudrucken. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ihr könnt genauso einfach selbst ein Quadrat erstellen, das 20 x 20 groß ist und könnt das schneiden lassen oder könnt selbst die Striche da setzen, wo ihr sie setzen wollt. Und wenn ihr eben selbst die Striche setzt, habt ihr einfach den Vorteil, dass ihr den Test auf einem Blatt Papier
mehrfach ausführen könnt, ohne jedes Mal ein neues Blatt Papier drucken zu müssen. Das macht ja mal überhaupt gar keinen Sinn. So. Das heißt, ich habe mir jetzt hier einfach schon im Hintergrund wieder ein Blatt Papier auf meine Matte geklebt. Sorry, ich übe das noch, dass ich euch in Zukunft auch umschalte. Wir machen mal eine neue Seite auf. Ich gebe mal hier für die Materialmaße meine Standardmaße ein und mache mir jetzt einfach selbst hier, weiß ich nicht, ein Quadrat von mir aus mit 20 mal 20. So, ich kann ja hier die Werte direkt eingeben. Auch dieses Fenster fehlt mir hier oben aktuell aufgrund der kleinen Größe. Hier versteckt sich's. 200 mm eingeben. Ich habe jetzt gerade ein A4-Papier auf die Matte geklebt, auf der Höhe unter 5. 3, 4, 5. Und ihr müsstet jetzt eigentlich auch nicht die komplette Form schneiden. Ich schneide sie jetzt einfach trotzdem mal, um wirklich messen zu können. Und ich suche auch gleich noch nach einem passenden Lineal, weil die Schwierigkeit dabei ist jetzt gleich auch die, dass man sehr genau die Nachkommastelle eigentlich messen muss. Aber wir werden jetzt auch gleich sehr schnell sehen, ob er die Anpassung überhaupt nimmt. Wir werden jetzt wahrscheinlich gleich relativ radikal anpassen. Einfach mal gucken, ob er die Werte wirklich akzeptiert. Also ich nehme die 20 mal 20, beende jetzt hier einfach diesen Dialog. Man kann den ja zumachen und kann dann ganz normal seinen Auftrag senden. Was an den 20 mal 20, wenn ich die so schneide, schön ist, ist, dass ich nachher gleich sehen kann, wenn ich die Korrekturwerte angewendet habe, ob der Schnitt tatsächlich irgendwo anders landet. Das heißt, ich sende mit meinen ganz normalen Bastelkarton-Einstellungen, schalte euch schon rüber zum Plotter. So, dann schauen wir nochmal gemeinsam in die Software. Ich mache hier wieder einen Rechtsklick in die Streckeneinstellung. Und ihr seht jetzt links, rechts nennt der AB oben, unten 1, 2. Das heißt, das benutzen wir jetzt gleich hier drüben. Sorry, ich wollte euch eigentlich einmal hier rüberlegen. Das ist das Einzige. Wenn man jetzt selbst hantiert und halt nichts gedruckt hat, sondern das selbst von Hand macht, dann muss man sich merken, was, wo welche Richtung ist. Das hier ist AB und oben, unten ist 1, 2. Das hier war oben im Plotter. So. Ich kann das sogar hier liegen lassen eigentlich. Wir können direkt hier messen. Und das ist wirklich relativ heftig. Wartet, ich muss mal gucken, dass ich euch nicht im Bild bin. Ich messe jetzt hier irgendwie nur 19,8, wenn es gut geht. Das heißt, hier fehlen 2 mm. Und 2 mm auf einer Höhe von 200 mm, das ist schon echt heftig. Das heißt, wir stellen zuerst AB gemeinsam ein, gehen in die Fensteraufnahme. Und jetzt muss ich hier bei der Entfernung AB das einstellen, was ich abgelesen habe. Das heißt, ich habe gerade gesagt, mir fehlen runde 2 mm. Ich stelle also bei AB jetzt runter auf 198,0. Und er sagt mir, er rechnet hier mit 1%. Ne, das passt. 2 von 200 mm sind versetzt. Das heißt, er wird hier das Ganze um 1% anpassen. Ich habe aber selbst gerade Murks gemacht. Achtung. AB ist links, rechts und wir haben gerade gemessen 1, 2 oben, unten. Das heißt, ich muss die 198 auch auf oben, unten Strecke 1, 2 einstellen. So. Jetzt messe ich noch die andere Richtung. Einmal hier. Hier ist es tatsächlich auch zu wenig. Aber hier ist es nicht ganz so extrem. Hier würde ich sagen, sind es jetzt vielleicht 199. Das tragen wir jetzt hier auch in der Fensteraufnahme entsprechend ein. Das ist jetzt tatsächlich AB und da gehen wir von den 198 einfach hoch auf die 199. So, und eigentlich sollte er das jetzt so schon übernehmen. Das heißt, wir müssten auf der einen Seite eine Korrektur um 0,5% haben, auf der anderen Seite um 1%. Ich öffne die Streckeneinstellung wieder. Und an und für sich sieht es hier so aus, als hätte er sich die Korrekturwerte gemerkt. Was allerdings hier trotzdem komisch ist, ist, dass er hier unten, wenn ich auf die 199 gehe, keinen Prozentwert
ausspuckt. Hier in diesem Fenster. Hier müsste er eigentlich eine Korrektur angeben. Aber wir übernehmen die Werte jetzt einfach so. Ich beende das Ganze. Und ich sende jetzt genau denselben Auftrag nochmal. Ich habe die Matte nicht ausgeworfen jetzt in der Zwischenzeit, ne? Nicht, dass ihr euch wundert. Schaltet euch wieder rüber. Wir senden nochmal. Bringen noch einmal mein Lineal in Sicherheit. Also auf jeden Fall hat sich was geändert. Es hat sich auf jeden Fall was getan. Ich muss jetzt gerade mal gucken, ob ich euch das eingefangen bekomme. Näher, näher, näher ran. Ich löse es euch sonst. Genau, Martina hatte auch aufgepasst. Genau, danke Martina. Ich hatte 1,2 gemessen. Die Kommentare kommen hier einfach ultra verzögert rein, aber du hast gut aufgepasst, Martina. So, ich habe jetzt hier eine neue Linie und es ist ganz spannend, dass sich hier jetzt auch insgesamt schon ein Versatz ergibt, aber es ist eigentlich auch klar, weil der natürlich von oben her auch versetzt. Ich messe jetzt hier erneut. Und das könnte sogar gut aussehen. Ich glaube, ich habe jetzt hier schon meine 20. Die Frage, die sich jetzt hier natürlich stellt, das habe ich nicht so richtig bedacht, ist, hier müsste meine Neulinie jetzt beginnen. Hier müsste das Ende sein. Also ich habe hier wieder ein Quadrat, das ich erkennen kann. Hätte ich jetzt idealerweise meinen ersten Schnitt noch kurz markiert. Und jetzt lese ich hier tatsächlich 20 ab. 20 in dieser Richtung und auch 20 in dieser Richtung. Also ich würde ad hoc jetzt erstmal sagen, dass das funktioniert hat. Ich hole die Matte jetzt hier nochmal raus und zeige euch das gleich nochmal unter der anderen Kamera, dass ihr wirklich seht, dass ich jetzt hier andere Ergebnisse bekommen habe. Das freut mich tatsächlich, weil es nämlich im Klartext heißt, dass der meine Streckeneinstellung, die ich hier vorgenommen habe, auch wirklich angewendet hat. Das ist gut. Das ist ein sehr gutes Zeichen. So, ich hole euch das Ganze einmal hier ran. Zoom nochmal ein bisschen aus. So. Damit hätten wir das Problem jetzt ja wirklich sehr schnell gefixt. So, und ich nehme jetzt mal das große Teil aus der Mitte raus. Also hier links, rechts, ne, war AB, oben, unten 1, 2. Und wenn ich jetzt hier dieses erste Quadratteil rausnehme, dann müsstet ihr jetzt hier auch sehen, dass es hier unten nochmal so einen Rand gibt in der Höhe, ne, und zur Seite hin. Also er hat tatsächlich in der Höhe mehr geschnitten und zur Seite hin auch mehr, aber zur Seite hin ist der Versatz etwas kleiner als in der Höhe. Und in der Höhe täuscht es noch, weil er auch oben, unten natürlich insgesamt einen Versatz drin hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein zweites Messen sah sehr gut aus. Das sah wirklich aus nach 20 mal 20. Wer jetzt nicht immer ein komplettes Blatt verballern will, ne? Also ihr müsst jetzt ja nicht diese 200 mal 200 auch komplett wegwerfen. Man kann jetzt ja hier noch was rausschneiden. Man kann aber jetzt auch einfach noch eins machen, nämlich wirklich nochmal kleiner schneiden. Das werde ich jetzt auch noch schnell tun. 10 mal 10 wäre jetzt mein nächster Test, weil ich die 10 mal 10 tatsächlich auch mit meinem Messschieber noch messen kann. Und ich finde immer, gerade wer einen digitalen Messschieber hat, Messung mit dem Messschieber doch nochmal eine ganze Kante genauer als mit bloßem Auge. Das heißt, damit könnte ich dann auch nochmal nachkorrigieren. Wenn man 10 mal 10 Formen schneidet und ausmisst, ist der einzige Trick der, dass man die Werte immer mal 2 nehmen muss, logischerweise, ne? Deshalb ist 10 mal 10 clever, weil das genau die Hälfte ist und weil die Umrechnung dann eben entsprechend einfach funktioniert. Das heißt, ich bringe das hier einmal auf 50%, dann sind es 10 cm. Und wir schneiden das nochmal wieder unter der Höhe von 5. Dafür kann ich sogar mein Papier von gerade nochmal verwenden. Wir gehen also wieder zusammen einmal auf die Kamera. Wartet, ich fahre die nochmal rum. So. Tada, Cameo komplett. Das macht mir auch immer noch Spaß. Ich weiß, das Spielkind in mir ist glücklich. So, klebe also das Papier nochmal auf. Lege das Ganze hier an der Linie wieder an. Gut, fahre die Matte einmal rein. Habe jetzt bewusst hier oben übrigens an der 4 angeklebt. Habe hier aber genug Luft sozusagen nach unten. Und gehe mit euch noch einmal in die Software und wir senden hier ganz normal den Auftrag. Hoppala.
messe ich jetzt noch einmal mit euch zusammen und ich hoffe, dass das jetzt direkt klappt. Achtung, wir gehen wieder rüber auf die andere Kamera. Ich hole das Ganze einmal aus dem Plotter raus. Bringe es einfach im Ganzen mit. Ne, dann habt ihr hier auch nochmal die Orientierung. Hier ist oben an der Matte, das heißt, hier seht ihr auch noch meine alte Anzeichnung. Hier links, rechts ist AB, 1, 2 ist oben, unten. Und ihr seht es wahrscheinlich mit dem Weiß unheimlich schlecht. Aber ich übertrage mir genau das hier auch nochmal auf mein Quadrat, bevor ich es ablöse. Dann geht mir da nichts verloren. Und jetzt können wir nämlich richtig schön messen. Jetzt kann ich einfach den Messschieber mal anlegen. So, und das ist jetzt viel besser. Schaut mal. Das sind jetzt 100,1 bzw. wirklich 100 mm in der Höhe. Ich kann es wirklich auf die 100 genau ranschieben. Kann man den lesen? Könnt ihr ihn sehen? Ich bin immer nicht sicher, ob ihr den sehen könnt. Ich sehe das Bild, ich sehe das Vorschaubild, das ihr seht hier nur ultra klein. Aber so haut es hin. Also jetzt habe ich in der Höhe 100 und habe auch hier in der Breite, messen wir es auch nochmal nach. Könnten wir sonst auch nochmal fein justieren im Zweifelsfall. Hier sagt er mir jetzt tatsächlich noch, wartet, 100,3, 100,2. Also in der Breite ist es jetzt sogar ein kleines bisschen zu viel. Ich verifiziere das nochmal, wenn ihr einen Messschieber habt wie ich, der hier hinten diese zusätzlichen Messteile hat, dann kann man nämlich auch sehr schön hier innen messen. Das kann man manchmal sogar schöner anlegen, als wenn man außen misst. Sagte sie und tat sich direkt wieder schwer. Was haben wir hier in der Höhe? Es darf einem dann halt auch nicht mehr verrutschen beim Abnehmen. 99,9, also 0,1 mm höchstens Abweichung jetzt aktuell. Und links und rechts ist er mir jetzt tatsächlich ausgegangen. Jetzt ärgert mich auch noch der Messschieber. Leute, es ist Zeit für Feierabend. Was hat er denn jetzt? Okay, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich mach einfach einmal die Batterie raus und mache sie wieder rein. Heute hat wirklich alles irgendwie zeitweise nicht funktioniert. So, einmal auf 0 setzen, einmal nachmessen. 100,2. Also hier links, rechts könnte ich jetzt sogar noch mal minimal runter korrigieren. 100,1. Also ich bin nicht sicher, ob das jetzt hier tatsächlich, ihr seht, gerade mag der Messschieber nicht, ob das jetzt wirklich ein akkurater Messwert ist. Aber an und für sich hat die Korrektur geklappt. Und ich hoffe, ihr habt gesehen und verstanden, dass es wirklich eine einfache Sache ist. Wenn ich hier manuell messe, ja, ist fast gut. Es könnte wirklich noch ein Mühe zu viel sein. So, und ich zeige euch einfach jetzt noch schnell, was ihr machen könnt, wenn ihr auch feststellt, ach so, eine kleine Änderung hätte ich gerne noch. Ihr geht einfach wieder mit Rechtsklick erneut in die Streckeneinstellung. Er lädt mir die Streckeneinstellung und ich habe jetzt ja hier aktuell auf der Strecke AB minimal das Gefühl, habe ich zu viel korrigiert. Und jetzt ist das Problem, es nützt nichts, wenn ihr euren neuen Messwert eintragt. Ihr müsst jetzt hier den Korrekturfaktor einfach geringfügig reduzieren. Er hat jetzt ja zu viel in die Breite gestreckt und wir wollen jetzt das Ganze wieder so ein kleines bisschen zurücknehmen. Dafür schieben wir den Regler einfach wieder näher an die 200 dran. Also ihr müsst es mit diesem Entfernungsregler bei der Streckeneinstellung so verstehen, umso weiter ihr diesen Regler von diesem Mittelpunkt von den 200 wegregelt, umso stärker wird korrigiert. Das heißt, umso mehr ich das Ganze nach links schiebe, umso mehr wird der Wert gestreckt. Umso weiter ich den Regler von über die 200 hinaus nach rechts schiebe, umso kleiner wird der Wert runtergerechnet. Und ich habe jetzt ja hier den Wert nach links geschoben, weil ich vorher zu wenig gemessen habe und jetzt ist es ein bisschen zu viel. Das heißt, ich habe überkorrigiert. Ich muss also meinen Regler ein ganz kleines bisschen mehr wieder Richtung 200 schieben. So, und das Ganze einfach wieder beenden und er hat es jetzt ja vorher sofort übernommen. Das heißt, jetzt würde man einfach wieder schneiden und sich wieder das Ergebnis angucken. Ha! Ich gucke noch mal frisch in eure Kommentare und würde sagen, geschafft für heute. Oder? Geschafft, fertig mit den Nerven, fertig mit Ergebnissen aber auch. Ich bin sehr happy. Wir haben auch wirklich Ergebnisse produziert.
Ich bin sehr glücklich über das Ergebnis mit der kleinen Tunnelkarte, die ich vor lauter Begeisterung jetzt schon wieder verlegt habe, irgendwo hin. Ha, Leute, heute. Ich finde die morgen wieder beim Aufräumen. Ha, okay. Aber der Korrekturwert wurde direkt angenommen und das ist super. Darüber freue ich mich sehr. Die spannende Frage ist jetzt tatsächlich, wenn ich morgen das Ganze wieder anschalte, ist der Korrekturwert hoffentlich noch da? Eigentlich sollte es so sein, weil nur zu eurem Verständnis, dieser Korrekturwert, den man da eingibt in der Streckeneinstellung, der wird im Plotter gespeichert. Das heißt, der wird an den Plotter übertragen und wird eigentlich im Plotter gespeichert und nicht hier in eurer Software. Das macht auch Sinn, weil dieses Streckeneinstellungsthema hardware-spezifisch ist. Ne? Und das ist bei jedem Plotter auch ein bisschen anders und je nachdem, welche Matte ihr verwendet, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, auf der Y-Achse hat auch die Matte darauf einen relativ starken Einfluss, kann auch das eine Rolle spielen. Deshalb macht es Sinn, dass dieser Wert da drinnen gespeichert wird. Hat aber bei mir auch bei der Cameo 4 nie richtig geklappt. Es war ein ständiges Hin und Her, einspeichern, Software ausmachen, Software wieder anmachen. Und dann hat er es doch nicht genommen, dann habe ich noch einen Anlauf gemacht und ich bin sehr glücklich gerade darüber, dass das hier augenscheinlich nicht zum Problem wird bei der Cameo 5, weil der hat ja den Korrekturwert sofort genommen. Karin stellt die alles entscheidende Frage. Wird die 5 bleiben? Bleiben dürfen? Stand heute sage ich ja. Nachdem das mit der Korrektur geklappt hat, ja. Hätte das mit dem Korrekturfaktor jetzt nicht geklappt, wäre die Antwort sofort nein. Ja. Und jetzt mein bisheriges Gesamtresümee. Jawohl, Claudia, ich versuch's. Also, erster Eindruck, keine Ahnung, ob schwarz eine gute Wahl war, egal, die Farbe, ich weiß, die Farbe interessiert euch nicht. Ich bin sehr positiv überrascht, was die Kreise angeht, weil ich einfach aufgrund meiner Vorerfahrung mit der Cameo 4 Schlimmes befürchtet habe, sehr Schlimmes befürchtet habe. Es war viel besser als erwartet. Ich habe vorhin ja schon so ein kleines bisschen gemäkelt, das habt ihr schon durchgehört, wo ich gesagt habe, sie sind nicht ganz perfekt rund, die Kreise. Wäre jetzt eigentlich spannend, nochmal zu schneiden nach der Korrektur, weil ich habe ja schon eine relativ ordentliche Korrektur angewendet. Ich finde die Geschwindigkeit okay. Ich war positiv überrascht, wie gut ich jetzt mit einem Schnitt durchgekommen bin. Ich muss aber auch dazu sagen, wir haben heute mit dem Automatikmesser geschnitten. Ich werde das Ganze natürlich sofort als nächstes mit dem CB09 versuchen, weil ihr wisst auch, dass ich sonst alles mit dem CB09 mache. Das wird noch ein wichtiger Faktor sein bei der Frage, darf das Ding bleiben, darf es nicht bleiben? Wie gut funktioniert das CB09 im Adapter in der Maschine? Weil ich keine Lust habe, für immer ein Automatikmesser zu verwenden. Ich habe das jetzt heute verwendet, damit mir nachher nicht wieder gesagt wird, ja, du hast ja aber deinen Test mit den kleinen Kreisen auch mit einem Nicht-Originalmesser gemacht. Ich habe bewusst ein Originalmesser verwendet, aus diesem Grund. Claudia sagt, auf schwarz sieht man die Kratzer deutlicher. Oh, oh. Ich dachte halt, schwarz verfärbt sich nicht so hässlich gelb und ich sag's euch ehrlich, wie es ist. Als ich ihn bestellt habe, war er in weiß auch überhaupt nicht verfügbar. Aber ich überlege schon gerade, wenn ich jetzt mit euch öfter mal am Plotter was mache, ob der schwarze bleiben darf oder ob nicht weiß doch besser wäre, weil ich finde schon, dass in der schwarzen Maschine man viele Dinge nicht so gut sieht. War jetzt mein Eindruck heute. Bisschen mehr Licht wäre da manchmal gar nicht so schlecht. Wie wär's nochmal, Kreise testen? Ja, Christine, eigentlich schon, ne? Ja, die Monks unter euch mit mir zusammen hätten jetzt wahrscheinlich Lust, nochmal Kreise zu testen. Ja, ich lese auch gerade Marina, die sagt, sie hat sich bequatschen lassen und einen Brother-Plotter geholt. Statt dem Cameo 5. Ärgert sich, aber weil der auch Eierkreise schneidet. Ja, gut, ich weiß auch, dass nicht jeder so viel Wert auf kleine, runde Kreise legt wie ich, aber für mich ist es ein absolutes No-Go-Kriterium, wenn ein Plotter keine kleinen Kreise schneiden kann. Aber hat er sehr gut gemacht. Also für das, was ich erwartet habe. Ich habe Schlimmstes erwartet und wurde positiv überrascht, aber ich habe auch ganz bewusst die Erwartung tief angesetzt. Ich würde sagen, die Geschwindigkeit war gut. Was ich nicht so richtig erklären kann, ist, ich habe jetzt keinen drastischen Unterschied gemerkt zwischen 10 und 20. Wo ich sage, da müsste man ja eigentlich, ich meine, das ist doppelte Geschwindigkeit, so rein mathematisch, da müsste man eigentlich echt was merken. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass der irgendwo so eine Art Limit drin hat, wenn es um kleine runde Formen geht. So, keine Ahnung. Da müsste ich einfach nochmal tiefer einsteigen. Ich habe aber tatsächlich auch noch für mich
eine Woche Zeit. Ich hatte nämlich das Glück, dass ich tatsächlich die Widerrufsfrist verlängert bekommen habe. Ich habe noch eine Woche Zeit, mich zu entscheiden, ob er bleiben darf oder ob er gehen soll. Ich werde mir das nochmal in Ruhe angucken. Ich werde ihn jetzt einfach benutzen. Also ich werde ihn jetzt einfach diese Woche benutzen, um meine Projekte fertig zu machen, die noch ausstehen. Und dann dürft ihr mich in der Woche nochmal fragen, ob er endgültig bleiben darf. Stand heute Abend, ich bin sehr happy über die kleinen Kreise. Ich bin positiv angetan von der Geschwindigkeit. Ich bin sehr glücklich darüber, dass sich jetzt zumindest die Streckeneinstellung direkt auch synchronisiert hat, dass es geklappt hat mit der Korrektur. Das muss aber auch funktionieren, das sage ich gerade nochmal dazu, weil nicht präziser Schnitt ist für mich ein No-Go. Macht euch doch den Spaß und probiert es als kleine Hausaufgabe und Inspiration für euren Plotteralltag einfach mal bei eurem Plotter aus. Schneidet mal ein Quadrat in 10 x 10 cm, markiert euch, bevor ihr es aus dem Plotter nehmt, die Y-Achse und die X-Achse und messt dann nach, wie präzise euer Plotter schneidet. Wichtig, weil wenn man komplexe Projekte umsetzt, die ich, wie gesagt, auf 0,2 mm genau immer zurecht friemel für euch, dann wäre das total blöd, wenn ihr das gar nicht so genau umsetzen würde. So, genug für heute. Ich bin total platt. 23 Uhr. Wann sind wir gestartet? Um 7:30. 3,5 Stunden. War schon sportlich. Danke nochmal für eure Zeit, für eure Unterstützung. Ich weiß, es war technisch heute wieder wild. Es hat die Hälfte nicht so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Aber wir haben es geschafft. Wir haben den Plotter ausgepackt. Wir haben ihn ausprobiert. Wir haben erste Erkenntnisse gewonnen. Und ich habe natürlich am Anfang auch noch ein bisschen Projekte gezeigt. Ich bin total happy, dass ihr das hier so tapfer mit durchmacht. Mit allen komischen Tests, mit der YouTube-Werbung, mit der Kamera, die sonst wohin fährt. Ich arbeite daran und ich plane tatsächlich den nächsten Stream für nächste Woche Dienstag. Ja. Genau. Karin sagt, sie wird die Hausaufgabe machen. Randa, also jeder, der wirklich will, testet mal euren Plotter auf Herz und Nieren. Schneidet einfach mal ein Quadrat 10 x 10 cm und messt es aus. Würde mich super interessieren, was rauskommt. Ich danke euch von Herzen für eure Zeit. Wenn euch dieses verrückte Chaos hier gefallen hat, denkt noch schnell dran, irgendwo einen Daumen da zu lassen und seid gern nächste Woche Dienstag wieder mit dabei. Ich werde versuchen, es da nicht so ausufern zu lassen. So viel vorab. Und haut gerne raus, was ihr nächste Woche Dienstag sehen wollt. Es wird vor allem wahrscheinlich um Projekte gehen. Aber es gibt ja noch das eine oder andere sowohl an der Juliette auszuprobieren, Print and Cut wollten wir da noch machen, als auch vielleicht an der Cameo 5 nochmal zu gucken. Vielleicht wenigstens ein letztes Feedback, weil, wie gesagt, nächste Woche Dienstag ist auch meine Deadline, mich zu entscheiden, ob er bleibt oder ob er geht. Gute Nacht, ihr Lieben. Vielen Dank für eure Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen.